Liebe Gott, zwei Method, wann ich werden so weit abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als heut. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir ist Kammerleer. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Und wenn wir umfallen, dann ist es Kavalier. Grüß euch, Servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bohr. Ihr hört ein Lieder aus früherer Zeit und manche Holen sind schon vorbei. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles wackelig spülen wir noch den Werner Schau. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrapumpe hinten rein. Und das Gesangel klingt jetzt auch schon recht human. Drum, weil und grüß euch, Servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bohr. Ihr hört ein Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorheit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Und wenn ihr eure Ohren aufsperrt, dann hört so manche wieder Terz. Ein Klang so wie er nur in Wiener tönt. Und mancher Text, der geht ins Gemüt, so dass man's Herzl oben spielt. Das wär ein Lied, das wär ein Herz verwöhnt. Drum, Leid und grüß euch, Servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bohr. Ihr hört ein Lieder aus früherer Zeit, manche Hodern sind schon vorheit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Habe ich die Ehre, grüß euch, servus. Küss die Hände. Grüß euch, habe ich die Ehre. Schön, dass wir dabei sind, wieder alle miteinander aus der Klaus, Ja, aus der buckligen Welt. freue mich hier Gast sein zu dürfen wieder. Arbeitssitzung, wie es ist gehört, Arbeitssitzung. Und deswegen sind wir da zusammengekommen und haben natürlich heute den wunderbaren Ausblick genossen für genau ungefähr 30 Sekunden, bevor das Regenwetter begonnen hat. Bevor der Wintereinbruch gekommen ist, so kann man fast sagen. Ja. Dann haben wir noch Marvihof, ist mich auch dabei, dann haben wir noch vom Marvihof erhalten eine Lasagne am Nachmittag, die haben wir schon zusammengefressen. Also Die haben wir schon weggegessen. Die können wir nicht mehr bieten. Aber Kuchen haben wir noch, einen Zwetschgenkuchen haben wir noch da. Kirschkuchen. Ja, Kirschspanne. Haben wir noch da. Und die haben uns das mitgegeben und in der Zeit, wo wir unten waren, wieder aufgefahren sind, haben wir original einen Temperatursturz gehabt von 15 Grad. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. 18 Grad hat es gehabt beim Herkommen um 3 herum, 2, 3. Und dann wieder ab 6 oder was. Jetzt haben wir 2 Grad oder was draußen momentan. Jetzt 2 Grad. Aber wir haben uns eingeheizt. Bitte erinnert uns daran, dass wir die Öfen nicht vergessen. Wir müssen ja unten Holz nachlegen und oben. Das ist wichtig. Und wir freuen uns, dass ihr nicht dabei seid. Schön. Aus der buckligen Welt. Wem haben wir alle dabei? Franz Bratwein, ich fange von hinten an. Fang verkehrt auf. Verkehrt. Von hinten um. Snoop Dogg Doggy Style ist wieder dabei. Jawohl.
ordentlich gegendert. Wolfgang Grorzka, grüß dich Gott. Servus, grüß dich. Jawohl, Maike, Schule 76 Production, Flur dann. Servus die Madel und Buben, sagt er. Jawohl. Genau so geht's. Matthias Mariacher, Johanna Tuschl, Facciamotto, Philipp Zach, Marvihof, schon gesehen. Ja. Markus Prestoni, Raphael Illmeier, Werner Wichtig, Rudi Korbes, Christoph Radau, Katja Hinscheid, Johanna Tuschl, habe ich schon gesagt. Facciamotto, ich gesagt. Manuel Born, grüß dich gut. Er sagt, wir sind bereit. Straßenhans, Wolfgang Kudin, Fritz Stadtguss, Fritzel, servus. der Gere 1.0, Georg Scheurer, im Lebensstrom Nummer 64, sagt er ja. Ja. Der 64. Live, nein, ist nicht die 64. Pavlatschen, weil wir haben ein paar Livestreams, die habe ich nicht mitgerechnet, Ja, genau. auf YouTube. Die, was wir auf Facebook gemacht haben, habe ich auch nicht mitgerechnet. Also wir haben schon mehr, aber ist ja wurscht. Das sind ja macht nur- ja gar nichts. sind nur Das Zeit. passt schon, das haut schon hin. Weit geht Roman meine Eltern, die hätte Hubert Aristoteles Rappoltinger, ihrem Hinkauf Markus Volker. Markus Volker, servus. Markus Volker, heute ein Ehrengast, möchte ich fast sagen. Aha. Deswegen möchte ich euch bitten, aber da muss ich wieder runterfahren, sonst vergesse ich wieder auf alles, dann kenne ich wieder neu aus. Windgeist, Servus aus Klagenfurt, grüß dich gut. Servus. Hubert Hinkofer darf treten, ja gut, da geht's zu. Ja, alles da, was Rang und Namen hat. Natürlich auch herzlich willkommen, alle, die nicht mitkommentieren können, wollen, sollen, ich weiß es nicht. Auch natürlich euch. Servus, gell? Klar. Susanne Bum haben auch noch. Der Flut hat sagt, den Temperatursturz habe ich heute am Motorrad erlebt. Jesus, nein. Das habe ich war nämlich ein feuchter Temperatursturz auch noch heute. Ja. Der Tab dreht. Marc Lebold, grüß dich gut. Thomas Franzka, Erwin Kohl, aus Oberösterreich, große Freude. Die Momo hat schon wieder 8 Leine, ja. Und weil die Momo 8 Leine hat, möchte ich jetzt wirklich bitten für Markus Volker. Patrick, hol her. Hol her mal die zwei. Und das Büdel-Eis, das brauchen wir auch. Ich bin schon da. So, die steht es damit doch her. Der Markus Volker hat uns, ich habe es schon angekündigt, ein Osternestel geschickt. Und das ist ganz leibend. Und zwar aus der Eifel hat er uns einen Gin zukommen lassen. Und das Ganze natürlich auch in der Anserwäschen. Naja, man sieht es nicht gut. Das wird, naja, man sieht es nicht wirklich, nein, nicht wirklich. Das ist zu hell. zu hell. Weiter weg, weiter weg, weiter weg. Ich kann nicht noch weiter. Gleich bin ich hinter der Warte Mauer. mal, so. So ist besser. Ist das. Ja, so. siehst du es. Warte mal. So. Da ist er. Da ist er, der Markus Volker. In der Anserwäsch. In 16er beim Leiberl. Und der hat uns aus der Eifel 2 Kostproben Gin zukommen lassen. Da sagen wir herzlichst Dankeschön. Und die werden wir heute auch verkosten. Nebstbei natürlich von was, Patrick? Nebenbei unser Winzer Dauertester. Ein Hauptakt fast, möchte ich sagen, heute wieder. Also für mich momentan, weil ich schon so einen Durst habe. Heute Winzer Dauertester Adi Graf, Weingut Graf aus Bullendorf im Weinviertel, der Nähe von Mistelbach, Wilfersdorf. Heute haben wir einen Weißburgunder Selektion. Noch kein 20er, sondern das ist noch ein 19er, weil der 20er ist noch nicht gefüllt, der braucht noch ein bisschen im Fass, um zur Ruhe zu kommen und ein bisschen nachzureifen. Aber jetzt machen wir einen 19er auf. Was schreibt er denn drauf? Überhaupt. Cremig-nussige Burgunder-Stilistik, vollmundig mit bekannter Säure im Abgang, mit vielversprechendem Lagerpotenzial. Das stimmt, das ist einer der Lieblingsweine auch von der Uschi, das weiß ich. Ja, Der aber Weißburgunder, ich ja. finde es immer tragisch, wenn man einen Wein Lagerpotenzial hat. Ne? Da denkst du immer, ja, man kann ihn trinken. Aber es stimmt natürlich. Er ist ja relativ stark. Gell? 13 Volumensprozent hat er. Und der Heurige hat, glaube ich, 13,5, also der 20er Jahre. Und dann, der wird noch ein bisschen. Der hat über 20 Zucker, glaube ich, 21, 22 Zucker gerade gehabt, oder was der 20. Also auf den bin ich auch schon sehr gespannt dann. Aber jetzt dann 19er. Wer mit trinken will, gerne wer einen hat daheim. Prost. Unbedingt, freue mich auch schon. Servus Pavlacisti, sagt der Landtagsstromer Markus. Der Straßenhand sagt, heute ist Welt-Gin-Tag. Das habe ich gar nicht gewusst. Oh, das habe ich auch nicht gewusst. Ging an mir vorbei. Ich bin ein Ja, großer aber Gin- wir sind vorbereitet. wir sind vorbereitet. Du siehst ja. das, der echte Wiener, der checkt zwar nicht, was sie tut auf der Welt, aber er ist dabei. Er ist dabei. Er ist dabei. Da die zwei, das kann man so schön, so umrankt, der Wein vom Gin, herrlich. Das gefällt mir schon wieder. Petronella Molle schickt uns Grüße aus Graz, grüß dich Gott. Servus. Und der Manuel Born sagt, das nicht, geht dich an, Patrick, glaube ich. Ja. Ich sitze mit Papa, Klammer Andi, Mama, Klammer Angie und den Nachbarn Grisi und Andi beieinander. Geht das nicht dir an? Geht das mir an? Papa, Andi, Mama, Angie. Das ist ja keine Corona-Party, bitte. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Ich bin ja wieder ein bisschen überfragt. Wirklich wahr? Manuel, Wir haben ihn und trinken mit. was fix Manuel noch Born, einmal, das ist fix leider. noch einmal, ich bin schon wieder.
Täglich ist der gleiche wie bei meinen Burgen. Genau. So, jetzt trinken wir mal. Jetzt trinken wir mal. Jetzt trinken wir mal an. Nussig, butterig, bereits in der Nase, ja stimmt. Also der Duft wirklich allerhand. Das macht Freude. Also willkommen Zum Wohle. in der Klause. Prost auf euch. Danke Klaus, dass Auf ich da sein einmal, darf. ja, gern. Große Freude. Ja, Wein machen können's. Das schmeckt gut. Gott sei Dank, wir haben ja mehr Flaschen eingekühlt, weil wir haben ja traditionell, wenn wir natürlich in der Klause aus Batschenau in der buckligen Welt ausstrahlen, sagt man so, was haben wir früher gesagt, ne? Wenn die Sendung ausgestrahlt wird aus dieser Ecke des südlichen Niederösterreichs, dann schauen wir natürlich auch nicht so ganz streng auf die Uhr. Muss man auch sagen, also wir werden heute wahrscheinlich ich sage einmal 22:05 Uhr. Länger als 1,5 22:10. Stunden werden es werden, glaube ich. Das könnte passieren. Könnte sein, dass wir vielleicht 2 Stunden sind, also möglicherweise. Was hat der Franz eben gesagt? Welt-Gin-Tag interessant. Wir haben auch einen Gin als koronale Abwehr. Das kann kein Völler sein. Auf jeden Kann kein Fall. Völler sein. Außerdem, ich war heute testen bereits, also ich bin positiv gesehen. Dass ich wieder heimfahren darf von da an natürlich, dass ich morgen wieder heimfahren darf. Ich habe da gesagt, sei nicht so negativ. Ich habe da gesagt, sei nicht so negativ. In dem Fall bin ich positiv gestimmt, dass ich negativ bin. Also Also der Wein ist wild. Mit Gin lassen wir uns noch ein bisschen Zeit, aber dann haben wir es uns eine. Dann haben wir es uns eine. Christoph Acker ist auch am Start. Susanna Boom haut gleich einem in den Regelspiel. Manfred Kraft, grüß dich gut. Manfred, The show must go on. Jawohl. So schaut's aus. so schaut's aus. So muss das so weit weg. Ich muss mir heute leider da öfters dahergreifen. Ich bin noch Bist marot, Zaunmarot, ne? Ja, das Tag zu. Ich habe ja eine Pakemetnummer. Du Trinker auch, Das hilft, dann das wirkt's hilft, das hilft richtig. mir nicht, weil das streut so aus in die Nebenhöhlen, da bist du deppert. Aber das lässt mich, also das macht überhaupt nichts aus für die Stimmung. Im Gegenteil. Im Gegenteil, wer einfach mehr trinken, dann haut das schon hin. Dann haut das schon hin. Und der Thomas Franzka sitzt da mit Honigwhisky und Ginger Ale. Nichts gegen ein Ginger Ale einzuwenden. Ich habe gestern ein Ginger Bier getrunken. Ein köstlich Getränk. Ich stehe auf Ingwer, ja. Ein Ingwer-Tee hättest du trinken sollen. Warum? Ne, Ja, kein gesünder. Alkohol. Das ist gesünder. Das ist ein Schnaps eine. Wie er gesund bleiben. Die Daniela Schlegel haut sich eine grüner Mettliner Wöschriesling Cuvée vom Lenz Moser. Ist auch nicht zwider, also Lenz Moser, obwohl er eine Massengeschichte, aber Ja. ist kein schlechter. Gut, es gibt in Österreich keinen schlechten Wein. Wirklich schlecht ist ganz selten. Gibt schon ab und zu kommt dann was unter, Das ist schon eine was Kunst. ein bisschen, sagen wir, was schwierig ist, ne? Oder nicht sortentypisch ist oder so irgendwie halt, nicht? Aber So. Der Kolinek Martin hat eine 99 Cent. Dank der Regnanisch. Und da meinte, na gut, der Georg Scheurer hat ja die Landpartie, das passt. die haben wir schon lange nicht gespielt. Da spielen wir gleich das Ringelspiel, hängen die Landpartie an. Landpartie dran, ja genau. Da sind wir nicht immer in 10, ne? Dann sind wir 19, ja genau. Da haben wir eine Landpartie dran. Dann sind wir in F eigentlich, weil der Refrain ist in F bei der Landpartie. Freise Ja. F, ja. Na gut. Na gut. Dann machen wir das ganze Fasserl Wein gleich einmal wieder im B. Ja. Ja. Und dann lassen wir es gut sein. Dann überlegen wir, was wir nachher spielen werden. Und plaudern mit euch ein Der bisschen. Christoph Acker, gibt es ein Wiener Lied von einem Zahnlosen? Glaub nicht. Na, Der Snoop Dogg Doggy sagt 500 oder 250 das Backgemet, keine Ahnung. Das Backgemet, was ich es da in der ist Ladel sicher 500er, wenn man, wie gesagt, über 100 Kilo hat und das 250er gar nichts. Das ist Das ist ja auch kein Thema. Aber das ist wirklich so, das ist, also, weil natürlich ist es ungut da, nicht? Wenn das so Arbeit und da haben wir gedacht, nein, da gehen wir kein Risiko ein. unser einer nimmt sowas 2-3 Mal im Jahr maximal. Immer nur in der Zeit, Das was war's, ja. notwendig Was ist. Ja. notwendig ist, genau. Das ist sehr selten, Gott sei Dank. Am Weißburgunder von Graf trinkt der Treue 01. Jawohl. Die Dunja Androsch ist dabei. Grüß dich Gott, Dunja. Schön, dass du dabei bist. Freut mich wieder. Lukas Macharik. Der Winzer. Der Jungwinzer Jungwinzer. vom Adi Graf, also das ist der Neffe vom Adi, der Lukas, ja. Schön, dass du da bist. Na herrlich, na gut. Ich wünsche mir zum Geburtstag einen Vorderzahn. Ja, genau. Ich wünsche mir zum Sissi Graner, eine Die Legende. Zissi, großartig, ja. Sissi Graner und der Hugo Wiener. Eine Legende. Eine Legende. Sehr sympathisch, also ich habe es immer sympathisch empfunden, auch bei Interviews oder Ja. was. Keine überspitzten Leute, also ganz natürlich immer gewesen und
Und einfach Lieder. Und was die wenigsten wissen, ist, dass die Sissi Graner tatsächlich eine ausgebildete Opernsängerin war. Ja, eine ausgebildete Opernsoubrette, ja. Soubrette. Und der Hugo Wiener hat die Lieder geschrieben. Lyrisches Das Sopran und das sind wahnsinnig schwierige Lieder. Also musikalisch hat der echt was rausgehauen. Der Ton hoffentlich passt. Aber nicht nur musikalisch, auch textlich enorm, weil der Ja, hat ja, gut, die das meisten, weiß man ja, die das meisten weiß man. Programme von Farkas im Simpel und so hat eigentlich Hat hat er geschrieben. Mit Doppelkonferenzen sowieso, Ja. 90%. Ne? Und da hat eine Zeit lang das Kassen die Farkas Wiener Show. Und der Hugo Wiener dann irgendwann gesagt hat zum Karl Farkas, du sag mal, ich weiß schon, aber jetzt die letzten habe ich im Text alles geschrieben. Also ich finde, es wäre mal gerecht, wenn mein Name zuerst stehen würde. Und der Karl Farkas hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem, das machen wir selbstverständlich. Daraufhin hat er dann diese Show geheißen, die Wiener Farkas Show. Er war schon ein Hundart, der Farkas, muss man sagen. Ja. Er hat sich nicht nur Freund gemacht. Ne? Was Das noch dazu hat kommt, ist, den Farkas immer, wenn dann Leute immer so gefragt haben, die anderen, die alten Granten in einem Interview gefragt worden sind, ne? Und da war der Farkas eigentlich so ein Entdecker für junge Leute oder was. Ne? Der Hugo Wiener immer gesagt, nein, eigentlich gar nicht. Ne? Peter Alexander hat er nicht erkannt und so. Nicht? Das war immer ein bisschen schwierig. Ja. Das ist schon. Bei Peter Alexander, der hätte da irgendein Liedl singen sollen im Simpel. Hat er gesagt, nein, tut mir leid, du machst gar nichts und so habe ich gesagt. Und später ist der Peter Alexander eigentlich mit dem Singen eigentlich sehr berühmt geworden. Also so ganz, Talente-Entdecker war er nicht wirklich, Genau. hat der Hugo Wiener immer gesagt. Ja. Na, aber nicht, er hat ja seine Fähigkeiten gehabt und Absolut, die waren und großartig. wichtig für die Wiener Kultur. Ja, was heißt? Ja, diese Kamera so weit auf, da muss ich so Ich muss weit einmal so aufschauen, das ist ja aufschauen, Wahnsinn. wieso hast du das so aufgetan? Ja, weil man sonst nicht über den Tisch drüber kommen Also, weißt? Das ist das. das ist- Also uns schmeckt einigen auch, schmeckt der Weißburgunder Selektion. Ja, wird sich der Lukas auch sehr Graf. freuen. Ja. Lukas, wenn du willst, kannst du ruhig eine kleine Weinbeschreibung auch posten noch dazu. Wenn es dir Spaß macht. Der Christoph Acker. Danke, Klaus, für deine Eisempfehlung. Das Weltmeistereis vom Pius Paschplatz am Sonntag genossen. Naja, gut. Das beste Steiner Pistazien-Eis, das heißt ich der. kenne. Eissalon Steiner. Und der tatsächlich das Weltmeistereis Pistazieneis. Ich is kein Pistazieneis, weil man das oft viel zu viel Mandeln hat und ich mag das Marzipanige Ja, dann nicht. schmeckt es nach Marzipan, ja. Aber das ist 100% Pistazien. Und ein Wahnsinn. Also Pius Paschplatz ist quasi der Floridsdorf Bahnhof, also dort die Endstation U6. Tiefe Empfehlung. Jawohl. So, jetzt spielen wir, jetzt reißen wir auf. Regelspiel fangen wir Jawohl. an, nicht? Jawohl. Ja. So, ja. Bretten sein, nur hereingeresster Jungs für groß und klein. Jeder Schimmel lackiert. Wirklich frisch geschmiert. Eine Full, eine Tour kostet 20 Groschen nur. Eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, aber vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Witz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich keine Freude leisten kann. Immer wieder vorweg und trat sie da an selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringelspiel. Der Franz ganz diskret mit seinem Flirt im Bruder geht. Er ist zwar ein Ehemann, doch was liegt da dran? Mit Gardé und Mahö vor die beiden Karussell. Plötzlich sagt sie Franzl, schau, ist das nicht die Frau? Ja, sagt er, fix laut und stehen, mit mein Zimmer her. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Witz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vorweg und trat sie da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringelspiel.
beieinander. Zum Essen haben's mitgeführt, ein Kriegsbrot, ja. Zum Aufholen haben's brauchen noch fast eine Stunde. Vermüllen samt die Katzen und die Hund. Zuerst der Hans, ruft mit Frau, dann der Gradl trug ein Blau, seine bessere Hüfte auch, dann der Bierversucher Schlauch. Also heute war dabei, Kinderstucker, Zähne gleich, der Friseur kifft ober in Schick, hängt am Trittbrett wie ein Schneck. Am Bock mit der Riebesel Hosen sitzt drunter der Hofmusikant. Der tut auf sein Posthändel bloßen, ein Lied, das jedem bekannt. Anschuldigen Schädel, da gibt's eine Garde und da wird's gemütlich sein. Overhead, da gibt's eine Garde und da wird's gemütlich sein. Ich brauch kein ganzes Wasser, die Gattung ist mir wurscht. Der Gut muss halt bloß treffen sein und das mal schmeckt wurscht. Ich brauch mit 3-4 Liter Gnu, da geh ich mit. Wenn Wasser nur lass mich in Ruhe, denn das soll ich wirklich nicht. Wenn Wasser nur lass mich in Ruhe, denn das soll ich wirklich nicht. Jawohl, leichte Ich war so aufs B eingeschossen, weil du hast mich irre Das ist aber gefühlt. trotzdem ein klassischer Quetscherfehler. Ja, Nicht? Im B fängt es kurz Der an, aber Klassiker. es ist, der Klasse. ich sag nur der Eingeschliffene beim Karl einmal. Bakemet hilft am besten mit einem Schluckerl Wein, Da spricht sagt ein Profi. der Christoph Acker und haut uns 2 Euro ins Körperl hinein. Dankeschön. Dankeschön, Christoph, zum Wohl. Das reimt sich sehr zum Wohle. Herrlich, dieser Weißburgunder. Ich bin begeistert. Ja. Na, das war, wie ich das erste Mal spielen habe dürfen mit Karl Rudener. Die Geschichte habe ich schon erzählt. Wahrscheinlich haben wir alle Geschichten schon erzählt. Ja, ziemlich, ja. Wahrscheinlich. Aber Vermutet. das müsst ihr euch halt nochmal anhören, sie ist so. Aber, und da hat der Rudener gesagt, jetzt spielst du mit mir und wir spielen jetzt einen Eingeschliffenen. Ne? Sag ich, kenne ich nicht. Sagt er, wurscht, ist in C. Spielst einfach mit. Sag ich, na ja, gut, wird nicht so schwer sein. Und ich habe gespielt in C. Und da habe ich gedacht, erst irgendwie passt das alles hinten und vorne nicht zusammen. Dann bin ich draufgekommen, aber da war das Lidl schon fast aus, dass es in F ist. Aber typischer Quetscher hat er gesagt, im C, warum? Weil er fängt mit einem C an. Der Musiker sagt C verkehrt, also F verkehrt, so. Man fängt quasi mit der Dominanten an, also mit der 5. Stufe. Ja. Ist er so. So, pass auf, jetzt müssen wir da ein bisschen aktiv werden. Der rote Achtel hat seine Gedanken. Danke. Herrlich, herrlich. Der Harald Hunter, oder Hunter, sagt man Hunter oder Hunter? Sagt, der Sound ist ja heute so gut wie nie. Das gefällt mir aber. Das ist nicht, das gefällt mir auch jetzt, ja. Was ist anders heute? Nein, wir spielen aus der Icken aus, ja? Ja, das Mikro. Nein. Aber es gefällt mir. Eine trockene Luft da herinnen, das ist ein Wahnsinn. Ich muss mehr spülen. Ah, der Lukas hat schon eine Weinbeschreibung auch noch hineingegeben. Muss es du verlesen? Dann musst es Die du verlesen. Leute können ja eh selber lesen, glaube ich auch. Nein, du oder? musst es vortragen. Vortragen musst du es. Nicht vorlesen, vortragen. Eine kleine Weinbeschreibung vom heutigen Dauertesterwein. Ein sehr schön gereifter Weißburgunder mit fruchtiger, reif gelber Ananasnote. Stimmt, ja. Vollmundig mit typischer Burgunder-Stilistik, ja. Ananas ist gut, ja. Na, mein Problem ist mit Burgunder-Stilistik, kann ich geschmackmäßig nichts anfangen. Der Burgunder ist dieses Nussig. Oh, ja, aber das Burgunder-Stilistik tue ich mir schwer, geschmacklich einzuordnen. Aber es macht ja nichts. Ah, schön. Es macht nichts, aber was? Ja, die Ananasnote, ja, das habe ich, dieses exotisch-fruchtige. Der Wahnsinn. Jetzt bin ich auch schon voll dabei.
Das bin ich auch schon wieder. Als Weinmacher weiß man bei so Sorten erst über ein Jahr später, ob er genauso reift wie er gehört. Das glaube ich eh. Hunter, sagst ja auch nicht Haberl zum Hubert. Matthias Mariacher, das ist der Wahnsinn. Das ist natürlich. Das hat der, Das ist großartig. das hat der Valentin, nicht? Hat das immer gesagt. Ja, Valentin, nicht? Man sagt ja auch nicht Vater, man sagt ja nicht Vater, sondern Vater, sondern Vater. Ne? Das ist so wie Fittis, die Ortschaft im Waldviertel. Nicht Wittis, sondern Fittis. Du sagst ja auch nicht Villach, ne? Ja, genau. Sondern Villach. Ne? Das Aber man sagt Fickdring und nicht Wickdring. schreibt man aber auch Na. mit V. Fickdring. Ja. Fickdring? Sagt man Fickdring. Ja, man sagt ja Fickdring und nicht Wickdring. Ja, ist genau das Gleiche. Nein, ja, darum sage ich das. Wir bringen lauter Beispiele. Ja, ist ein Wahnsinn. Der Herr Mandl. Servus, ich hoffe, mein Backerl ist unterwegs, damit ich nächste Woche mittrinken kann. Gruß aus der Oberpfalz. Super, Herr Mandl, hast du ein Backerl bestellt? Super. Ich glaube, das kann sowieso ohnehin nur jeder machen. Weil jeder, der einsteigen will, kann sowieso ein Schau, 6er vom Backer blende bestellen. kurz ein. Die Oder Daten- sollte einer Nachschub brauchen von einem anderen Wein, einfach mit Lukas Macherig oder mit Weingut Graf einfach Kontakt aufnehmen. Ich habe alles eingeblendet, was notwendig ist, und Alles ihr findet möglich. zumindest die Internetadresse mit diversen anderen also wo dann weiterführende Kontakte ist und so weiter. In der Videobeschreibung alles dabei. Karl Watzko, Bier hat sich der Gary 1.0 eine, sehr in Ordnung. Nussig, cremig im Abgang. Abgang, ja. Naja, ja. Und je älter wird, umso mehr kriegt er das. Ja, naja. Fast ein bisschen Ich schmalzig. meine, wenn man es sagt, kann man es schon glauben. Ne? Wenn man natürlich. Ja. Man sagt auch Viktor und nicht Viktor. Ja, stimmt auch wieder, ne? Ja, es ist wirklich eine schwierige Sache. Oder Wickel schreibt man wieder mit W, ne? Das ist Der die Wickel? Abkürzung der Wickel. Ne? Wickel Wankowski, kannst du dich erinnern? Auch einer, den wir kennen. Der Wankende. Wir haben immer gesagt, Wickel der Wankende, ja. Ein ganz lieber Kerl, der auch Akkordeonspieler und Alleinunterhalter. Das war noch ganz in unserer Anfangszeit. Also Anfang, da haben wir noch gar nicht, da haben wir daheim gespielt schon. Und dann sind wir gegangen zum Heirigen, das war in Ottergring in der Baltaufgasse. Baltaufgasse, zum Gerard hat das geheißen. Zum Gerard, das ist ein Kölner Lokal. Und das war ein Heiriger dort neben der zum Gerard und da gespielt der Koscheler Rudi, Mit Bäumel Herbert damals. damals noch, Bäumel, und stellenweise auch mit Sulzer. Wenn er Auch mit trainiert. Sulzer, oder? Aber meistens mit Bäumel. Und da sind wir hin, weil das haben wir hingebildet. Und da haben wir wirklich original 100 Schilling, gell, haben wir uns für die Musik jeder eingesteckt. Und ich meine, wir waren Studenten, das war ein Wahnsinn. Ja. Da waren wir das erste Mal dort, da haben wir noch gar nicht zusammen gespielt, wirklich so. Nein, naja, da haben wir schon Da haben wir so, schon, oh ja, da mit der Steirischen noch so gespielt. da das haben wir war schon diese so, Zeit so ein bisschen geliebäugelt damit. Ja. damit. Ja, genau. Und da sind wir dort hin zum Gerard und da muss ich eins sagen, Das ist 27 Jahre her, nicht? ja, So ungefähr. aber was ich mich wirklich erinnern kann, was der Gerard, der hat unglaublich gute Schnitzeln gehabt, weil der hat die Schnitzeln in Butterschmalz in der Pfanne ausgebrochen. Das war unglaublich. Und das waren schöne, dicke Schnitzeln, also das war wild. Auf das kann ich mich echt erinnern. Und da sind wir hier und da hat ihm der Rudi gespielt, da haben wir eigentlich den Rudi kennengelernt näher. Wir haben uns schon vorher so ein bisschen kennt. Der Koscheler Rudi, ein Grand Seigneur des Wiener Liedes, muss man sagen. Und Absolut, ja. und damals und da haben wir ihn natürlich so ein bisschen verfolgt, weil er noch nicht von den ganz Alten war, muss man auch dazu sagen, sondern eben noch in einem Alter, ja, ich will das nicht, dass das respektlos klingt, nicht, aber er war halt für uns noch greifbarer, so wie der Roland auch, der Sulzer. Ja, ja. Und da sind wir zu dem Gerard. Im Prinzip war der Rudi so alt damals, wie wir heute sind. Ja, jünger sogar, nicht? Oder? Ja, 45, so muss er schon gewesen sein, weil Ja, der Rudi ist jetzt. ja, 40 plus. Was ist der 40 Rudi plus. jetzt? 65 sowas, ne? Ist der Rudi jetzt? Ja. Naja, ja. Sagen wir 40 plus, 6, 40 plus, ja. 40 plus, Stimmt, ja. ja. Na und das war Nicht echt die mal ganz Alten, ist gut. Der Sulzer war damals, wenn jetzt 26 oder? Nein, Der Sulzer Roland, ja. so jung? Sulzer Roland ist 10 Jahre älter als ich. Sulzer Roland ist 53, 54. 54, ja. Soll ja 55 sein, ja. So ungefähr. Ja. Aber auf jeden Fall, das war so und weil das war, das haben wir schon gewusst, das ist einer von den Guten, nicht? Also Ja, nicht ja. irgend so ein heirigen Sänger, so Ding, sondern das war einer von den Guten. Und der hat dort gespielt und das war immer leid. Und das ist zu uns zum Tisch, die sind auch von Tisch zu Tisch gegangen.
Wir haben gehabt, eben, wie gesagt, 100, das war viel Geld für uns, bis der deppert. Aber jeder von uns hat einen 100er eingesteckt gehabt für die Musik. Und das haben sie uns dann schon gewusst. Und dann haben wir uns so ein paar Lieder gewünscht, so von den Alten quasi, von den Leibenden. Ne? Und dann haben wir halt immer so gefragt, so, was sind noch so die alten leibenden Lieder. Und so haben wir halt da angefangen. Dann der Rudi immer schon gedacht, woher weißt denn du die ganzen Lieder? Ja, das gibt's ja nicht. Aber sehr leibend. Und dann, Absolut, ich muss gleich nachschauen. ja, schenkt noch. Und dann weiß nicht, war mal Stadt einer oder mal zusätzlich irgendwann, hat der Wickerl der Wankende dort gespielt. Der Wankende deswegen, weil er hat locker das Doppelte für uns gesoffen. Und das war schon würdig. Gut, ich war damals noch ein bisschen sparsamer. Ich war damals noch ein Jüngling. Ja, Genau. ne, aber mit, ja, aber wir haben schon. Da ich 4 Spritz getrunken, mal leisten habe können, war ich schon fett. Also, Nein. Da stehst du dein Licht unter dem Scheffel. Du redest vom Kindergarten. nein, da habe ich noch einen Mundschutz gekriegt. Das macht mich nicht. Meine Eltern schauen zuerst. Ja, Die Mama wird sich wieder genieren, was Ja, der Bub für ein Blödsinn ja, ist. das Jugendamt wird kommen und die wegnehmen. Nein, das ist ja furchtbar. Der Bub für einen Blödsinn redet wieder. Ah, Wahnsinn. Der Franz Ehm sagt schon, Rudi Kuschel geboren 1953. 1953, ja? Ja? Naja, da war da noch keine 40 plus. Ne? Naja, aber knapp. Also, no, 93 war er 40. Ja. 93 war er 40, ja. Das war er 42, war er so alt wie mir jetzt sind damals, ja? Nein, ich bin 46. Nein, ich bin 3, 4. In einer Woche. Ich bin 44. Na, wann? Ja, mein Alter, ne? Am Sonntag wäre ich 46. Ich sag's vor allen Leuten. Am Sonntag, kommender Sonntag, 18. April, wäre ich 46. Das freut mich für dich. Und hab Da hat er sich aber jetzt verdient, ein paar 8. mit dann jetzt schon die Zeit. Ich habe noch nicht. Seht schon, einen Applaus hast du trotzdem verdient. Ja. Der Andreas Christianer sagt, die Schnitzel mache ich auch noch in der Pfanne in Butterschmalz. Ich auch, aber man muss sich wirklich denken, das war ein Heuriger. Und da hat es schon so gut gerochen. Und der hast aus der Pfanne die Schnitzel gegeben, das war Wahnsinn. War echt leibend. Zum Charat gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Leider schon lange nicht mehr. So, Matthias Mariacher bestellt noch. Der bestellt noch. Vom Weingut Grafenpulder, der bestellt noch. Sehr gut. Wir hätten uns ausmachen müssen, eine Provision erst. Nicht nur Weinkisten. Los mit Naturalien Ja, ist mir auch lieber. Ist mir auch lieber. Herrlich. So, was haben wir noch? Jetzt spielen wir wieder was. Was haben wir da? BMW, BMW auf Englisch. Also, ja, genau. Hier dürfen wir ja rauchen. Das ist Ja, sehr schön. raucht eine auch, Da Patrick. können wir ja heute eine rauchen auch. Der Christoph Acker ist wild, 46 alt wieder nicht einmal eine Sau. Christoph Acker ist wieder frech. Es ist immer mit ihm. Naja, aber das sagt ja, dass ich keine Sau nicht bin, nicht wahr? Dann gibt es Kakao mit Glas, Christoph Radau, das ist eine gute Idee. Und so, nein, da habe ich keine Zeit. Weil am nächsten Sonntag werde ich original meine Eltern heimsuchen. Weil ich ja heimfahre. Ne? Liegt am Weg. Ja. Und dann werde ich halt daheim sein. Aber da wird es ja Kakao mit Glas nicht ausgehen. Leider nicht. Leider nicht. War eine gute Idee. War eine gewesen, gute Christoph Idee. Radau. Eine Das gute mir Idee. aber auch gefreut, ehrlich gesagt. Muss Was, ich der sagen. Jota da am 18.04. Geburtstag? Jota! Das ist aber leider. Nee, das ist auch Wahnsinn. Das Auch war, ein Wieder. war ja da mehr gemeinsame Ausfahrt wie hat. Ja, eh. Ja, bravo. Bravo, Jota. Da tun wir uns Zuprost am Sonntag. Das machen wir. Mit der Richtinger ist Schau, auch. die Achteln kommen schon rein für dich. Es hat's leibend. Es hat's Ganz leibend. leibend. Danke vielmals, aber jetzt spielen wir was, damit das auch. Achso, du rauchst. Ich los. Er trinkt. Ich trinke. Ja, ich bin bei der Geschichte mit Giergürtel. Ich rauche ja gerade. Lieb war das, selig. Du meinst im Schutzhaus Im Schutzhaus. Schmelz. Oder im Schutzhaus Otteringer Gartenfreunde. Da habe ich mir ausgeholfen, habe ich mit dem Kojalu gespielt und der Giergürtel hat gesungen. Und der Rudi sagt, naja, sing einmal was. Der Rudi sagt, na geht ja gerade nicht, ich rauche ja gerade. War herrlich. Ja, stimmt. Der Rudi sagt, du siehst, wir sind nicht da hocken. Da war völlig diese Entspanntheit, diese Abgeklärtheit des Alters. Da Ja, nein, das war. Kurti war großartig. Aber das war so, wie wir haben das letzte Mal davon gesprochen, von der Head. Da habe ich im Ding habe ich noch nichts geschrieben über die Hedi. In Michi Mösmer, ja. Habe ich vergessen. Ich muss noch was schreiben über die Hedi, Ja. was wir nicht vergessen. So eine kleine Erinnerungszeilen. Und da haben wir letztes Mal drüber geredet, von der Hedi. Slonetsko Slonetsko Kaderka. Kaderka, deren Vater, der Kaderka Pepe,
einige Wiener Lieder verfasst hat. Viele, ja. Und der Rote Hedi eine Zeit lang hat es veranstaltet im Schutzhaus Schmölz, in Wien 15. Hat es dort veranstaltet, hat so eine Wiener Lied-Partie immer. Nicht? Also da haben mehrere Musiker gespielt, die waren auch. Kommt's auf die Schmötz, hat das immer Genau, geheißen, kommt ja. auf die Schmelz. Wir haben auch mehrfach die Ehre gehabt, dort eingeladen zu sein als Musiker. Und unter anderem auch war eben der Koscheler Rudi, der Besagte, und der Bäumel Herbert waren quasi jetzt dann so die, sind dort gesessen. Waren so Gerhard die, Heger war da. naja, das waren so die Begleitmusiker für die Sänger. Genau, ja. Der Gerhard Heger, der Willi Lehner Lena war auch mit dabei, ja. und der Kurti. der Kurt Gierk. Und die sind auf der Bühne gesessen, auf dem Tisch, da sind so Spritzerglasen gestanden und Wein. Ne? Und immer der gerade gesungen hat, und der hat auch jeder 2 Lieder gesungen oder 3 Lieder oder was so im Abwechseln. Machen wir ja ein Duett dann. Ja, so, und da ist halt dann aufgestanden vom Tisch und 4 und Bühne nicht, und hat dort gesungen. Und irgendwann ist der Gierkurtl ist auf einmal abgepasst. Das ist verschwunden. Nicht? Da haben sie gedacht, naja, wahrscheinlich muss er aufs Klo oder was, ist ja egal. Nicht? Das ist ja nicht so da, ist ja nicht trau. Naja, dann hat eben der Lena Willi gesungen, dann hat der Heger gesungen, dann haben die 2 Duett gesungen und der Gierkurtl kommt nicht. Und dann hat er gesagt, naja, jetzt weiß er, dass ein Leib und der Kurti kommt. Und rufen alle, inklusive Publikum, ungefähr 200 Leute, im Publikum 300 gewesen sein. Kurti! 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 Was ist? Auf einmal geht die Tür auf, der Kurti kommt mit der Zigaretten und so. Was ist, meine Herrschaften? Wo bist du? Wo bleibst du? Ich habe eine angeraucht. Bin ich schon dran? Und der Rudi herum so, da raucht sich die eine an während der Show. Das war herrlich. Da ist wieder aufgekommen, hat sie am Ring gespielt, am Siegelring, hat sie verneigt von den Herrschaften und hat er dich dann fulminant sein Lied gesungen. Ja. Christoph Acker sagt, füge mir richtig Gruselungen, weil das hat sich heute schon die Wiki gewünscht. Ja, das passt jetzt Das machen wir. eigentlich. Aber, Patrick, Ja. bevor wir das machen, hast du bitte Na? deine steirische zu ergreifen, Ja, habe ich, ja. weil jetzt müssen wir nämlich unseren legendären Michel was vorspielen, der heute Geburtstag hat. Wie man die Dunja da gerade sagt. Der Michel hat heute Geburtstag und dem werden wir natürlich alles, nachdem er ja ein Quetscher ist, mit der steirischen, müssen wir mit der steirischen hochnehmen lassen. Und während wir spielen und ihr euch vielleicht denkt, na, da werden wir jetzt einen Applaus geben und das rote Achtel als Emoji des Applauses von euch geben wir jetzt nicht nur für uns, sondern auch für den Michi Jawohl. zum Geburtstag. Ich ergreife das Instrument. So, für dich heute die extra die ADGC wieder mit, nicht? Ja, Gott sei Dank. Ich muss schon Gott gucken, sei wenn ich die GCFB mitnehmen soll. Ja, Nicht Oper, aber Du, solange du denkst und dann doch trotzdem richtig handelst, ist mir das die wurscht. GCFB werde ich jetzt kurz einmal verborgen, weil der Lukas Macherig fängt mit der steirischen auch an. Ja, aber Lukas, Braucht jetzt einmal einen. Schon gehört, aber schon gehört. Das gefällt mir, wenn der Winzer natürlich bekehrt wird zu einem Instrument. Das Wobei gefällt er ist ja ein Bläser, also mir. Ja. Aber Harmonika ist ja ein Blechblasinstrument. im Prinzip So ja. gesehen. Ja. Ist es ja wurscht. Die Stimmzungen sind aus Metall, ja. Also für den Karl Michi machen wir jetzt einen lieben Musikerkollegen, lieben Freund und ja, Mit einer meiner ersten Kompositionen, die nur gemeinsam mit meinem Großvater entstanden sind. Also ich stehe drunter, aber na bravo. Für Michi. in Burgersdorf, ja. In Burgersdorf.
Geburtstag. Alles Gute, Michi. Jawohl, da haben wir gleich einen Schluck rein. Ja, selbstverständlich ein Schlückchen. Auf das, was bald wieder Prost. sehen. Ja, gut, die werden wir gar nicht mehr erkennen wahrscheinlich. Weil wir werden weil uns wir nicht so mehr lange nicht mehr gesehen haben. Ja, furchtbar. Stimmt aber gar nicht. Stimmt aber gar nicht. Wir haben uns noch gesehen im Sommer, nicht? Im Sommer haben wir uns beim Stippert. Im Herbst oder September war das. Im Herbst quasi. Statt ein Ottergringer Kirtag Ja, ja, haben wir ja. beim Stippert gespielt, ja. Da haben wir uns gesehen. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass ich die Turnier gesehen habe, weil man halt lieber natürlich die Turnier anschauen als in Michel, aber ich meine, trotzdem weiß ich, dass du dabei warst. Nein, ich wäre schon wieder frech. Ich wäre schon wieder Ja, ist frech. ja, er redet sich schon in einen Wirrweine. Man glaubt es ja kaum. Aber schau die roten Achtel von einer. Der Lukas sagt, ihr inspiriert mich mit eurer Musik, ich euch mit dem Wein. Indeed, wie mir Special Leute zu sagen. Schau, alles Gute für mich, ich sage der 301. Jawohl. Der Franz M. fragt was sehr Wichtiges. So nebenbei, wie schaut es mit dem Harzen aus? Also nicht mit dem Harzen da, sondern mit dem Ofen. Dankeschön, ich schau auf. Franz M., ja, ich schaue. Unterhalt die Leute. Nein, unterhalt die können beide gehen. Beide gehen, das können wir schon machen. Ich schaue dabei in den Ofen da rein. Klaus, bitte geh langsam. Wir haben schon Unfälle auch erlebt. Das war nicht das erste Mal, dass es am aufhat. Aber nicht beim Stufen runtergehen, sondern beim Aufgehen. Nicht? Den haut es die Stufen auf. Das macht normalerweise nur ich sowas eigentlich. Ne? Das ist. Oder Gerhard Spörk ist auch schon da. Wo ist so ein großer Tisch heute? Ja, wir sind aus der Klaus heute, aus der Küche, aus dem Esszimmer sozusagen. Nicht? Darum ist der große Tisch heute da. Matthias Mariacher schreibt, Christoph Acker, hier, es wird niemand zum Trinken gezwungen, es soll ein Genuss sein. Nein, es ist immer ein Genuss. Mit Zwang geht gar nichts, das ist ja klar. Wir trinken ja nie viel, also nie mehr als was mit Kalt eine geht. Nein, ein Blödsinn, ein Blödsinn. Susanne Bumm, gute Nacht, Susanne verabschiedet sich, die muss schlafen gehen. Na gut. Mit die Achteln fallen rein. Die Achteln, alle für dich, Michi. Zum Geburtstag. Da stehst du nicht am Stuhl, gehst du dann da. Das ist der Wahnsinn. Freunde, der Franz M. hat mich jetzt davor bewahrt, eine eiskalte Nacht zu verbringen. Gerade noch aufgegangen. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Patrick, mach ein Solo, soll ich machen? Wieso soll ich ein Solo machen? Ja, ist ja nicht so lustig alleine. Schick mir bitte die Nummer von Klaus, Susanne Bumm. Nein, meine Nummer ist geheim. Gib dir die Nummer von Patrick. Meine Nummer ist geheim. Der Franz eben schreibt gerade Ausrutscher, Litscher, Bühne am Floß letztes Das Jahr. warst du, Ja, das warst das du. war ich, ja. Aber elegant habe ich das gemacht, ne? Mit dem Sessel in der Hand. Ja, mit allem hat es dir auf die Goschen gehabt. Einen Monat lang habe ich meine Knie gespielt. Aber das Leibwasser in der ganzen Geschichte war, du gehst vom Floß runter, rutscht aus, die haut auf die Goschen und es kommt. Zwei freundliche Mitarbeiter des Schrammelgang Festivals und hängen ein Schild durch. Achtung, Rutschgefahr. Aber in dem Moment. In dem Moment, ja. Das war schon sehr leibend, ja. Oder Christoph Ackermann natürlich den berühmten Rutscher bei unserer, ich glaube die erste XXL-Pavlatschen, die wir gemacht haben. Da wo wir es einmal da gesehen sind, in der Ecken, und da haben wir Genau. so die Kamera gehabt und da hat man auch auf dem Ofen gesehen, auf dem Kuchelofen. Ja. Und ich bin einer gekommen, aber Holz geholt und da bin ich, weil es draußen nass war, gerutscht. Ich habe nur einen Schäberer Ja. gehört. Ja, wir haben ja angefangen. Gott sei Dank hast du einen schweren Ofen da stehen. Der das aushält. Ja. Der Andreas Christian hat gemeint, dass der Snoop Dogg da ist, er hat gemeint, auf der steirischen soll das Solo machen. Solo, warum soll ich allein spielen? Ich habe ja keine Ja, weil ich nicht da war. Nicht da rede ich lieber ein bisschen mit euch. Legendär. Patrick der O-Fritze, ja. So, Ja, das war richtiger Fritze. jetzt müssen wir die Rüstung ja. machen. Die Vicky hat sich gewünscht Jawohl. und vorher zum Thema Rauchen und passt. Die Öfen sind wieder befeuert. Also bitte weiter dran denken und uns daran erinnern. Arme Kugelherd, arme Oma, der Kamin. Das muss man, ja. Bist du bereit, ja? Was müssen wir machen? Muss ich einen Aufgang spielen? Also ja, Husten da. Vier Vierteln und der Backelchick, das ist mir Ration. Durch Obstler und der Gin krieg ich meine Inspiration. Mir kommt vor nur eine Spur, wirkt sich das aus auf meine Figur. Von dem Leben hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Von dem Leben hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Mit einer Ruhe, Slungenpilz, Zungenschädel wieder zu.
ähnliche Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, oh, es war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur eine Achtelschlieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur eine Achtelschlieberwitz. Ein Doppler ist ein Kinderspiel, da denk ich gar nicht nach. Kann ich mal keine Herzen, ist das der ärgste Joch? Ich komm darauf, wir füllen es auf, behindert meinen Blutkreislauf und ich spiel mein Lebenslauf, mach in der Früh auf. Und ich spiel mein Lebenslauf, mach in der Früh auf. Mit einer Ruheslungenpelz, Zungenschädel wieder zu, Mondweh und Husten und eine ähnliche Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, aber es war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur eine Achtelschlieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur eine Achtelschlieberwitz. Gut, sie gut. Dann so schlimm ist es nicht wahr? Jawohl. Susanne Bohm wollte mir persönlich gratulieren. Ich danke dir schon, ich nehme das jetzt auch an. Ich danke dir vielmals. Das ist eigentlich, man freut sich schon, wenn da viel gratulieren, aber das ist oft dann schon schwierig. Ich will es nicht negativ reden, sondern es ist schwierig, weil du einen Geburtstag hast und dann wirklich wahnsinnig viel Anrufe kriegst. Ich meine, die Nachrichten, okay, kannst du nicht gleich auf alle zurückschreiben und von den Plattformen rede ich gar nicht, aber wenn du Anrufe kriegst und ich freue mich dann immer total, weil es sind so viel und dann muss ich manche richtig abwürgen und sagen, du danke, aber geht gerade nicht. Ne? Aber ich freue mich immer total. Also, ja. Ich freue mich jetzt auch. Susanne Bohm, ich habe mich jetzt auch gefreut. So. War der Günther Erich Russland, was, Flamenco gespielt? Boah, ich meine, dass der Günther Erich Russland ein Weltklasse-Gitarrist ist, das weiß man von deinen Videos. Aber Flamenco, alle Achtung. Das kann ich nicht. Flamenco, das kann ich nicht. Ja, geht schon. Ja, Flamenco. Ja, aber Das ist ein bisschen Spanisch. Es kommt mir Spanisch vor. So, dass ich den Finger verstaucht habe. die spielen ja so, nicht? Aber ich kann das nicht. Mit 2 Fingern bist du schneller. Ja, nix, der fährst du! Bin ja ganz falsch. Zu Ehren unseres Günther Erich Russland, hoffentlich entfolgt er uns nicht aufgrund dieser. Und nachdem er ja nicht weit reisen darf in diesen Zeiten, wollen wir Spanier zu euch ins Wohnzimmer bringen. Morgen haben wir Schädelweh. Hin und casa, warte mal. Se li quasi canno per non si. E le guardia non mi stanno. Aber so die auch diese Trink mal einen Gin, hätte ich gesagt, jetzt, weil das war fast interessanter. Eine müde Partie. Lass mal unbemerkt aufhören. Ja. Du hast Ja. Warte mal. Servus. So möchte ich den Flamenco schon spielen können. Bist gescheit tun, ja. Ich sag das, ist immer, aber
Malaguena und brasilianische Musik. Muss erst die Gitarre gewöhnt werden wieder. Ja, das ist wirklich eine ganz eigene Geschichte. In Andalusien spielen sie das in jedem Park. Was mein Lied? Schlecht, das kann man keine Tantiemen, ich weiß nicht. Da hat's was. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja was? Was haben wir da? Warte, ich bin in erstaunlicher Qualität, will wieder hin. Die Facciamoto ist ja, hast du nicht mehr Lied gemeint, da redet untereinander, oder? Ich glaube nicht, dass das ist. Aber die Achteln von einer, Leilon, ihr seid ein Wahnsinn. Der Steine 07 meint eine wilde Partie. Ja, na klar, das sind wir. Super klasse Facciamoto. Christopher da, jetzt will ich einen Lulumba mit schön viel Brände. Na, wir kommen jetzt zum Gin. Wir werden jetzt wird es soweit sein. Wo sind die heißblütigen Spanierinnen? Ja, das Die ist sind die im Frage. Lockdown. Die sind im Lockdown. Jawohl. Super Ausspruch, sagt der Jäger, das stimmt auch. Das haben die bereits spanischsprachige Ja, ein Argentinier. Leute. Argentinier. Ein Genau, Argentinier war's, ja. Argentinier war's, Ein ja. Argentinier, der ist zu uns hergekommen und hat gesagt, hat aber gut Deutsch kennen. Und der hat gesagt, das ist folgendes. Ich kann absolut bezeugen, dass es nicht Spanisch war. Aber ich kann bezeugen, dass es definitiv wie Spanisch war. Wie Spanisch klingt. Der war super. Der war echt leibend. Er lernt phonetisch. Ja. Das ist ein Hit. Na herrlich, schau. Ich trinke einen Gin aus Rapottenstein, der Straßenhans. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ohne Eiche an. Gypsy King, Sanatrix und der Chaco Was ist Speed. das? Das ist unglaublich. On Oak. So, du pass auf, jetzt müssen wir uns da. Jana Walter-Rober ist auch dabei, Christi Gottschi. Gefällt mich sehr. So, Markus Volker ist dabei und wir öffnen jetzt ein Flascherl von dem für den Gin. Trinken den natürlich jetzt einmal pur, aber unter Umständen wäre trotzdem dann ein Tonic holen. Also, aber jetzt wieder mal pur verkostet. Damit die Das Geschmacksgenossen. könnte ein Likör sein, der ist nämlich mit 26,5 Volumensprozent. Ich glaube, das ist ein Likör. Das ist Holunder Wacholder. Holunder Wacholder. Und der andere ist mit 43,7 Volumensprozent. Das ist das reine Destillat, glaube ich. Und auch in Eichenfass gelagert, daher wahrscheinlich auch ein bisschen die leichte. Das ist, glaube ich, ein Likör. Wir fangen mit dem Likörchen an, oder? Ich bin sehr gespannt darauf. Das Leben ist ja oft so schwer, da hilft doch stets ein Glas Likör. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Das ist ein alter Spruch bereits, nicht von meiner Urgroßtante. Sie hieß nicht Helene. Also, Thomas Klagenfurt ist auch wieder am Start. Servus, Christi Gott. Ja, es klingt ja, aber ja, der riecht spannend. genug dabei. Na gut, oh, kräuterig, Ja. krautig. Das ist wahrscheinlich sehr gesund auch sogar. Eine leichte Marzipannote, so ein Mandel. Dings Marzipan ein bisschen. Ja, voll stark, gell? Mandel. Kräuter. jede Aber Menge. stark Marzipan. Zack, runter damit, Markus- sagt der Christoph Acker. Nein, Das ist ein warte. Wahnsinn. Erst. So, Danke, Markus Volker. Markus Volker, danke schön. Was nicht im Speziellen jetzt da. Jetzt einmal, ja, auf. Sehr Ich zum weiß, Wohle. das sind wirklich, es war Osternestal, größte Überraschung. Hinten noch was Fruchtiges, auch wenn man länger riecht. Dran. Ja, wie so Zwetschgen oder Feigen oder so. Cola. Ja, also holler Früchte, holler Früchte, Beeren. Beeren, ja, richtig rote Beeren. Fettwert auf beide, sagt der Gary 1.0. Bisschen Honignote. Danke dafür für die Motivation. Kraut, Mandel, Honig. Wolfsberg und UTV. Ist auch schon. Bisschen dunkle Früchte. Ja. Und fast kein Wacholder. Wacholder ganz wenig nur. Zockers WTV sagt auch, das ist sicher gesund. Sehr gespannt. Sehr zum Wohle, jetzt Kaufmann. Ja, Gott sei Dank bis jetzt mit dem Reden fertig. Weil der rennst, was da alles. Und jetzt kommst du drauf und schmecken, nein, ist du mehr wie ein Leberkäse oder was? Das kommt der Wacholder auch. Das ist gut. Ja, sehr gut. Das ist sehr gut.
sehr holzig, im Dings fast ein bisschen wie ein Zwiebel. Angelegt auf das Harzige kommt dann im Geschmack am Gaumen auch. Der Gerald Sperr hat gesagt, auch, jetzt tut's doch nicht so mal dumm. Hab echt die Scheiße. Das ist gut. Sehr gut. Leicht harzig, Ja. Dings hat man in der Nase überhaupt nicht. Also, wenn ich es jetzt so gekriegt hätte, ich gesagt, ja, das ist ein Zirben mit irgendwelchen Gewürzen. Aber auf Gin, Also, das- Wacholder war jetzt gar nicht so. diese Mandelnote ist interessant. Ja. Zum Trinken gut, zum Gehen schlecht, Erwin Kohl. Das schauen wir mal, das werden wir erst wieder sehen, wenn ich nachlegen muss. Aber wirklich gut. Aber das bitte, würde ich sagen, wirklich nur pur trinken, da darfst du nichts anderes rein, das Na, ist... da kannst du sicher Das nichts verliert sagen. alles. Da Na, da verliert kannst sowohl du das sicher Tonic, das Gute als auch der. Also das ist... Nein, aber das ist ja auch was Ja, anderes. das ist Sehr gut, wunderbar. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Kenne ich nicht. In der Art Gin-Likör, da was Oder noch nie was sein. getrunken, sowas, aber wirklich gut. Tun wir da Wasser, das tun wir hinterher. Bin ganz begeistert. Eifel Slow Gin. Sehr interessant. Slowe Gin. Handdestilliert. Sehr interessant, ja. Wird er getrunken und analysiert? Landtagsstromer Markus, ja. Beides gehört dazu. Das ist ja das Schöne am Trinken. Was soll ich da sagen? Ich kann mich ja stundenlang ergötzen an den Getränken. Der Christopher da bringt natürlich auch schon das passende Lied dazu. Liege gemütlich heim. Das leicht säuerliche auch vom Zwiebel. Also, Na, hört nicht auf. ist gut. Liege gemütlich heim. Da steigt man wie am Damm. Ja, aber Herz da mit Flucht, was absoffen auf der Straße sucht. Und der Lage bläht, was suchen sie auf der Erd? Da hab ich diesen Grobian erklärt. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere. Der anders find ich's nicht, nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt gerade ich und dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, was brauch ich wieder? Sonst haut's nach jedem Schritt mit wieder und nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen Liter Wein. Fangt da dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön. Die Leute glauben, ich lerne gehen. Wenn ich auf alle Viere rutsch, wie Baby die Krawatten lutsch. Schreit er wieder Mann, so laut als Wer nur kann. Jetzt ziehen die Leute im Besoffenen wie die Und und auf. der Patrick hat analysiert. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere. Weil anders find ich's nicht. Nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt geh ich dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder. Sonst haut's nach jedem Schritt mit nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen Liter Wein. Fangt da dann wieder an, die umeinander Grölerei. Und jetzt auch für die Jana, wenn schon zuschaut, nicht? Müssen wir was Tschechisches anbringen, ist ganz klar. Jawohl. Ich sitze gern im Wirtshaus am wirtshäuslichen Herd. Da sitz ich wie beim Wirtshaus und werde nicht gestört. Der Wein wird schon älter, in meine Kehle fällt er. Der Kaltere wird kälter, so wie es sich gehört. Ich lese nicht in Journalen, ich red mit keiner Frau. Für die müsste ich doch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration such, Gesellschaftsliaison such, lese ich das Telefonbuch, da finde ich das genau. Bei alle meine Freunde stehen drin, und zwar auf Seite V. Wondrat Worten Wimplerschild, Wollte Quotze Quimblerdi, Jora Brabel Brittele,
Figa Schfratzek, Wichtelek, Frecker, Frba, Wikotil, Frablitsch, Mutze, Viskocil, Wochenetschka, Vukelitsch, Vrtatko, Vukasinovic, Vorak, Vondro, Volicek, Vorlek, und da was er mit der Vrttelbot, und dann was Zenilek, Friedis, was da Reck, Vrttalanda, Wiplacil, Vrtsalanda, Wislacil, Votvodipka, Vitsche, Sai, Vratzli, Frana, Dimmetal, Frwitzke, Fertig. Man kennt die Altwiener Ausdrücke umgehen. Was für ein Tonart ist das wieder? Analysiere, Patrick, analysiere. Gustav? Jetzt gleich. Ja, hätte ich mir gedacht. Fängt das Jahr da? Das ist ein Fußball. Ja, die lokalen Ausdrücke. Wir haben es gleich. Entspannt euch. Dass der sich den Text merken kann. Ja, genau. Machen wir nochmal. Ja. Jetzt sind wir wieder drin. Ein Fiaker, der tut für das Fahren von einem Herrn. Bei der Nacht in der Leopoldstadt 3 Gulden begehren. Der Herr sagt, ich zahle einen Gulden bloß nur, weil ich glaub, für eine Viertelstunde fahren ist das genug. Der Fiaker, der tut sagen, ja, schau, dass du weiterkommst von meinem Wohn. Du buckt jetzt mein Käferl mit dem Möbel am Heferl. Du noch geschwind der Bursche, sonst kriegst du eine Flasche. Sag, fliegt der Bäller, welcher Taschenfeil ist ein Maßleisch auf der Erde. Mit denen Spatz am Wadeln, kannst du einen Schuckern radeln. Nicht ein Juckerzeiger, aber ins Mondbeigel. Ich könnte Wasser rotzen, eine putzen. Das sind immer 12 Leute her. Eine sehr noble Dame kauft einen Moschmarkt ein, doch tut er alles zu wenig und teuer tut sein. Wenn 3 Kreuzer handelt es eine Viertelstunde rum. Zum Schluss kauft sie nichts. Da wird's der Grädlerin stumm und die Grädlerin fängt an zum Schimpfen, was sie nur kann. Kauft eure Schwester Laberl, schlampert's der Radimabel, so ein Grappertschlamperl, frie Opo-Stramperl, auch kriegt der Zufelfetzen, wie sonst wo abschätzen, das haben wir nicht vonnöten, na gut lob. Ich kennt die Feiertage, geh beim Zug verfahren und meine Brotze, die Papen zu kratzen, Pläne, Staatsgrill, mit Schäbs und Schnell, schau, dass du weiterkommst, sonst werd ich grob. Wieder Telefonbuch, Easy. Wandra Quartel Wiplacil, heute Quatzig Jublatil, Jora Brabel Brutelek, Viga Schratzig Wichtelek, Frecka Frba Wikotil, Frablitsch Mutze Viskocil, Wochenetschka, Vukelitsch, Vrtatko, Vukasinovic, Vorak Vondro Volicek, und der Vorlek, der was mit der Vrttelbot, der was Zenilek, Friedis was da Reck. Vrttalanda, Viplacil, Vrtsalanda, Wislacil, Votvodipka, Vitsche, Sai, Vratzli, Frana, Dimmetal, Frwitzke, Vernek, Vobirka, Veplek, Vobelka, Vondek, weg. Wie Bämen noch bei Estreich war, vor 100 Jahren, hat sicher mein Vater geholt aus Brünn, eine echte Wienerin. Und keine hat gemacht wie sie, die Schubanki, man hat ihr wieder beigebracht, wie man ein paar Fleisch macht. Ein bisschen Prag, ein bisschen Brin, da will ich eine gute Mischung drin. Der andere bin dann auch und ich, eine gute Potpourri. Wir Bämen noch bei Streiker war, vor 100 Jahren, und sicher mein Vater geholt aus Brin, eine echte Wienerin. Jetzt haben wir noch die Bobil-Taschen reingefunden, aber die weiß ich nicht. Die Bobil-Tatschka. Aus der Tschechoslowakei.
Schmeckt noch viel besser als die feste Peter Kitz. Aber wie Text das gar nicht kann. Ich glaube auch. Also, Lass wir's aus. wir sind ja unter uns. Ja, Bei wir der sind ja Balladsche unter immer uns. Ich danke recht narisch. Man So, kann ja spontan improvisieren hier auch. Jetzt hau ich das einmal weg da. das liegt ja durch. Ja, aber bist deppert, aber da haben wir jetzt ordentlich versagt, Ja, auch muss ich sagen. Da haben wir jetzt ordentlich Das haben wir versagt. ziemlich, ja. Aber das Ziemlich, ist wirklich wahr. Nein, es ist. Unglaublich. Dann ist mir eingefallen, sag mal, kennen wir überhaupt uns jetzt zum Beispiel einmal im Monat eine Pfeife auf Jazz, aber schon ewig nicht gespielt. Sicher. Das ist sicher, sagt die Liebe. Oder das andere. Das andere. Anderes, Ja, was ne? ist das andere Lied? Ja, fangt an, wie beim Heurigen, das machen wir beim Machen. Das ist sehr selten, nicht? Aber du weißt, kannst du mal dieses Lied spielen, Ja. was das ist, nicht? Das mit dem Wein. Das mit ja. Der Franz Brandl sagt, das Lied musst du mal aufschreiben. Welches Lied? Welches Lied? Welches? Das tschechische oder das andere? Aber das war kein Thema. Das kriegst, schreibst mir. Franz Brandl, schreibst mir einfach. Ja. Mein Onkel, der leider schon gestorben ist, der hat immer gesagt, das ist eine Kurzsprache. Sagt der Geri 1.0, das Wienerische, ja. Ja. Naja, aber das war trotzdem halt eine schöne Sprache. Ich finde auch, ja. ja, früher, nicht? Das Ja, machen wir gleich noch, ja. braucht auch nicht an, Patrick. Können wir ein bisschen plaudern auch nicht dazwischen, wir brauchen nicht nur spielen. Der KTN-Junkie ist am Start jetzt. Na, das taugt mir. Die Jana Walterober hat sich hoffentlich gefreut über unseren Versuch eines bämischen Eines Ständchens tschechischen sozusagen. Wienerliedes, ja. Wie wenn man noch bei Österreich war, ja, das ist lange her. Ah, yes, das ist ja Wasser drin gewesen jetzt da. War zum Ausspülen, ich weiß Ja, nicht. ja. Aber Aber ich habe noch eine Großmutter gehabt, die hat Suchanek-Kassen. Suche nicht. Das ist natürlich eine Weltgeschichte. Eine Weltgeschichte. Na, diese Namen, diese guten, aber eben das war wirklich, das war tatsächlich, hat der Georg Kreisler damals, ich weiß nicht, wann er es geschrieben hat, die 60er Jahre, 70er Jahre. Ja, 60er, glaube ich schon. War das. 60er War ja war früher, ja. 60er, ja, früher. Und das war wirklich aus dem Wiener Glaube ich auch, Telefonbuch ja. raus. Das war wirklich. Sofort den Finger erheben. Zum ersten Mal heute, bei den ersten Nein. habe ich vergessen. Ja, den habe ich Hast du gesagt. gemacht? Die ersten zwei. Die zwei, ja hab ich genau. gemacht. Ja. Das ist Chaco Speed, natürlich, 5 Euro, danke dir. Danke recht narisch für den Schmattes. Zum Wohl, Prost auf dich. Zum Wohle auf dich, danke. Und wer uns was zukommen lassen will, verwende bitte den virtuellen Hut. Ihr seht es da unten eingeblendet, per PayPal oder einfach per Überweisung. Ganz klassisch. Jeder Betrag ist uns willkommen, von Cent bis Millionen. Millionen müssen wir da der Steuer erklären, da müssen wir wahrscheinlich die Förderung zurückzahlen, aber mache ich gern. Mach ich gern. Aber wie gesagt, wenn es euch taugt, haut bitte was rein. Der Lockdown ist ja verlängert worden jetzt wieder in Wien, Niederösterreich bis 2. Mai. Das heißt, die April-Termine sind bitte alle, War mir bereits klar vor 2-3 Wochen eigentlich, aber ja. Aber, und das ist jetzt das Einzige, was in Corona jetzt zum Zusammenhang bringt, was mir nämlich wirklich auffällt, wo ich solche Kabeln kriege, ist diese gespielte Pseudo- lass der Zeit. Wenn wir gleich. Johann Schütz, wenn wir gleich. Du musst mir erst nachschenken außerdem. Das will da warm. Jesus, nein. Weißt du, diese gespielte Solidarität, die geht mir am Arsch, weil es müsste eigentlich jetzt wirklich nach über einem Jahr Corona und Lockdown, müssten die österreichischen Radiosender zumindest, die GIS finanzierten Radiosender, 24 Stunden lang, 7 Tage lang für die nächsten 2-3 Jahre österreichische Musik spielen. Ja. Alles andere ist eine Verarsche. Das ist das Einzige, was ich gesagt habe, das habe ich hiermit kundgetan, weil das wollte ich halt einmal sagen. Das wollte ich einmal sagen, weil es gibt ja keine Reden mehr am Anfang im ersten Lockdown, wenn sie alle noch ein bisschen goschert, nicht, ja, der ist ein bisschen, ja, und wir halten zusammen, einen Scheißdreck halten wir zusammen. Das ist alles einen Lug und Trug. Und es ist halt so, Absolut. nur dass man sich vorstellen kann, als Nichtmusiker, das letzte Jahr war nicht so tragisch, weil wir haben ja Tantiemen verdient. Und die Tantiemen machen in meinem Fall mehr als die Hälfte meines Jahreseinkommens aus. Bei dir fast. Ja, das ist auch nicht mehr viel Und die Tantiemen kommen immer von mich Vorjahr. Also sprich von 2019. Das heißt, ich habe letztes Jahr eigentlich noch Tantiemen gekriegt, alles Leihwand, du auch noch. Heuer werden wir keine Tantiemen kriegen. Das heißt, heuer bricht wirklich ein massiver Teil des Einkommens ab
Und nächstes Jahr natürlich, wenn wir heuer wieder nicht spielen dürfen, wiederum. Und das macht ja alles nichts, soll sein. Mein Gott, na, wir leben ja in einer schwierigen Zeit. Aber dann könnten zumindest die GIS-finanzierten Radiosender 24 Stunden lang, 7 Tage die Woche auf die nächsten 3 Jahre, unabhängig von ihrem ganzen Sendungskonzept, einfach nur aus Solidarität, falls dieses Wort jemand dort in diesen Gremien kennt, Interessiert, ja. geht es spielen. Könnten sie machen. Weil das den Steuerzahler oder sonst ihm keinen Cent kosten und die österreichischen Musiker hätten zumindest eine gewisse Abfederung. So, Punkt. Das habe ich gesagt. Mehr wollte ich nicht sagen. Gebühren wir doch dein Gesicht, sagt der Rudi Ja. Cordes. Das ist natürlich ein guter, ja, Das wie sagt man machen da? wir. Das machen wir. Das machen wir. Rauch aus, Patrick, rauch Ich aus. rauche gemütlich. Ich sag gemütlich auch gerade. Ich rauche gerade, was? Oder Johann Schütz, danke schön. Auf jeden Fall lokale Ausdrücke. Franz Brandwein, ja, ich werde vergessen, aber du wirst mir einfach eine Erinnerung schicken, dann kriegst du den Text. Millionen, Austrian-Rainer, ja, Millionen. Johann Schütz. Zum Wohle. Steini 07 sagt nochmal zur Kameraposition. Sehr gut von oben, macht sehr gute Figuren. Wirklich wahr? Nein, macht ein bisschen schlanker. Das macht schlanker. Das ist gut, weißt du. Du, ich habe heute meinen Vagometer befragt. Was hast du gesagt? Mein Vagometer, also die so. Waage, 104 Kilo. Also. Wirklich wahr? War aber positiv überrascht, ich habe 108 schon gehabt. Weißt du? Meine Waage sagt Sehr mir schön. seit Jahren das Gleiche. Heute draufgestellt. Was? Steht Error. so. Error. Ich glaube, steht so alles 2 Trotteln. Nicht ein Error, ja. Johann Schütz, danke dir, gell, zum Wohle. Ja, Johann Schütz, trinke auch nochmal. Aber Steini, ja, danke auch nochmal für den Hinweis. Wollen wir da dein Gesicht machen? Nicht, dass vertuscht, ist klar. Nur noch 5 Lockdown bis Weihnachten, Snoop Dogg ist ja. Heute geht Puppi nicht mit dem Körperl. Mich jetzt eine Freude über die musikalischen Glückwünsche, dass er heute das Pavlatschen-Körperl übernimmt. Bravo, Michi! Das taugt mir. Das taugt mir. Nein, sehr lieb. Sehr lieb für euch. Haut's eine, was so über den virtuellen Hut, auf welche Art auch immer. Wir freuen uns über eure Förderung. Und das wollte ich jetzt nicht sagen, um da jetzt zu betteln, sondern ich wollte Nein, nur nein. das Du sagen, eine- damit man eine Idee hat, wie eigentlich das dann in der Praxis funktioniert, weil scheinbar diejenigen, die da agieren, haben ja von der Praxis keine Ahnung. Das war eigentlich der einzige Hintergrund. Und wir ganz normal, wie wenn wir mit dem Kerl herumgehen würden, so bieten wir euch halt auch da. Was, schau, 96 Zuschauer. Fast den 100er, 4 noch. 100er. 4 noch und es darf keiner anschalten. Gleich ein Schlückchen. Also Sieben, alle, noch die einmal. zuschauen, bitte bleibt 96, 95. Sind wir schon weniger. Hat er Wird schon jetzt hat er es Wird schon verschrien. weniger. Jetzt hat er es verschrien. Jetzt ist passiert. Jetzt ein 95 Zuschauer. Es müssen jetzt alle bleiben und warten, bis 5 dazukommen, dann hätte man 100er knackt. 100 Zuschauer, kurz. Und dann gehen sie wieder dran. Das ist dann der Sprung von 100 auf 40. Jeder, der zu zweit schaut, mit 2 Handys schauen. Ja, ja. Austrian einer sagt auch, das sollten nur österreichische Musik spielen. Ja, das ärgert mich wirklich. In der U-Bahn mit Maske spielen ist sicher nicht. Ganz sicher nicht. Worte verhallen wahrscheinlich, sagt der Gerhard Scheurer, ja, stimmt. Aber es ist einmal gesagt und aufgrund dieses Videos wird es ewig im Bollwerk des YouTube-Kanals stecken. Aber da schau her. Patrick, heb den Finger. Was ist nichts? Ah, jetzt, ja. Ui, das kann ich nicht. Aber so schwach kann es nicht sein. Also ich trinke nochmal auf den Rocker. Rocker, danke dafür vielmals, wir trinken jetzt einmal auf dich. 16 €, der passende Sehr Betrag. zum Wohle. Auf den Rocker, danke schön. Schnucki, ach Schnucki. Das kann so schwer nicht sein, oder? Ein paar Völler sind, ein paar so Fallen sind drin, aber nicht viele. Naja, da müssen wir uns drüber reden. Ja, die Niki hat ja Geburtstag auch, ja. Einer unserer Gruppis, ja, das ist selbstverständlich. Ist mir die Wanden natürlich spülen, das ist eh klar. Nur das 19. Geburtstag, ein würdiges Datum, also volljährig, oder? Mit 19, glaube ich. War man zumindest. Mit 18. Hey, In welchem Zeitalter lebst du? also ich war mit 19 volljährig. Du bist heute noch unter Sachwalterschaft. Was heißt das? Naja, Jetzt machen wir mit Geburt Nein. Gesicht als erstes, oder? ja. Vom Rudi. Wir müssen abarbeiten. Warte, die Austrian rein, schaut schon mein Handy. 100! Wir haben 100! Wir haben 100 haben wir. Ja! Wir haben 100 Superchat! Vom Lukas Macharik. Auf geht's, spielt's nochmal. Vielleicht gibt's ja, habe ich das nicht lesen können. Da. Vielleicht gibt's ja nochmal eine kleine Weinspende. Bravos, Lukas Macharik. Und Lukas, wir werden noch zum Alkohol. der treue 01 hat auch noch was rein.
Bist du gescheit? 10 Euro. Warte auf, jetzt müssen wir zweimal trinken. Schnell, Lukas. Schnell. 101 waren wir, jetzt sind wir wieder 100. Schnell. Lukas, danke schön. Prost. 3, 01. Auf den Wohl. Danke Sehr schön. zum Wohle. 102, sagt der Philipp Zach. Ihr seid so leibend. Aber wir müssen dann Schnucki. Das suche ich dann außer irgendwie. Wir werden uns bemühen. Über 100. Das haben wir schon, ich habe schon auf 99. Ich habe schon 99, aber die Freude war groß. Johann Schütz sagt Weltrekord 1:1. Nein, stimmt nicht. Wir haben schon über 200 gehabt und zwar mit dem Zonko von Zonkos Welt TV. Beim ersten Mal in der Ballage haben wir, glaube ich, über 200. Über 200 gehabt, ja. Werde ich nämlich nie vergessen, weil ich auch versucht habe, so wie jetzt da, also mit den Chat, nicht, mit den Hinweisen da umzugehen. Aber es war leider nicht möglich, weil das so schnell gegangen ist. Franz Ruschka, TV, Tablet und Handy. Franz, bravo, Leiband. Herrlich. Straßenanzug da mit 2 Geräten, Straßenanzug mobil. Na herrlich. Also, pass auf. Jetzt einmal. Was ist das Leiband? Aber du, 3-stellig. Das taugt mir sehr. Einfach, weil es Leiband. Nein, ich weiß nicht, sagt ja de facto nichts aus. Sondern Leiband ist das, wenn es euch taugt. Und das haben wir immer schon gesagt, damals schon, auch beim Spielen immer. Weil manchmal waren es halt weniger Leute und dann hat oft der Wirt oder der Veranstalter gefragt, es sind heute nicht so viele Leute, spielt ihr trotzdem. Und dann habe ich gesagt, na klar, wir spielen ja für die Leute, die da sind und nicht für die, die nicht da sind. Also so gesehen, wir spielen ja ohnehin für euch, die da sind und das taugt mir viel, aber es ist einfach lustig. Das ist einfach lustig, wenn wir da jetzt die 3-stellige haben. Herrlich. Also, geben wir da das Gesicht. Ich habe so schon lange gespielt. Wie geht denn das überhaupt? Gebuhen mir da dein Gesicht, ich möchte halt fest sein. Nicht wie eine alte Semme, sondern recht sein. Ich hab halt noch ein Rendezvous. Da brauche ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Wein recht ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Gestern war ich Traurig, wie ich Spiel schau. Ich denk mir mit so einem Gesicht, da kriegst keine schöne Frau. Doch plötzlich ist mir eins ganz klar. ja, Ich frag jetzt dich, ob du mir nicht dein Gesicht nicht borgen möchtest. kein Burg, dein Gesicht, ich möchte halt fest sein. Nicht wie eine alte Semme, sondern recht sein. Ich hab halt noch ein Rendezvous. Da brauche ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Wein recht ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher nie mehr zurück. Was ist denn die? Oh ja. Wenn die Leute in Grenzen besoffen sind, da tanzt die erinnern mich. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwindeln und zum Liegen. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie mein Hund. Ich sag ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab ein Mordstromwappen, die zeige gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Mordstromwappen, mir die kostet Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche
Blau, ein Jotter aus dem Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal noch viel mehr. Gib mein Wampen her. Wenn ich dann aufs Finanzamt gehe, da trifft mich der Schlag. Da legen sie doch ein Zettel hin, bitte mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Aber ich druck da fest einen Bleistift auf und schreib aufs Formular. Ich Oberwurzelwampen, die zeige ich gerne her. Und wenn ich mir die Wampen hätte, ich schon Millionär. Ich Oberwurzelwampen, ja, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, hätte ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau, ein Jotter aus dem Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ich mein Wampen her. Schnucki G? Was soll das was? In G, Schnucki? Sicher nicht. Sicher nicht? C. C? Außerdem muss ich die Finger erheben. Das ist was viel Wichtigeres. Kam herein. Ein Superjet kam herein. An die Bauern. Super, wunderbar. Andi Borg, schaut Andi Born. Auf jeden Fall, Andi Borg, danke dafür mal sehr zum Wohl. Sehr zum Wohle. Prost. Landtagsstromer sagt 107? Ja, hört's auf, Leibern! 107 Das Jahre ist steht ein bei mir auch, ja. Ihr seid ein Wahnsinn. Schnucki, Fangen wir mal an. Schnucki. Achso. Uff. Ein Indianer. Die ganzen dicker Kleiner sah eines Tages eines Goff. Die war so fesch, er war ganz baff. Er folgte ihrer Fährte, weil er sie so begehrte, bis in das nächste Jagdrevier. Und dann Sagt sagt es er zu ihm: Schnucki, Schnucki, vor mir noch Kentucky. In der Bauchetta, in der Spöder, Indianer-Band, da nimmt die Pampas auf der Flaschen Champers. Halb 8 geht der Zug, ich hab gesprochen. Hier, Watter, hier, Watter, meine toter Himmelvater, schuf die Liebe und den Suff, Biffel und Puff, Uff. Ein Blindflug hat Man lebt doch nicht, aber großartig. doch nicht gesungen. Aber wir haben Rock, ich hoffe, du hast es angenommen, dieses Fragment von Indianer. Mehr Frack als Ment. Mehr Frack. Mehr Ment als Frack eigentlich. Weil ihr seid so leid. 108, das taugt mir voll. Es ist ja, ich sag's nochmal, es ist total nicht wichtig. Ob dann mehr oder weniger, aber ich finde es einfach, das ist einfach lustig. Und ganz ehrlich, die Gabi schickt mir immer einen Screenshot und aktualisiert immer mit noch mehr. Da Gabi, dank der schön Uli Slonek, den taugt's Gary 1.0, Jana Walter, Robert Jota, Sonntag Tagesstyle, Rock H natürlich, Steine 07, Tabdreht, live dabei, Landtagsstromer, die Pavlacis, die zeigen sich heute, muss ich sagen, von der besten Seite. Wann kommt die Zenze mal wieder vorbei? Der Christoph Acker. Musst sofort den Daumen, den Zeigefinger hin. Musst du wieder hin? 109. Wirklich wahr? Wo sehe ich? Na da, ja. Da bei mir, da. Nein, ich bin immer verspätet. 180 ich was. Also ist schon wieder einer weniger. Da hat einer nur kurz vorbeigeschaut. Landtagsstromermarkt hat auch 109 geschrieben. Ja. Jawohl. Leilon, das ist natürlich ganz Da grandios. ist ein Tablet ausgefallen vielleicht. Wo weißt du? Das ist ja Wahnsinn. Die muss man Die Wampen, das ist wie Leilon sagt, der Lukas Macherik, das ist echt eine geile Nummer, ja. Übrigens, das interessante Schöne war ja, die letzten zwei Nummern vor Schnucki, waren ja von zwei Leuten, die wir beide sehr, sehr geschätzt haben. Das erste war von Rudi Luksch, geboren mir das Gesicht, eine der Frühwerke von Rudi Luksch, gemeinsam mit Richard Czapek geschrieben. Richard Czapek bekannt von so Nummern wie zum Beispiel Alt Otterkring war vor ca. 150 Jahren. Gemeinsam mit Rudi Luksch. Und das andere, die Wampen, ist von Walter Häuser. Und beide haben uns die letzten 2 Jahre verlassen. Sowohl der Walter als auch der Luksch. Rudi so eigentlich sehr wirklich sentimental, aber nur kurz, nicht lang. Aber 2 Größen, die uns die letzten 2 Jahre verlassen haben. Ja.
Haben wir 2 Nummern hintereinander gespielt jetzt, Ja. von den 2. Absolut. Und Die wir persönlich wirklich auch kennengelernt haben. Und in Lutsch Rudi besonders gut. Über Jahre, muss ich sagen, der uns auch wirklich sehr protegiert hat in unserer Anfangszeit. der Luxury, ja. Der Lutsch Rudi, ja. Definitiv. Absolut, ja. Gunter Gäuser sagt, wo kommt man die alle her? Was? Ja, die kommen. Ja, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Der Harry sagt da, habt ihr Ment auf dem roten Stuhl im YouTube gesehen? Ja, das war 2014 und sie hat geschimpft, dass nichts Österreichisches im Radio gespielt hat. Ja, das ist eher ein altes Spiel. Das ist ein altes Spiel. Und das das ist geht mir auch seit schon mittlerweile Jahrzehnten schon. wurscht. Das ist immer das Aber Gleiche. jetzt in dieser Zeit war das echt wirklich, das war halt jetzt echt wirklich eine Förderung. Aber aus. Wir reden von positiveren Dingen. Ja. Rudi Korbes, beim Zwischenstück habe ich einmal den Ricci aus dem Takt gebracht und 2 kleine Italiener hineingesungen. Das war auch gut. Das ist aber Das gut. ist auch gut. Ja. Der Rudi, mein Gott, nein, ich freue mich. Rudi, ich freue mich Ja. wieder, wenn wir 2 spielen werden. Ich freue mich auch schon, da mit Pause, weißt du? Das ist schon- da Freude mit einer Wiener Lied. Na, was war das? Jetzt spielt, na, was? Himmel, Herrgott. Jetzt spielt's mir, na. Jetzt spielt man doch endlich ein Wiener Lied, aber eins aus den ältesten Grenzen. Zimmer, Franzi. Ja, aber das, na, hab ich das Nein, nicht, Rudi? Nein, nein. Nein, nein. Ich hab heute Ah. Freude mit einer Wiener Nein, Lied. nicht. Der Rudi wird gleich, es kommt zu viel. Ein Freund, der weit fort war, recht lang, was weiß ich. Jetzt spielt's mir doch endlich. Nein, Auch nicht? Ja, bitte, Himmel, Herrgott. Aber Das lang. eins aus den ältesten Grenzen. Nein, das war nicht Das ist eine das. schöne Nummer, aber nicht? Das war nicht das. Ja. Aber mir gefällt das auch schon total, wenn wir uns echt live sehen. Ja, ich freue mich auch schon, wenn wir uns wirklich einmal so von Angesicht zu Angesicht wieder sehen. Aber Ja. warte, die hätte sagt nicht vergessen. Aber was? Daumen hoch nicht vergessen. So, ich muss jetzt mal Emoji mitsingen. Daumen hoch nicht vergessen. Ich danke euch vielmals. Und jetzt spielen wir, weil wir gehabt haben mit Leopoldi. Hermann Leopoldi heute schon mit dem Ringelspiel. Und jetzt mit Schnucki, auch Schnucki in Fragmenten. Aber jetzt spielen wir eins, das ist nicht so bekannt. Das hat der Hermann Leopoldi geschrieben. Also in vertont, muss man sagen, im Text weiß ich nicht mehr, wer es geschrieben hat. Guter Jan. Scooter Jan hat es geschrieben. Guter Jan ist der Text, ja. Und das hat er geschrieben, also vertont, also irgendwo in den 30er Jahren Ja. konnte es nicht mehr aufführen, weil dann schon die depperten Nazis da waren und als Jude war da der Leopoldi natürlich da leider ausgeschlossen. Ne? Und der hat es dann geschafft, er war ist im Buchenwald gesessen, aber er hat es dann geschafft, trotzdem nach Amerika zu flüchten. Sein Freund Löhner Peter nicht, Fritz Löhner Peter nicht, mit dem er extrem Der viel so geschrieben hat, ja. der viel geschrieben hat. Und Harry von der Mann Schnucki hat der Leopoldi im Exil geschrieben, oder? Ja, also ob er sie im Exil geschrieben hat, weiß ich nicht, ich glaube nicht, sondern nachher, aber war natürlich von Amerika, von seinem, Ich glaube, Schnucke war Aufenthalt. in der Zeit nachher. Ja. es war glaub, ja. viel später, ich glaube Schnucki war nicht einmal 50, was schon 60, nein 50er Jahre. Also da war er schon in Österreich wieder, aber er hat auf jeden Fall, wie er dann in Amerika gewesen ist, also im Exil sozusagen, in der Flucht, hat er natürlich gespielt in sehr vielen Lokalen in Amerika, war viel in Chicago. Es hat ja dann lange hat es geheißen, die größte, was ist die größte deutsche Stadt? Und das war die richtige Antwort Chicago. Chicago, ja. Weil da waren die meisten Deutschen eben nur damals vom Krieg noch, man ist nicht viel Deutsche und Österreicher dort. Und Chicago, New York, Interessanterweise, Hugo Wien und Sissi Grana waren in Caracas. die waren in Caracas. Die waren in Südamerika, ja. Ja, da hat es auch viel gegeben. Hat's auch viel Hat's gegeben, ja. gegeben. Aber ebenso Chicago und New York waren natürlich dann stark österreichisch und deutsch geprägt. Und dort hat es dann, also hat natürlich der Hermann Leopoldi in verschiedenen Lokalen halt gespielt. Und man hat damals auch aufgenommen, also mitgeschnitten, diese Konzerte. Und dann gab es irgendwann auch ein Platten, ein Schallplatten, später dann eine CD, Leopoldi in Amerika. Und da hat man also quasi Nummern, Lieder, die er dort gespielt hat, aufgenommen und herausgebracht. Und da war eins dabei, das er eben irgendwann in die 30er Jahre geschrieben hat, aber erst dort eine uraufführen konnte. Und das spielen wir jetzt in voller Länge, weil nur dann hat das wirklich einen Rehwach. Ja. Das Lied heißt 32 Groschen und das war der Preis, den ein Fahrschein gekostet hat. Und
dieser Vorschein hat die gebracht in diesem Lied, zumindest nach Neuwaldeck, heutiger 17. Bezirk. Und der bezieht es noch auf eine Zeit, wo das quasi noch gar nicht zu Wien gehört hat. Hat aber damals schon zu Wien Hat gehört. schon gehört, ja. Aber 32 Groschen war der Preis für den Vorschein. Und das spielen wir, haben wir schon ewig lang. Am 15.11. was? Leopold ist erst am 15.11. Es dauert noch. Der Christoph Acker natürlich. Das ist ein Wahnsinn. Das gut, gefällt mir schon wieder. Es gibt schon so Zeiten im Leben, da geht einem alles daneben. Da lässt einem alles und jeder im Stich. Man zweifelt an allem, man zweifelt an sich. Und bin ich schon mal hin und wieder mir selbst und den anderen zuwider, trag ich mein Gemüt in die Reparatur, in Gottes freie Natur. Dann kauf ich mir für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldeck. Da draußen halt die ganze Welt die Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn. Und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Wien. Da draußen im Weltengetriebe, ja, da begegnet uns öfters die Liebe. Sie geht in Gestalt eines Mädels vorbei, mit lachendem Auge, immer lachendem Mai. Der mein Mädel, das ist sehr bescheiden, dass mich alle Menschen beneiden. Wir küssen uns satt in der inneren Stadt, und wenn sie da Namenstag hat, dann kaufe ich ihr für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldeck. Da draußen halt die ganze Welt die Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn. Und ich hab das Glück, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen, ganz in der Nähe von Wien. In allen erdenklichen Staaten, ja, da streiten die Herren Diplomaten, ob rechts oder links nur die Seligkeit wär, ja, so streiten sie hin, so streiten sie her. Und wie schon die Großen der Erde, ja, so macht es die folgsame Herde. Sie folgt ihren Führern durch dünn und durch dick. Aber wenn ich her Politik, naja, dann kaufe ich mir für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldeck. Da draußen halt die ganze Welt die Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn. Und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Wien. Das habe ich jetzt wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Sehr lange nicht. Hermann gespielt, aber Leopoldi. schöne Nummer, ja. Ein Traum. Und der Text, wenn man sich die Geschichte dazu anschaut und auch die heutige Geschichte und alles drum und dran, muss ich sagen, echt lang. Patrick, Wahnsinn, ja. du ein Bottle Ich bitte. walte meines Amtes die zweite Flasche Weißburgunder Selektion 2019 vom Weingut Graf. Ist soeben geöffnet. Jawohl, schön. Wird eingeschenkt, Du. natürlich. Beste Grüße von der Isabella Wipfli aus der Das Schweiz. freut mich überhaupt.
Und natürlich das Töchterchen, die Henriette Allensbach hat es auch schon lange nicht gehört, ja. Ich danke euch schön. Ja, liebe Isabella, es war natürlich super, wenn wir es wieder Ja, persönlich sehen könnten. Ein bisschen. wird Ja. noch ein bisschen dauern. Der Chakosby sagt, unglaublich, mir stützt die ganz laut auf. Das ist fast eines der schönsten Komplimente, die man hören kann als Musiker. Ich vermisse meinen geliebten Schilling, sagt der Snoop Dogg Doggy Style. Ja, der ist vorbei. Oh, schau, rote Achtel, ich danke euch vielmals. Danke für die Achteln von euch. Danke euch wirklich. Ananas aus Caracas. Christopher Dott, Deutschland, Österreich und Amerika sind Stravanzen. Ja. Snoop Dogg Doggy Styles kennt jemand den Titel von diesem Text? Geh alte, schau mir nicht so deppert da. So heißt es auch, das Lied. Geh alte, schau mir nicht so glaube, deppert da. Ja. Was ist das? In G? Nein. Was? Du fragst nicht so. Fragt er mich so. Nein, in G wird es nicht sein. Ja, das schon. In C? Kann das sein? Kommt das hin? Es fängt verkehrt an. Verkehrsanzeige, das weiß ich. Geh alte, schau. In Gustav da, in der schon. In Gustav, ne? Mit D7, oder? Fangt's an. Wir haben's gleich. Geht's uns Zeit. Maggie Pemberton. 82. Geburtstag von Walter Geidos. Heute. Jawohl, Walter geht das Ja, vom sehr zum Walter, Wohle, vom Walter. Walter trinkt man. Auch ein Sänger Auch ein und Förderer Sänger. des Wiener Liedes. Absolut. Dunja Andosch, ja. Muss ich uns am Freddy vorspielen. Ich glaube, die kennt nicht einmal unser Urgestein aus Neuwaldeck. Genau, ja. Ich weiß Gustav, ja. Ne? Und mit dem Singen. Heute schau mich nicht so deppert an. Hey, bin ich blau, was liegt schon dran? Geh heute schau mich nicht so deppert an. Hey, bin ich blau, was liegt schon dran? Was ist denn heute noch los? Was ist denn heute noch geschehen? Jetzt sind sie überfüllt, die 38er Weg. Ein Schaffner, den ich verrot, der schwitzt vor lauter Blut und sagt mir gleich den Grund für diesen Feiertag. Geh heute, schau mich nicht so deppert an. Hey, bin ich blau, was liegt schon drauf? Geh heute, schau mich nicht so deppert an. Hey, bin ich blau, was liegt schon drauf? Heut kommen die Engel auf Urlaub nach Wien. Den dort wird's zu Haus dran ums Wehren statt zu gehen. Schön dann die Schrammen und singen dazu. Die Leute beim Wein, die kriegen alle nur. Hinter der Bahn steht Gott einmal Bucht. Wie wir da rausstehen in Während auf Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf mich. Wer er leid, wer er freit, da liegt was drin. Jawohl! Geh heute schau mich nicht so deppert an. Hey, bin ich blau, was liegt schon drauf? Geh heute schau mich nicht so deppert an. Hey, bin ich blau, es liegt schon drauf. Sag mir so, es ist ein Geld in die Haare schmieren und die geht dazu. Für die war ich so, aber nur ein depperter Bus. Vorne die Tränen, die Augen, die Schäden, die liegen wunderbar. Hinter den Augen, da soll ich auf die halten. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Na, weil es so schön war. Sag ich mir so, es ist ein Geld in die Haare schmieren und die geht dazu. Für die
Spåda die Tränen, die Augen schälen, die liegen wunderbar. Geht zurück zu dem Alten, der soll auf die Alten, die hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Zwei große Buben, die schupfen Kreuzer, ein kleiner bleibt bei einer stehen. Das Milchgeld hat er in seinem Handel, spült mit und ist gleich daheim. So hat es mit dem Buben begonnen, und dieser kleine Bube war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist nichts Gescheites geworden außer mir. Einer hat immer das Bomber, einer muss immer verlieren. Ich hab mein Leben lang das Bomber, weil ich vom Glück ja schief bin. Jeder Mensch, der lebt sein Leben, der eine bockt, der andere nicht. Und hat man sich dann erst besonnen, ja dann ist es meistens viel zu spät. Und ist man erst vom Glück verlassen, da sucht man noch einen festen Halt. Da sucht und sucht das ganze Leben, auf einmal ist man grau und alt. Einer hat immer das Sommer, einer muss immer verlieren. Aber ich hab mein Leben lang das Sommer, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ja, ein Mörder-Potpourri. Wahnsinnspotpourri hast. Muss ich ehrlich sagen. So. Aber jetzt werden wir ein bisschen ernsthaft und werden von Markus Volker im zweiten Gin. Zweiten Gin probieren, ja. Jetzt ist es soweit. Ich glaube, ich habe es gefragt. Bitte, das ist deine Aufgabe. Also, meine Aufgabe, das ist deine Aufgabe, ja. Bitte öffnen Sie. Diana ist meine Oma und im Kartenspiel ist wirklich nicht so gut. Nein, Christoph Acker. Das Lied von der Anna. Ich mach auf, dann. Anna, die muss, nee, aber die muss nicht lesen. Ich lese eh. Brauchst du nicht lesen. Ja, du liest ja nichts, du siehst ja nichts. Das ist ja ein Wahnsinn. Na, les was. Ich lese Karl Dusel, Leute, Achteln eingefallen jetzt. Aha, ja, ja. Also da haben wir jetzt da. Ja. Christoph Radau meint, der Gin hat ordentlich Umdrehungen. Nur der erste nicht, das werden wir jetzt gleich sehen. Der mit 43% ist doch etwas kräftig, ja. Ja, man, jetzt kommt schon der erwachsene Gin quasi. Fritz Schadko sagt auch großartig. Fritzl, danke schön. Das ist ja zum Beispiel auch nicht vergessen, es war da in der Glas die erste XXL-Pavlatschen, wo wir aus dem Fritz Startguss den Fritzl gemacht haben. Jetzt, genau, stimmt, das war da. Ja, das war da, ja. Andreas Born schreibt, wir freuen uns schon auf ihn. Andi Born, jetzt weiß ich den Zusammenhang mit Lisi Graf und mir. Wir kennen uns aus Peters Pub nämlich, ja. Hat nur 2 Stunden gedauert, bis er es checkt. Das ist ein Wahnsinn. Jösses, na, machen wir es mal vernagelt, völlig erst, wie man Der sagt. Peter Raffetz ist da auch dabei. Jawohl, Bummerl, sagt er. Großartig. Jetzt kommt der Hanf. Was? Der Hanf-Gin dran. Ja, genau. So, pass auf. Ich bin sehr gespannt. Markus Volker, danke recht narrisch. Schick mal mir. Ja, was? Ja, zum Wohle. Auf. Schauen wir Okay, mal rein, auf. ich bin gespannt. Aber jetzt analysiert er wieder eine Stunde. Das müsst ihr...
Ofen. Landtagsstrom, Ofen. Ja, aber da habe ich, ja, aufschaue. Warte mal. Kost noch mal. Ich schau kannst dir du auf, analysieren. ich schau hinauf. Nein, Ich muss analysieren. dringendst hinaufschauen. Ja, aber du analysierst ja wieder. Das dauert ja. In der Zwischenzeit kann ich schon nachlegen. Ich muss dringendst hinauf, nämlich. Darum ist es wurscht. Boah. Ja, stark. Ein stark Schluckerl. Bist du gescheit? Ja, der hat fast 44%, ja. Ja. Jetzt kommt der Hanf. Der ist fast schon medizinisch, Ja, der ist sehr medizinisch. Aber ich meine, aber Markus, trotzdem eine Fruchtigkeit hinten. Markus, wenn du mir jetzt best bist, ich hole mir jetzt wirklich einen Gin, einen Tonic dazu. Hier auch bitte, ja. Und da schaue ich gleich da beim Ofen noch herunten. Ne? Schau bei mir herunter in den Ofen. Ja, was eine? Sehr wirklich Wacholder Gin, ja, ist klar. Aber nicht nur die Wacholder Beeren, sondern auch Nadeln. Ein bisschen. Also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Nicht nur, wie man von Gin kennt man die Wacholder Beeren, aber das ist auch Nadeln auch dabei. Einfach. Und ein bisschen was Süßes, Vanilliges im Hinten noch. Das ist ganz interessant. Ich glaube, da muss das heißen. Ich muss ja warten, bis du kommst, kann ich die Leute nicht allein lassen. Jetzt kann ich gehen, geschwind, ja. Was Das ist gut. rechts. Das ist ein Wahnsinn. So, na der ist gut, aber das ist stark. Der ist stark. Aber da haben wir uns jetzt rein, da habe ich so einen Schlupferler Tonic drüber. Boom, das ist aber ein schwerer Name zum Lesen. 14 V Ferni 44. Ja. Grüß dich Gott. Freut mich total, aber schwer zum Aussprechen, weil die Sitze gehabt, aber ja, der Hanf-Gin, gell, ist der Steiermark, ja. Da gibt es ja aus dem Hanf halt, nicht? Also aus der Hanfpflanze. Der fährt sicher ordentlich in die Birnen. Sagt der Snoop Dogg, da ist er, ja, ich glaube auch. Und der Christoph Ackermann und kein Metaxa in der Klause, das stimmt. Wobei, aber man da kann es schon sein, dass ich Metaxa habe. Aber da habe ich ja einen, also von mir quasi. Also der ist sicherlich verträglicher als der, den ich in Wien habe. Weil der in Wien, da stimmt was nicht. Mit dem stimmt was nicht in Wien. Muss ich echt sagen. Also jetzt warten wir nicht auf den Patrick, sondern jetzt sagen wir mal Prost, jetzt am Wohl, Dankeschön. Ja. Ja, also das ist schon, ich meine, was nehmt ihr für einen Tonic? Sagt der Markus Volker, no, jetzt gerade habe ich dieses Fever Tree. Warte mal. Kann man es lesen? Ja, nein, ui, da muss ich da 4 gehen und ich weiß auch immer nicht, ob man es dann trotzdem lesen kann. Das muss ich da herhalten und da schauen. Na, warte mal. So, kann man es lesen? Weiß nicht. Das ist eine schwierige Geschichte. Fever Tree, Tonic Water. Das ist auch, das gibt es bei uns im Supermarkt, ist quasi eines der bisschen besseren, die man halt im Supermarkt kriegt. Aber es muss ich jetzt sagen, der Gin, wobei ich ja überhaupt nicht so ein Pur-Gin-Trinker bin, aber der Gin ist mit dem Tonic, also der braucht schon Tonic, also für mich, der braucht einen Tonic, wo du dann sagst, ja, das ergibt jetzt da wirklich so einen guten, ja. Was sehr leibend. Ein Ginön, laut Franz Brandwein. Ich bin der Werner, bin alle bei euch. Ah, der Werner wichtig, gell? Werner wichtig. Geil, leibend. Ist ja nicht Medizin, sagt der Windgeist, ja. Wacholder schmeckt nach Wacholder mit Nadeln, habe die Ehre, mich kannst mit Gin jauken. Na, Gin? Na, jauken kannst du mir nicht. Da habe ich schon eine Fonte, du hast mich ja wieder erinnert an den Genuss von Rum, habe ich da, an Diplomatiker habe ich da stehen. Aber an Gin habe ich schon ganz gerne, aber ich habe es wirklich gerne als Gin Tonic. Das ist so ziemlich eines der wenigen gemischt Getränke, die ich gern zu mir nehme. Ja, ein Nussschnaps, der geht immer, sagt der Daniel Schlegel, ja, aber den tue ich ja horten, deinen Nussschnaps. Austrian Rainer, willst du nicht ein Solo hinlegen, wenn der große Bube mal austreten ist? Na, ist wieder da.
Komm her, Patrick. Bin schon da, bin schon da. Aufgefüllt. Oh, danke. Ja, sind rein. Ich habe den Ofen natürlich auch versorgt. Ja, Ne? danke schön. Ja. 2 Scherl reingehauen. Sehr in Ordnung, sehr in Ordnung. Nicht wahr, so wie es gehört. Ne? Man wollte mich zum Solo, so wie dich einst. Na da, Wollte mich, ist, ne? ne, was, nix. Kostet man den einmal mit dem Tonic. Ja, ich hab schon natürlich. Zum weil Wohle. Man redet ja nicht. Zum Wohl. Markus Was? Volker, nochmal danke. Ich hab schon gesagt, das ist für mich ein Gin, der für mich, dass er man wirklich perfekt schmeckt, ein Tonic braucht. Ja, bei mir auch. Aber ich habe noch nur Tonic, gell. Ich habe nur eine Flasche jetzt einmal aufgemacht. Gell. Also haben wir nur ein Flascherl, ja. Ich habe mehrere. Ich habe mir gedacht, Es erinnert mich an eine Situation vor einigen Jahren bereits, aber als es nur mehr ein Tonic gab, nicht? Es war in Kettelsbrunn im Sommer, im August. Echt, was haben wir da gemacht? Wir wollten proben, sind aber in den Keller gegangen, in einen anderen Grafkeller, haben dort ein paar Leute getroffen, war sehr sympathisch und habe dort die Elisabeth getroffen. Das erste Aber Mal. was hat das mit Gin zu tun? Was ist alles? Wir sind dann nachher noch zu Elisabeth um 5 in der Früh gegangen. Ach so, In der Zwischenzeit meine Freundin, meine Frau, eigentlich kann man sagen. ja. Da war ich aber schon angesagt, ich wollte ja heim. Er wollte aber daheim, aber ich habe mit der Elisabeth noch einen Gin Tonic getrunken. Ich war auch da. Aber sie hatte nur mehr ein Tonic, ein kleines zu Hause. Und ich habe gesagt, Was ich dann nachher nicht erfahren habe. Aber die hat dort so eine Hängematte oder irgend sowas gehabt. Du da mich hingehört, habe geschlafen, ist 8, habe ich nie angerührt mehr. Ich habe gedacht, ich will schlafen. So, aber jetzt werden wir wieder ernsthaft, Patrick. Ja. 88 Zuseher, das heißt, du hast alle vertrieben. Ich bin weg und alles sind Ja. weg, Kerstin. Ja. Das gibt's ja nicht mit euch. Was ist mit euch? Du hast eindeutig den Rest gegeben. Aber immer noch leid. Aber nach der langen Zeit, wir machen ja keine Pause, wir machen da ja durch, stundenlang. Das hält ja kein normaler aus. Stell mal normal. auf, da, dass das wegkommt. Aber es halten wir aus. Aber ich krieg schon ein bisschen Hunger. Soll ich was zum Essen herrichten? Jetzt schon, nein. Nein? Wir waren dann später ein bisschen, ne? Später nicht, ja, so. Wenn wir fertig sind, ja, nicht so. So mal so blöd. Da haben wir ein bisschen Nein, ich aufgießen. mag keinen mehr, das ist genug dabei. Ja, so ein Wein da, Da gieß halt immer auf. Ja, Lass mich mal gieß nur ein, ja, ja. ein bisschen aufgießen, so. Du musst zum Gin eine anrauchen dazu. Raucht eine an. Warte, raucht eine an. Ich möchte endlich wieder einmal das haben, wie mir das früher war. Ich rauche mir eine an und fange zum Spülen an, dann, weißt? Kannst du dich erinnern noch, beim Schmidhandel? Lux Rudi hat sich eine angeraucht und hat sie in den Aschenbecher gelegt. Rudi Lux hat 2 Backel Marlboro geraucht am Abend dort. Wobei, geraucht hat er eigentlich wahrscheinlich 2 Zigaretten den ganzen Abend. Der Rest ist im Aschenbecher verraucht. War legendär, wunderschön. Schöne Zeiten dort. Wir haben schon geraucht, wir zwei. Wir haben 2 Backeln weggedruckt, aber so. Ich bin gerade drauf gekommen, ich bin mit den Chat-Nachrichten komplett hinten ab. Ui, Und ich lese gerade, da geht es um einen Capital Bra, also einen Rapper, mit der Markus Bristoni gesagt, der sich noch einen Büstenhalter nennt. Rum. Ja, ui, da habe ich was angestoßen. Ja. Güterreich Russland sagt, am Mavihof, eine von den nächsten Ausfahrten sind bei euch. Ich rufe voll an. Güterreich Russland, da muss Bescheid geben. Da muss Bescheid geben, weil wenn ich irgendwie kann, bin ich da auch dabei. Ich meine, es ist ja quasi bei mir, nicht? Man sieht die oben, da, also, nicht, wenn es jetzt nicht war nicht regnet finster, oder war alles. nicht? Also, Ja, finster, was beleuchtet ist. Da sieht man immer, ob im Stall was ist oder nicht. Weil bis das letzte Mal, wie sie eine Körbe gekriegt haben, das hab ich könnte gesehen, bald so weit sein. weil da war am 11, Jetzt ist auf bald die soweit. Nacht. Am 11 auf die Nacht bin ich da gestanden. Und da unten gesehen, das Licht im Stall brennt, vom Mavihof. Da ist was. Und dann habe ich erfahren, ja, eine Körbe ist gekommen. Deswegen. Jawohl. Jawohl. Heute erwartet mit persönlicher Weinbegleitung. Pinot Noir aus dem Burgenland, der Arisch in der Fonte. Lass ihn dir schmecken, ein gutes Tröpfel Immer, sicher. immer live geht natürlich den Livestream vom Harischen in der Fonte im Brennraum, nicht? Auf Facebook. Das war an einem, war das ein Sonntag oder was war denn das? Ja, ich glaube schon, nicht? In der Früh, Das war Sonntag. naja, hat sich da die Bierle reingehauen. Hat mir taugt.
Matthias Mariacher, gute Nacht. Verabschiedet gut. sich bereits. Vierte gut. Servus. Vierte gut, Matthias, du mich sehr gefreut. So, Patrick, wir werden wieder aktiv werden da jetzt. Ja, selbstverständlich. Wir werden wieder aktiv werden. Christoph Acker schreibt gerade, einen Harry Schneller Fonte, einen Pinot habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Naja, jetzt habe ich noch 9 Flaschen vom Graf. Na, was ist Christoph, lasst aus oder was? Was die falsche Motor ist heute bei uns vorbeigefahren. Da hat der Buckling Welt mit dem Motorradl. Ja, da hat es aber noch 18 Grad gehabt. Ne? Wahnsinn. Ja. Elisabeth Graf hat sich gerade in Pinot Seco rein. Tja, kaum ist der Mann nicht zu Hause, gell? Nein, schon davon, das Das letzte Flasche. Lukas, Adi, wir müssen euch besuchen kommen bald. Ein kleiner Abhofverkauf. Du, red mal ganz Tacheles. Lukas, mach Heute löst es auch Wir brauchen bereits aus. Stoff. Wir brauchen Stoff. Wir brauchen Stoff. Es wird eng. Es wird wird eng eng. schon wieder. Das ist ein Wahnsinn. Patrick, jetzt reißt die zusammen. Ich probiere es, ja. Vogel. Hab schon gehört. Reiß Wenn jetzt du auf. das machst, dann Reißt die zusammen. gefällt mir jetzt so. Chickerl. Ja, das hat den richtigen Rudi Lutsch-Effekt. Ich sitz auf der Wiesen, ein Großhalm Mann. Die Kucks sind zerrissen, ich find nichts dabei. Ein Schmetterling fliegt mir am Bloßen herum. Ein Fick frisst ein Fliegen oder ich pfeife nicht drum. An Arbeit denk ich nicht, da wo ich mich dran. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Bahn. Kommt der schönste Ähnl am Waldweg daher, ja da spring ich verfreit. Was brauch ich schon mehr? 2 Eigeln schauen fest in die meinen hinein. Wir sagen, sie möchte deinige sein, aber noch ein paar Bussen, sag ich geh schon heim. Ich bin aber frei wie ein Vogel am Bahn. Papageno, lass es zwitschern. Vor mir, so Klause, du Gauner, geh her da zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu. Seh ich wieder vor mir die schöne Natur, den draußen Grünen, da war ich daheim. Da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Bahn. Ready for den Nachschlag? Schöne Nummer. Schöne Nummer. Und früher war die Chick nicht ausgegangen. Ja, aber so kannst du es da spüren. Kannst du es wieder anzünden, ne? Da hast du wieder was Die davon. vergeht's nicht, weißt du? Kannst du, aber du hast was davon. Du hast was davon. Nein, schau die Achtel von einem, danke gefilmt ist. Windgeister, da das rockt. Danke. Danke, der schön. Leiband. Toni Androsch. Ui, der Weg um 4 Uhr. Alles Gute. Danke, schön, dass du dabei warst. Alles Gute, gute Nacht. Harry Schneller Fonte. Probier das
Shische, aber vom Fass. Da geht es um rum. Ich glaube, da geht es um rum. Ja, Facciamoto ist wirklich bei uns da vorbeigefahren. Und da meldest du nicht, das sag ich mal. Sachen Das gibt's. geht ja Na, nicht. Sachen Normal, gibt's. Das geht normal gar nicht. Das ist... Freiwehrvogel, denke ich mir den Schneidwutz. Da ist einer von dir, von dem Moment. Ja, von dem Moment geredet mir zwei, ja. Sicher Wahnsinn. Aber es ist natürlich, da musst du der Typ sein. Und natürlich Absolut, so ein ja. Erlebnis wie er, also wo man also ich sage es jetzt mal so salopp für alle, die das jetzt nicht wissen, um was wir reden, ein lieber Freund von uns, der halt einen massiven Unfall gehabt hat, lang im Koma gelegen ist, ein halbes Jahr im Ruhestuhl gesessen ist und Und die Ärzte bereits gesagt haben, das wird nichts mehr. es wird nichts mehr, also noch in die Richtung und sie aber dann halt ja aufgerappt hat. Ja, ja. Und der sieht halt jetzt das Leben natürlich anders. Und hat das umgekrempelt und ist jetzt unterwegs, gerade in Südamerika. Mit dem Motorrad? Trotz Corona ist ihm scheißegal, der ist dort unterwegs. Und das ist natürlich eine Weltgeschichte und ich verstehe es. Absolut, ja. Weil ja, aber natürlich, da brauchst du wahrscheinlich solche Erlebnisse, beziehungsweise auch so ein, muss da der Typ dazu sein, Absolut, aber ja. absolut leibend. Absolut leibend. Was hat der Sonntag da gesagt? Ist nur beim ersten Zug grausi. Was denn? Weil die Cheek noch mehr Ausgegangene Cheek schmeckt ja nicht, sagt der Christopher. Ja, Nein, die schmeckt eh nicht, das ist wahr. Facciamoto sagt auch next time, ne? Das glaube ich auch. Also der Facciamoto hat sich gefälligst, wenn es in der buckligen Welt ist, zu melden. Bin eh nicht oft da. Aber Marvihof ist immer da. So ist es, ja. Was sagen Aber Sie? du bist eh öfters da jetzt. Seit Corona bist du sehr oft da. Ne? Ich habe gesagt, diese Woche ist ja meine Geburtstagswoche. Weil jeder fragt mich, was ist eine Geburtstagswoche, sage ich mir drauf, keine Ahnung. Aber ist ja wurscht. Nachdem dann der Lockdown verlängert worden ist auf den 18. April, eben auf meinen Geburtstag, habe ich gesagt, ja, dann haue ich mich und der Zahnarzt mich wieder erst am 19. April sehen will. Weil man dachte, eine Woche Zeit, das wird meine Geburtstagswoche. Und so bin ich heute raus, aber mir eingekatzt. Ich bin auch schon da. Dann ist der Ja, Patrick okay. gekommen. Na, Fängt schon gut an. na, Aber fängt schon gut an. Die Geburtstagswoche, nicht wahr? das ist wienerisch. Man kann sagen, es fängt schon gut an. Das fängt schon gut an. Nicht? Die Feinheiten sind das. Jawohl. Jawohl, Lukas Macherik gibt auch schon WO. Da verstehst du ja schon spät. Lukas, Und da muss ein Weinbauer muss irgendwann. wir hören einander morgen, Lukas, Vierte gut. dass wir uns kurz Ja, einmal... ja, du musst den kurz mitnehmen. treffen. Musst den mitnehmen. Muss ich. Zumindest die Bestellungen schon, die Kisten. Ja, ja, ich weiß, der Weißt du? Pino Secco muss Ja. ausgeliefert werden. Jetzt Ja, mach ich. ja. So, ja. Hm? Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Außerdem Ja. brauchen wir daheim auch wieder was zum Trinken. Also, Ja. Also der Gin schmeckt mir wirklich also mit mit einem dem, Tonic. vor allem mit dem ist Tonic, es was sehr rund. du hast, das ist sehr gut, muss ich sagen. Ja, das ist, ja. Auch nur das, was du im Supermarkt kriegst, aber immerhin. Ich finde, also, Das keine Bessere, was Werbung, man aber halt kriegt, ja, ne? das ist gut. Auf den Schneid, wo sagt der Stein? Auf den Schneid. Jawohl. Wir trinken mit Gin auf den Mit Gin. mit Gin Tonic auf den Schneidwutz. Alle Motorradfahrer, Ja, und hebt's alle in nicht, Gläser. oder? Und auch die Nicht-Motorradfahrer, auf so einen Menschen, der sowas durchsteht und das Leben dann neu entdeckt wieder. Großartig. Ja. Ich finde das echt leibend. Prost. Und auf die Freiheit sozusagen. Ja, auf die Freiheit. Die ja, genau. Freiheit, die ja, muss ich genau. da echt Zum Wohle. nehmen. Ah, wunderbar. Auf den Schneid. Wunderbar. Soll ich nicht was zum Essen herstellen? Nein, eigentlich nicht. Nein. Ich habe eigentlich keinen Hunger, also keinerlei Und wenn ich was zum Essen herstelle, das ist jetzt nichts essen. Nein, das ist nicht notwendig dabei. Also, nein, wirklich nicht. Ich stelle mir was zum Essen her. Red mit dir Leute. Ich hab mein Wasserl und mein Weindl da, bin rundum zufrieden. Die Lasagne verdaut gerade wunderschön. Es passt wunderbar. Ich will einen Schluck Wasser reinschinken. Ja. Weil man hat ja zwischendurch einen Durst da. Und den Wein oder den Gin Tonic nur für den Durst trinken, das geht ja gar nicht. Der Klasi raschelt im Hintergrund, aber ich könnte jetzt wirklich, weil der Snoop Dogg Doggy Style ja früher gesagt hat, ich glaube, du weißt das, ein kleines
ein kleines Solo. Während der Klaus, na, das dauert eh noch länger, da kann ich ein langes Solo spielen, glaube ich. Ein wunderschönes Stück auch von mir. Ein schöner Walzer. Steig schon ein. C. Schönes Stück, gefällt mir selber. Obwohl es von mir ist. Also, Ja, mich wundert's auch. was soll ich machen? Alter frech, Alter frech. Ich wollte da so ein Schinken hergegen, der Brot einfach nur. Aber wir brauchen ein bisschen Die Unterlagen. Das Achtung nutzt von nichts. euch. Danke Super. euch, das ist sehr nett, sehr nett, sehr nett. Das gefällt. Das gefällt mir wirklich. Klingt so schön nach Urlaub am Land, herrlich. Die falsche Mutter schreibt dort Irrtum, 2.5. Der Lockdown dauert jetzt bis 2.5. Früher hat es bis 18. gedauert, ne? Bis heute, ne? Seit heute wissen wir, dass es bis 2.5. geht, ne? Ja. Snoop Dogg Doggy-Style schreibt ja, ja, das klingt so schön nach Urlaub am Land, herrlich. Schau, Austrian Rainer sagt so, zahlt, hätte ich euch jetzt auch was. Fotos habe ich auch geschickt, ich gehe schlafen. Ich schiff den See. Für die Gott, Gute Austrian Nacht, Rainer, glaube Vierte. ich, für die Gott, Dankeschön. Leiwand. Und wer noch immer was zahlen will, hat jederzeit die Möglichkeit dazu. Ihr seht ja die Informationen. Ihr seht es ja eingeblendet. So, jetzt habe ich so einen Speichelfluss von lauter Gusto. Aber schon die Lauter Achtung Gusto, von einer. was, ja. Und schon wieder kein Solo. Oh ja, Christoph Acker hat fast alles allein gespielt. Fast alles, ein bisschen eingestiegen. Ah, das gehört ja, wenn man so eine Session macht, wie wir da heute tun. Passt ja das wunderbar. Ich muss einen Schluck von Wein einmal nehmen wieder. Bevor er warm wird, sollte man den in den Kühlschrank stellen dann vielleicht. Ich weiß Ja, nicht. dann schauen wir mal. Man kommt vorher mit Zum Wohle. mit den Verlängerungen. Man kommt immer mit den Verlängerungen, ja. Na, uns war das schon klar, aber der 2. Mai ist jetzt heute fix. Und der Gary 1.0 sagt, jetzt wird's gemütlich, wenn ihr erst zum Essen anfangt. Naja, Ich rauche mal eine auch dabei, weißt du? raucht eine an. Vater, ich rauche eine an, weil es ist ja, was haben wir denn für eine Das Uhrzeit? Leibwand ist, ich rauche ja eigentlich nicht viel, aber kaum bin ich beim Klaus, das ist irgendwie so, da ist man irgendwie animiert. Obwohl der Klaus ja selber nichts mehr raucht, aber das war immer, wenn Nichts wir mehr zusammen waren, früher, so,
Also Sonst ein viel zu Backerl wenig. in der Woche, weißt du, das ist kaum war ich beim Klasi ein Backerl am Tag. Ne? Gut, Ja, er locker. hat zwei gebraucht am Tag. Locker. Aber, das war, Wir haben viel geraucht. aber es macht mir Spaß heute und das schmeckt mir heute. Und das Ja, ist schön. soll der schmecken. Bei mir, man darf mal rauchen, weil es ist wichtig, wir sollen ein Hetz haben und das ein oder andere Mal ein Pfeifer oder eine Zigarre bin ja immer noch dabei, aber halt Gott sei Dank bin ich weg von den Chick, weil leider ich kann nicht wenig viel, rauchen. ja. Ich kann nicht wenig Ja, rauchen, ja. also Zigaretten, weil immer viel, also habe ich das aufgehört. Mahlzeit sagt der Windgeist, danke schön. Der Flur dann schreibt gerade, sauft's lieber, wie das in den Kühlschrank steht. Du machst den Wein. Ja. Ja, ja. Flur dann, genau richtig. Was haben wir Snoop Dogg da gestellt? Dieser Schinken, was ich sehe, ja. Das ist ein Schinken, ein Beinschinken da. Wo man heute gut ist, das Brot ist aus Krumbach. Ist nur schade, dass keine Zungenwurst da ist jetzt. Also das, aber ist ein Manko, ein kleines. Aber Aber nicht nicht der Raffe jetzt der Jesser Zigarre. Aber ehrlich, wenn jetzt, gell? Weil beim Essen ablehnt. ich muss sofort den Finger erheben. Ich habe sofort den Moment. Christoph Acker. Zahlen mag ich nichts mehr, aber trinken könnt ihr einmal was. Ja. Aber Christoph, Christoph, sehr zum Wohle. dank der rechten Einschätzung wohl. Und dann muss ich jetzt ehrlich sagen, seit dem Bakemet, also seit das Bakemet wirkt, ist es auch angenehmer zum Essen. Wenn der Schnee vom Semmering weg ist, komme ich mir auch die Kälbchen anschauen. Da werden schon frei herumspringen, frei mit Straßen an, jawohl. Ja, die hupfen immer im Freien herum. Also wie es wollen halt, ne? Die dürfen hier beim Mauerhof, das ist ja das Leibende, die werden Stall und dann, die können jederzeit aussehen, wenn sie wollen. Wenn's wollen, ja. Die können das machen, wie sie wollen. Ja, der CE, eigentlich wollte ich schlafen gehen, aber da bekomme ich gleich einen Guster. CE oder CI? CI, ne, CE, weiß ich nicht. CE, weiß ich Der nicht. CE, ne, da habe ich halt jetzt da gesagt. Ich frage nur, sicher. Aber auf jeden ja, Fall weißt, halte ich das für eine gute Idee, was du nicht schlafen gehst, sondern was zum Essen einpackst und wieder zurückkommst und mir noch gemütlich weitermachen. Ja, Markus Prestonik kriegt auch schon wieder einen Hunger. Das ist genauso wie der Snoop Dogg Doggy-Style, weißt? Und jetzt kann ich mir das auch huchen von alle, dass wir jetzt da schuld sind, dass ihr einen Hunger kriegt. na, Es mir wisst- nicht. Du hast angefangen. Es wisst ganz genau, wenn Geh wir in ich der schon langsam Klase, an. Das liegt das da, nicht? wenn wir in der Klase, wisst ihr, wer das ist? Na, danke. Gesund. Ja, Wenn wir in der Klase eine Pavlatschen haben, jetzt ein Mullerchak machen wir. naja, nein, nicht, aber natürlich muss man es da aufrecht halten und ich meine, gut, es ist jetzt so 10:30, das ist eigentlich die normale Zeit in der Pavlatschen. Normal hört man jetzt auf. Normal hätten wir schon aufgehört. Vor einer halben Stunde hätten wir schon längst aufgehört. Ja, wir können nicht aufhören. Mit der CE haut es noch was zum Essen rein. Ja, dann müssen wir noch bleiben ein bisschen. Unser Winzer ist schon schlafen gegangen, der Lukas Macherik, ja. Jawohl. Auch ein Winzer, es ist interessant, der alte bei Siemens in der IT-Branche auch. Das ist so wie mit Michael Höfler, nicht? Der kommt ja auch von wo ganz anders her eigentlich. Also es macht mir Spaß eigentlich, sowas mitzuerleben, dass die Leute, die woanders herkommen eigentlich, sich dann doch wieder auch besinnen auf ganz traditionelles Handwerk, also in der Landwirtschaft zum Beispiel. Ne? Es gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Sagt mir auch. Marvihof ist auch eigentlich so. Ne? Also die Wiki ist ja eigentlich auch nicht aus einer Landwirtschaft Ja, stammend. Ne? Ja, und der Manfred geht auch Der hakeln, Manfred ne? geht auch hakeln nebenbei. Also ja. die Das machen den Hof. Die machen den Hof, also das Hobbymäßig. ist hobbymäßig sozusagen. Ne? Und ich kann es jedem nur empfehlen. Marvihof, da habt ihr es eh. Alles in Kontakt. Rindfleisch, da wisst ihr, was herkommt. Alles. Und unterstützt diese Leute, das kann ich nur so sagen. Ja, unterstützen heißt jetzt auch durch
Abonnieren von den diversen Social Media Kanälen, wenn man da wo aktiv ist. Mundpropaganda, das ist erzählt ganz es wichtig. weiter, ganz, Genau. ganz wichtig. Das ist das Wichtigste. Das ist. Und dann bekannt machen, da jetzt auf Facebook, wenn es auf Facebook seid, auf Instagram, TikTok. Ist ja wurscht, aber das ist einfach, das ist wert, finde ich. Da unterstützt man Leute damit, das kostet kein was, tut kein weh und es bringt was. Du, wie sagt er, das Tag ist Tag. Und wie er noch dabei schmatzt, aber das absichtlich macht. Tag ist Tag. Hol da was zum Essen. Das ist ja nicht zum Suchen. Der Fritz Startguss, jetzt brauche ich auch noch ein Kantenbrot. Fritzl, hau da eine, ein Brot. Oder eine. Ihr müsst einmal ins Burgenland kommen, da gibt es einen sehr guten Wein, Gere 1.0. Ja, das ist mir klar. Wissen Ich wir, hab ja, Philipp Zach weiß das auch, natürlich. und ich habe eine Verwandtschaft. Ich habe eine Verwandtschaft, die ist ein Weinbauern. In Reiding. In Reiding, im Blaufränkisch Land. Die machen den berühmten Listwein. Richtig, richtig. Und ich meine, Können wir ruhig den Namen sagen? Schumitsch-Stocker. Schumitz-Stocker. Können wir sagen. Das ist ein wunderbare Sache. Wir machen auch wunderbare Schnäpse. Ja. Ja. Nein, aber der burgenländische Wein ist natürlich uns vollkommen bekannt. Ist ja nicht wirklich aus dem Schuss, ne? Ja. Das Burgenland, also da kriegt man schon was. Tust du essen oder lesen? Ne? Ja, beides. Ich bin da total mit. Ich habe zwei Hände voll Muss ich mir mit. die Brille runternehmen? Ne? Das ist schon gut von der Kamera essen, ja? Aber in der Christoph Zwischenzeit Acker. sind wir ja schon routiniert. Ja, das stimmt. Christoph Acker, du hast vollkommen recht. Ja. Der Franz Emwerk meint, was gilt es zu schlagen? 8 Stunden plus? Wird heute nicht der Fall sein. Und was war das? 8 Stunden oder was? Nein. Oh, es waren über 8 Stunden. Das war diese XXL. Die Ah ja, erste. Arbeitstag. Die, Aber schon zwei ja, Arbeitstag. war Arbeitstag, ja. Mehr als ein Arbeitstag eigentlich. Also vom Aber da haben wir her. früher angefangen, da haben wir nicht am 4 angefangen. Da haben wir da nicht um 7 Uhr angefangen. Ich glaube, um 19 Uhr haben wir da begonnen. Haben wir früher Da haben wir angefangen. eine Umfrage vorher gemacht, ob das gescheit ist. Wir haben, glaube ich, um 19 Uhr angefangen, ja. Und C&E ist dabei. Bauernbrot, Schinken, Käse, Tomaten, Jawohl, Seital. lass das schmecken. So gehört sich das. Tut mir leid, aber es ist wirklich so. Irgendwann brauchst du was. Und wir haben mit der Patrick ist heute gekommen. Und zwar. Und Ohne wir dass können- ich was gegessen habe. Ja, und wir können ruhig dieses Geheimnis lüften. Der Patrick ist gekommen und wir haben jetzt nicht gesagt, also bis um 20.15 Uhr, dass wir Wasser getrunken hätten. Muss man, reden wir offen und ehrlich. Sagen, ja. Ja, es ist ja so. Also, aber jetzt spielen wir Oh wieder ja, was. wir haben Wasser auch literweise getrunken, ne? Das ist klar. Literweise. Oh ja, schon. 1,5 Liter waren schon mal da. Und dann nochmal 1,5 Liter weg und wir sind bei der dritten Flasche eigentlich. 1,5 Liter. Also, Ja, die erste war auch echt, 3 Liter, 4,5 Liter Wasser sind Ja. schon weg. Ne? No, aber eh schon. No. So, ein 6er Kistel Blaufränkisch geht in den Heckkoffer vom Motorrad gerade rein. Ja, 6er Kistel geht. Philipp, das ist eine gute Idee. Ich habe keinen Heckkoffer, sondern ich habe mir das offen lassen, aber ich habe so ein Gepäcknetz. Ich habe zwar kein Gepäckding, aber ich habe ja keinen Sozius. Na, vielleicht Also, ist der Philipp ja auch ein Motorradfahrer und bringt uns vorbei. Nein, alles leibend, Philipp, alles in Ordnung. der Ari schneller Fonte ist auch schon am Abend. Aber der Werner Wichtig muss ins Bett. Leibend war es gute Nacht, für die Gott. Schön, dass du dabei warst, hat mich Ja. sehr gefreut. Ich war heute um 9:30 Uhr in der Firma, also habt ihr noch genug Zeit. Christoph Acker, na bravo. Naja. Na gut, jetzt ist es soweit. Ich mache mal eine Schinkenrolle. Na bravo. So, oder? Viel Schinken, wenig Brot, so wie ich es gern habe. Franz, wenn ich mit dem Auto zum Marvihof komme, werde ich vor lauter Motorradern keinen Parkplatz mehr haben. Oh ja, Franz, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher das, ob du nachher wieder mit dem Auto anfahren kannst. Das ist die größere Schwierigkeit. Jawohl. Jawohl. So, Patrick, jetzt reiß dich zusammen. Ist gerade schlecht. Wir müssen schon ein bisschen Leistung abbringen.
Was haben wir für einen Leistungsabfall? 75 Zuschauer. Ihr seid ein Wahnsinn. Danke vielmals. Das ist ja irre. Ich muss stimmen. Ja, mach eine Stimmungsmusik. Ich muss die Gitarre stimmen, weil Von Vorteil, ja. Absolut, ja. ich glaube auch. Ich höre es eh nicht, aber. Der Felix sagt, man kann das lässt sich schon arrangieren. So ein 6er im Motorrad her. Das ist Na, Kistel ist kein Problem am Motorrad. Kistel habe ich am Soziositz mit Netz runtergespannt. Sushi Massaker schreibt gerade, wenn die Wurst so dick wie das Brot ist, ist Wurst wie dick das Brot ist. Das gefällt mir, meine Rede. Ja, gefällt mir. Der Franz Brandwein ist auch schon bei der Jause. Jetzt essen, glaube ich, dann bald alle was. Franz Brandwein kriegt Speck, Jerome und Semmel passen gut zum Bier. Ja, Jerome ist überhaupt das ist was Gutes, ja. Taugt mir's hier. Übrigens, Franz Brandwein, ich habe nur höchstes Lob gehört von jenem Freund, der dich da engagiert hat als Fiaker, wo du unterwegs warst. Und das wollte ich nur sagen. Leiwand, der Herz-Andi und den Franz Brandwein Engagiert, ja, super. Super. Und da hat er gesagt, erst ich will nicht anders dem Umfeld, ich will einen, der Leiwand ist. Habe ich gesagt, Andi, habe ich gesagt, du kenne ich an, konkret Franz Brandwein. Schreck dich nicht, er heißt nicht Franz. Und Leiwand. Also höchstes Lob und danke schön, dass du das gemacht hast, war echt Leiwand. War echt lässig. Wir haben keinen Treibstoff mehr. Ja, siehst du das? Deswegen, aber du hast ja schön musst aufgepasst. das Du hast schön aufgepasst. Ich darf noch nicht zu weit schenken, sonst haben wir einen Unfall und das stürzt alles ab. Ja, aber glaub das ich. ist jetzt mehr Kostschluckerl. Das ist jetzt mehr Kostschluckerl, was du eingeschickt hast. Wo denn? Nicht da. Ach so, hoppala. Ui. Das ist ja keine Weinverkostung. Wir wollen ja mal trinken, wir kennen ihn ja schon. So, bitteschön. So. Danke schön. Na, das ist jetzt können wir so, können wir Ja, weiter. sind wir weiter. Was macht man denn? Na, habe ich den Text nicht. Nein, das machen wir auch nicht. Das ist mir nur gerade so nebenbei eingefallen. Ja, wenn man unser Wehren betracht, da war's kein Wunder, wann man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, Da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag drunter am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich gebogen. Ein Buchhändler, ein golden Wein, hat auf kein Tisch nicht gefällt. Doch schaut mal heut, wie es zugeht dort, da drunter am Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Kriege gemacht, Fabriken zugesperrt über die Nacht, wo die Weber gewebt haben, Seidenschein, steht auf ein Satzfolie. Von Buchhändeln ist längst eine Spur, heut schlägt da jeder hinterm Tor. A gesöchte Blunzen, das alles hält. Die Leute haben zu wenig Geld. Ja, ein Frittis auf der Welt. Ja, ein Frittis, die Leute haben zu wenig Geld. Aber wenn er noch einen neuen Schlag, wie es einmal war, kommt keiner noch. A Kernfigur mit Stöbenand, hernach der Schritt vom Sonntagsgewand. Am Kipferl Zylinder dran, nach links ein bisschen vierig schon. Das Manchester Reckelt, Hosen stützt, der Leid hat zu wenig gefüllt.
So war der Werner Bürgersmann. Nicht Nicht stolz, nicht übertrieben. Doch schaut man heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. Ein Gigerl mit einem Dreierhut, die Gestalt, die reinste Missgeburt. Ein Stiefel, keine Absitz dran, Das Gewandl haben's vom Tandler an. Das ist so dünn wie Flusspapier. Mit so sind sie miteinander stier. Zum Auftrag jedem zum Masel fällt. Die Leute haben's wenig Geld. Ja, ein Frittis, ein Frittis, ein Frittis auf der Welt. Ja, ein Frittis, ein Frittis. Die Leute haben's wenig Geld. Fix. Wer noch kein Geld hat, wie geht das? Ja, den Käse, da reise ich aus, was sein muss reisen. Doch wenn ich stirb, noch nicht vertrauen, da sagen die Madel alle, du bist meine Frau. Wenn ich ein Geld hab, leben die Wirten, die größten Schnorrer oder die Nierten. Doch wenn ich keins hab, bleib ich daheim. Bei meinem Weiberl und trag ich dann. Du bist nicht eine Maschine. Du bist eine Maschine. Du weißt es gleich. Uhrzeit. Du weißt es gleich, was gemeint ist. Ich bin gestanden. Ich bin angestanden. Aber so Also. ergänzt man sich gegenseitig Ja. nach 26, 27. Na, absolut. Du, 2 Superjets haben wir. 2 Superjets haben wir ja. Wolfgang Krawatzka, dank der Richtarisch. Lieber Dankeschön, Musikerkollege, die Entspannten, Die Entspannten, ja. so heißt die Partie, wo er spielt. Gebt euch das einmal, wenn es wieder geht. Die Entspannten, danke vielmals. Und der Hubert Aristoteles, Rappoldinger. Rappoldinger. Auch dir danke jetzt. Danke sehr zum Wohle. gell. Stehst du auf, Entschuldigung. Das ist das Aber- Rauchfleisch. Das ist dieses Konvolut am Bredel. Wunderbar. Herrlich, die Achteln von einer echt gefällt. Und das ist. Der Rudi Korb ist. Schön, dass dir auch gefällt. Ja, aber die hätte Allensbach, die gibt auf. Bevor sie auch den Kühlschrank plündert, ruft sie schnell in die Heier. Gute Nacht und noch viel Spaß. Ich danke dir schön. Gute Nacht. Aber Kühlschrank plündern war auch keine schlechte Idee gewesen. Haben wir das Skyline schon gehabt, sagt der Flur dann. Habt ihr am Ende versäumt, den Mopeds da habe ich insgesamt erst 1,5 Mal gehört. Ja, die Mopeds, da spielen wir aber sehr oft eigentlich, ja. Meine Rose um Skiblasen, bis zum Steirer Stegel, da geht's gut bergauf. Ja, Franz Brandwein, das war das. Aber Also zum Steirersteckel sind sie. auf so hinten auf Bötzleinsdorf. am Park vorbei, ne? Da geht es aber wirklich auf. Und- Ja, die ganze Zeit. Nicht Aber- viel, aber ich bin das mit dem Fahrrad schon gefahren, ich das früher. Ja gut, ich bin zu Fuß gegangen, das ist mir schon am Arsch gegangen. Aber Tatsächlich. der Franz Brandwein, also, stimmt es, dass du mit dem Motorrad das früher abgefahren bist, ob das geht? Weil ich habe da zum Andi gesagt, du, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was ein Problem werden könnte, ist die Steigung. Weil das halt für die Rose schon eine Es geht ordentliche die ganze Zeit nämlich und zum Herausforderung Schluss dann ist, noch nicht so richtig noch mehr. Und er hat dann gesagt, nein, der Franz hat gesagt, also Franz Brandwein hat gesagt, er fährt das vorher mit dem Motorrad an und schaut, ob es geht. Und dann hast du das nächste Mal beim Umdrehen. Es ist ja mit einer Kutschen, kannst du nicht einfach so umdrehen. Nee. Nicht so einfach. Und da schaut um, wie wir schon ein paar Mal umgespielt im Steirer Stöckling. Ja. Da ist ja dieser Parkplatz. Da haben wir gedacht, naja, das wird schon gehen, weil wahrscheinlich werden dort keine Autos stehen auf dem Parkplatz. Aber wie auch immer, auf jeden Fall leiwand. Sehr leiwand. Franz Brandwein, danke schön. Es war wirklich Begeisterung. Und er hat mir gesagt, die Rosen haben ganz schön blasen. Aber es ist gemacht worden. Und das ist lässig. Der Straßenhans, was? So, jetzt kommt der Gin aus Hamburg dran. Für unsere deutschen Freunde Prost. Straßenhans, seid am Wohl, Prost. Der Hubert hat ja den Wüden auf Ja. der Maschine haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Ja, ich weiß Ja, 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 Den ja. haben wir noch nie gespielt, ist mir schon klar. Ja, den werden wir uns einlernen. Lass uns noch Zeit, gib uns noch 2-3 Jahre. Das müssen wir uns erst einlernen.
Aber jetzt müssen wir uns um das Keilein kümmern. Jetzt machen wir so ein, Da rauche ich mir wieder eine an, Raucht weißt eine du, die an. verraucht wieder dann so schön da. wir machen jetzt noch so ein Potpourri der eigenen Nummern. Ja? So ein paar Flaschen ist schön, das erinnert mich an alte Zeiten, wie wir noch ganz jung waren. Da hat man rauchen dürfen. Ja. Das war unvorstellbar heute. Ja, heute darfst du das höchstens auf der Bühne, wenn du bist. Ja, ja. Und da ist schon ein bisschen hagelig oft. Ne? Was du bei der Zugabe dann schon eine anrauchst, das ist. Die Chick aus der Pappen hast dann gerne. Das ist. Ja. Das macht nichts. Aber Macht nichts, macht nichts. wir haben viel geraucht. Viel. Ja, viel mehr als heute, das ist ja nichts. Im Aschenbecher ist nichts drin. Wir haben viel mehr getrunken. Das stimmt auch. Wir sind beim zweiten Flaschel Ja. rein. Leckerlich. Zum Wohle. Gut. Du bist jetzt 2 da. Das ist vielleicht ein bisschen. Abbremsen. Das ist ein Faktor. Was haben wir? 3 für Löwe? Naja, gut. Was haben wir noch im Saft? Jetzt machen wir ein schönes Potpourri. Daniela Schlegel geht auch schlafen. Der Wecker läutet um 4. Habe die Ehre. Gute Nacht. Du, Gute ich Nacht. wünsche dir gute Nacht und vor allem ein gutes Aufwachen. Wir haben 4, das ist ja nicht menschlich. Am 4, wenn ich aufwache und sage, na, vielleicht, dass ich aufs Häusl muss, das ist leiwand. Also leiwand, aber das kann ich aushalten, weil da kann ich wieder zurück. Alles, was ab 6 in der Früh ist, ist alles menschlich, finde ich. Aber alles, was vor 6 ist bewundernswert, ja. Mit dem Auto bin ich so angefahren. Ah ja, der Franz Martin. Aber es war notwendig, das denke ich mir. Ja, ja. Es war notwendig Ja, zum ja. Anfahren. So, jetzt hauen wir jetzt noch einen, dann spielen wir. Schlaft's gut. Sagt Mami auf. So Daniel Schlögel. Schön am heute auf 8. Sagt der Flur dann. Das ist die Lösung. Daniel Schlögel, genau, du kannst den Wecker ja stellen selber. Also wenn du sagst, der Wecker läutet um 4 und das willst du nicht haben, dann musst du auch umstellen. Das ist wie bei uns einmal ein Frühschoppen um 11 spielen. Ne? Ja? Kann ich Weg auch um 12 stehen. Ne? Das wird nicht viel bringen. Ne? Das ist Bis der dann früh shoppen. Dann werden wir wieder am Spiel. Naja, Mai. Mai auch da. Du, letztes Jahr, es wird Mitte Juni werden. letztes Jahr haben wir mit Mitte Mai angefangen zu spielen. Im Juni haben wir angefangen eigentlich. Nein, Mai. Taschler im Juni, Taschler war Juni. Ja, aber Mai war schon. Ende Mai haben wir gespielt, Also zweimal. ab- ja, Zweimal genau. haben wir gespielt im Mai. Ja. Dann wird heuer wieder so sein. Wir werden spielen. Wir werden spielen und trinken. Dabei werden wir spülen auch ab und zu. Das ist ein Wahnsinn. Sollte ich noch mal nachlegen oder hast du da schon? Ist es noch? Da habe ich nichts, ich habe nur oben nachgelegt. Du hast da Ich werde auch noch mal nachlegen. Oben geht sicher noch. Und dann spielen wir. Oben geht sicher noch. Und dann gehen wir es an. Skyline von Wien auf jeden Fall, klar. Bis am Berg. Dann machen wir, ich sitze in einem Weingarten. Auf das hätte ich einen Guster jetzt. Ja, zum Spielen. Fangen wir mit dem an. Ja, Ich muss mich konzentrieren. ja. Das ist ein bisschen zu hoch, das Schammerl. Ja, ich merke es, ja. Aber es geht schon. Es geht schon. Sitzt sobald da wieder Paul Filz. Es ist- Meine Weckerl liegen im Backofen und sind gleich fertig. Bravo Snoop Dogg Doggy Style, haut eine Weckerl. Bravo und Mahlzeit. Eine neue Aufnahme und Video von Mein guter Freund wäre super. Dann kann ich es mir anhören, wenn ich es brauche. Ein guter Freund, ja. Naja, das werden wir wahrscheinlich eh alles machen, aber schauen wir mal, wie es wird. Dann fangen wir mit dem an. Fangen wir mit dem an. Ich fand die Tonart nicht gescheiter was. Dann gehen wir aufs D7, dann machen wir ich sitze in einem Weingarten. Den C. Das ist in G. Das ist in einem Weingarten. Das fängt dann mit D7 an, oder? Ah, D-Moll. D-Moll 7.
Die mal 7 fängt also. Sind sie. Eindeutig. Mit C, eindeutig. Das weiß ich eh, hab's ja geschrieben. Fangen wir mit dem an und leiten dann über zum guten Freund. Ja, Dann schauen wir, was passiert. na schon weiter. Gut, ist in Ordnung. Ich sitze in einem Weingarten unter einer Bank, dazwischen die Rebstück für ihn mit der Hand. Das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün, dazwischen schau ich auf mein herrliches Grün. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, ich freu mich und trink mein Flascherl Wein. Die Vogel zwitschern so lieb durcheinander, ein Frauenkäfer kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blumen, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, es war ich noch ein kleines Kind. So kann man heute noch glücklich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Vom Weindel berauscht, schau ich auf zum Mond. Der lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Grillen, die zirpen, ein Liedl mir vor. Dem Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann halt ich mein Glas zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes für heute Flascherl Wein. Man kennt was sagen zu jeder Zeit, spiel den Trottel für die Leute und manches Mal platzt mit der Grauen. Da geht den Wurstel, ich der Schlag. Den Kasperl spülen, der stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund hasst Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir denn noch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lad ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wo hinkomme, sagt man gleich, unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. Ja, so macht die an. Und kriegt mein Rausch so finanziert. So lachen wir beim Weinverein. Aber trotzdem hab ich nur einen Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund hasst Einsamkeit. Bin einmal ganz allein, so sind wir denn noch immer zwei.
Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde allein. Und hat das Leben das End mir bracht. Kein Mensch mehr über mich dann lacht. So macht die Augen langsam zu und geh allein nicht dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Sie ist so ein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich Kind hat, die fliegen und dann die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich falle da recht tief, so schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb. Zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne ihn, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für dich viel zu tief. Drum schreibe ich dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb. So kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich wisset, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst. Ob ich mein Mund vergraben, ganz tief, so schreibest du mir heute einen Brief.
als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Ich hab am Weingarten am Pieserberg, ich bin dort gern, da mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rhein dort beim Wachsen zu, ja, ich hab dort mein Heuge. In meinem Weingarten am Pieserberg, Transitwälder recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören, und am Himmel da siehst du die höchsten Sterne. Und noch am Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann seh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Wein
Weingarten am Piesenberg. Das Fleckerl das mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Weingarten am Piesenberg. Ich bin dort gern, bei mir kein Mensch nicht steht. Ich schau dem Rind dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Heu. In meinem Weingarten am Piesenberg. Da hat sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Piesenberg. Das Fleckerl, das mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trapferlwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trapferlwein. Ich will das nicht mehr. Was hat er denn? Shit. Echt gefällt, die Achteln fallen rein. Tadellos erst. Tadellos! Also, mir macht's Spaß heute. Georg Scheu sagt Spirkissimo, sagt er. Ja, Jawohl. Na, jetzt war lange. Das war ein Langstickel. Da kann ich natürlich nicht mehr, muss man gerne nachschauen. anrauchen. Da kann ich nicht mehr nachschauen. Die ganzen Kommentare. Die Aber ganzen Kommentare haben wir dann noch schon, wenn wir nicht fertig jetzt wahrscheinlich. das war Blues vom Fenster, sagt der Manfred Kraft. Manfred, danke dafür mal. Der Feitel-Toni, spült's mal, weil ich genau galant, charmant und eingebildet bin. Naja, wollte ich es heute noch zusammenbringen. Ja, ich glaube, das ist Wenn wir das nächste Mal. nicht. Wenn wir es nicht. Feitel-Toni, beim nächsten Mal. Ha? Bist dabei, dann spielen wir es. Dann spielen wir es. Großes Kino zur späten Stunde, Georg Scheurer. Herrlich, sagt der Fritzl. Startkuss, jawohl. Weltklasse, Landtalstromer. So schön Melancholie zu versinken, Markus Brissoni. Das gehört schon dazu. So dieser Blues, das bisschen so Gehört absolut dazu. Maggie Benberton schreibt auch gerade, mega Welt, urleiwand schön war's, Burm. Danke, Maggie. Maggie. Die Maggie übrigens eine große Organistin. Also, die So kann groß die ist dann, nicht. groß ist nicht, aber, So groß wie ich ungefähr. ja, aber um 100 Kilo weniger. Locker. Ganz eine zarte, so wie oft Organisten, die von einer großen Orgel in der Kirche spielen, ganz zarte Leute sind. Eine großartige Musikerin, auch, eine Musikantin auch, die Maggie, ja, absolut wunderschön. Freut mich, dass dir gefallen hat. Na, ganz leibend. Ich muss einen Schluck Wein nehmen. Ich habe schon wieder Brot gegessen. Ja, ich werde schon schwach. Ich schmecke schon. Ah, das wird das Backemett sein. Kenn ich. Nein, da bin ich meistens bei so Nummi eigentlich. Na, ich wollte irgendwas gesagt haben. Denk an Bakemet, wie ich das genommen habe, nach der Operation. Da habe ich gespielt, nächtelang. Ja, Aber- trinken wir so keiner. Da habe ich auch die Trinken Essen habe ich nichts dürfen. Essen habe ich nichts dürfen. Das war
Flüssignahrung ein halbes Jahr fast. Immer schön Schweinsbraten frischiert, weißt du? Ja. War Zeit für die, ja. Aber es ist lange her. Es ist über 10 Jahre her. Und da überstanden. Ja, Ne? überstanden und gut überstanden. Der Ja. Türk auf Floridsdorf sagt schon gute Nacht für die Großstrafgut. Schön, dass du dabei warst und du taugt. Danke für das. Gute Du, Nacht. heute haben wir, ich glaube, dass wir wirklich heute fast Rekorde gebrochen haben. Ich meine, jetzt haben wir gemütliche 60. Und das um die Uhrzeit noch. Also, Ja, aber ich glaube, wir haben Rekorde gebrochen. Hat mir taugt. Leil müssen kurz entspannen. entspannen wir kurz einmal. Da haben wir ja Vollgas gegeben beim Spielen. Über den Kuchen auch noch. Im Kirschenkuchen vom Mavihofer auch noch. Ja, also, können wir auch zum Frühstück essen. Also, Naja, ich meine, ich will nicht hinwehren, aber trotzdem, ich sag's nicht, du willst nicht gesagt haben. der Sturm wird immer schlimmer da draußen. So wollen wir schon nachschauen wieder. Ja, ich glaube schon. Warte, dann nehme ich mal eine Wegzehrung mit und schau kurz auf. Nimmt der Wegzeug mit. Ich spüre ein bisschen was auf der steirischen Folge. Das Instrument gehört ja auch ein bisschen mehr gespielt. Wieder. Spüren wir was? Ich spüre ein bisschen was vor. Jesus, nach Nachdem ich Hause nach Boden schon runter. gerügt wurde, nicht? Ein Solo zu spielen, einmal habe ich schon da, mache es gleich ein zweites Mal noch. Snoop Dogg Doggy Style ist sicher Die noch Maggie Pepper, Entschuldigung, aber sagt, hat ca. 50 Kilo. Na gut, Maggie, das ist, verstehst du, das ist Ja. der kleine Finger bei mir. Der kleine Finger von mir ist schwerer wie du, ist ja ganz, aber das wissen wir nicht. Naja. Du warst immer eine Zorte. Naja. Also spür auch, ich muss noch Naja. wieder mitschauen. Ich spüre noch eine kleine Zumutung, sozusagen, nicht? Mit was fangen wir an? Mit einem Stickel, da kann der Klaus dann einsteigen, wenn er zurückkommt, nämlich gleich. Also das ist Nochmal! Gustav! Ist schon da! Dein Stück ist es! Nochmal! Ich lasse es einer! Ciao! Drei Stück, ein Glas ist einer. Ja. Also, jetzt haben wir einen schönen Outside. Für dich geschrieben, ja. Ich bin auch außer Atem, muss man einen Zug nehmen. Der Kleine. Frisch vom Nachlegen. Da kann er sich einlöffeln, sagt der Georg Scheurer. Ja. Spät. Jetzt kann er zwei Löffeln auch. Da hol ich gleich die Löffel her. Machen wir noch einen Löffel, ne? Ganz klar. Eine alte steirische Weise, die Brettuler Polka. Auch unter anderen Titeln bekannt und gewisse Teile wurden auch in anderen Stücken verwendet und immer so. Wie es in der Volksmusik halt so ist, ne? Die machen wir noch, ja. Mit Text dann, ne?
Aus Brettul in der Steiermark. Bekannt geworden ist das Stück eigentlich durchs berühmte Edler-Trio. Viele Aufnahmen, also auch der Walter Deutsch, Professor Walter Deutsch hat viele Sachen mit denen gemeinsam gemacht, die waren eine starke Partie damals. Ja. Armee-Posaune, Berühmt. Armee-Posaune, Klarinette und steirische Harmonika. Ja. Die ursprünglich nur in der alten Hochstimmung haben die noch gespielt. Also so bis ein bisschen höher als noch. Also die alte Stimmung halt noch. Was war die alte Stimmung? Nicht 440 Hertz, sondern glaube ich 446 Hertz oder So hoch, 47 oder so. Ja. Deutschmeister spielen es bis heute. Ja. Der Manfred glaubt so toll, als ob wir schon 27 Jahre zusammen spielen jetzt. Das ist das wirklich Schöne, das kann uns niemand wegnehmen mehr. Ne? Da muss ich einen Schluck nehmen. Aber wir sind 26 Jahre. Aber ein Moschkogel, ich sind so schon angegangen. Nach Grüß 6 euch. Wochen Corona der erste Lichtblick, Dankeschön. Ihr habt euch erwischt oder was? Nein, gut, nein. Schön, dass du da seid. Gefällt mich sehr. Es freut mich wirklich, ja. Schön, dass du da seid. Leider ist im Februar ja nichts geworden. Wir hätten ja spielen sollen. Ja, In der Steiermark war ja. es ist uns was dazwischen Wir gekommen. werden das nachholen. Ganz So, warte, sicher. ich habe noch eine Stärkung rein Nimm mal Stärkung, ja. und dann bin Du ich wirst die bereit. Kraft brauchen. Brettul. Ha? Mach ich nicht mehr. Okay, okay. Ja, da reiß ich mir's oben, ein Apfel vom Baum, ein Apfel vom Baum, ein Apfel vom Baum. Da reiß ich mir's oben, ein Apfel vom Baum, ein Apfel vom Baum. Wir beide noch auf jetzt wieder! Ja, da hab ich's mir heute beim Zaunzug gelernt, beim Zaunzug gelernt, beim Zaunzug gelernt. Da hab ich's mir heute beim Zaunzug gelernt, beim Zaunzug gelernt. Wir beide noch Und das zu später Stunde noch, meine Lieben, ich sag's euch. Das ist nicht einfach. Da kriegst du auf Acker, da machen sie auf Löffelchen. Kriegst du auf Acker, weil ich die wieder sehe. Bist schön. Na, habe ich die Ehre, das geht aber Die schön. Zuseher werden auch wenigstens Nummer 52. Das ist klar, das ist klar. Das ist ganz klar, weil einfach die haben nicht diese Durchhaltung. Der Straßenhans Brettul, seine Heimat. Ja, genau. Boah. Klause wie der alte Hansbauer. Ha, großartig. Na, gefällt dir. Gefällt dir, das gefällt mich. Bist du gescheit, aber das ist ganz schön. Bei Entspannung, ich brauche einen Schluck Wasser. Ich trinke auch mehr. Schluck jetzt dazu.
Weil löffelt muss auch Opfer bringen, da hast du recht. Da hast du recht, Markus Bristonik. Aber was ist jetzt mit dem Moschkogel? Ich hoffe, euch geht's allen wieder gut, Herst, und ihr seid alle wieder fit, Herz. So Sachen sind nicht keine lustigen Geschichten. Schau dir, aber der Mann ist immer noch im Krankenhaus. Jesus, na. Wir werden alles nachholen, ja, unbedingt. Hauptsache, ein Moschkogel, Hauptsache. Es geht alles gut aus. Das ist wichtig, verstehst du? Das ist Ja, wichtig. ich die Damen. Wir drücken euch wirklich die Daumen. Ja, was heißt, wir drücken euch die Daumen? Wir werden es jetzt so machen. Wir werden die Community jetzt aktivieren. Ja, Und wir sagen, für allen Moschkogel, für alles drumherum, haben wir eine, das rote Achtel. haut's eine die roten Aber Augen. Vollgas. Aber was geht, bitte? Aber Vollgas. Was geht, hat's dabei. Erst und wir sollten was trinken. Also, drauf. wir sollten einen Schluckerl nehmen. Ja. Haut's eine rote Achtel für allen Moschkogel, dass alles wieder gut ausgeht. C&D, eine Kadenz wie die Löwen wie der Thunfisch bei 10.000 Touren. Geht Dabei- 10.000 Parkte die Apparat. Dabei, das war ja nur das war nur der Starterpunkt. Schau, da kommen schon eine. Jawohl, die 10.000 Achtel. Touren ist ja Zweitakter, oder was? Das ist ja Zweitakt, zwei Liefen, Zwei Löwen, zwei Tage. Das war ja Zweitakter. Schaut schon eine, schau, die Achteln kommen rein. Ja, Ein das Moschkogel. gefällt mir. Ja. Jawohl, jawohl. Almoschkogel. Fritz Schadko sagt auch eine gute Besserung. Na, unbedingt. Jawohl, siehst du die Community. Und du wirst aber du jetzt auch spüren, Das gefällt mir. die roten sowas, Achteln, die roten Achteln aus der Bablatschen, das ist wie eine schamanische Heilung. Jetzt sehen. Wirklich. Aber leibend. Haut's rein. Super. Danke euch vielmals. Die roten Achteln. Moschkogel. Nein, ich freue mich, wenn wir uns sehen, wann wieder alles passt. Die gefällt mir. Da spielen wir noch ein Stückchen jetzt. Was machen Noch ein steirisches. In einer Version, ich spiele mit dem Steirerbuhr, eine Version von die Kernbuben. Ursprünglich war das ja immer so getragen vorher und die Kernbuben haben das damals begonnen eigentlich zu modernisieren in die 50er Jahre, 60er Jahre. 50er Jahre haben sie angefangen schon, in Steirerbuhr. Die Kernbuben. Kernbuben, Ja. ja. Wie der Sepp Kern das in einem Interview gesagt hat, früher war das so, ich bin ein Steirerbuhr, ich hab ein Kernnatur. Und sie haben halt dann gespielt, ich bin ein Steirerbuhr und hab ein Kernnatur. Ich mach ja gewiss Verstand, mein lieben Steirerland, ja in der Steiermark, so sind Leute groß und stark, sind wir die Donnerbahn bei uns daheim. Ja in der Steiermark, da sind Leute groß und stark, sind wir die Donnerbahn bei uns daheim. Wann ich's auf Träume geh, in mein schön Steirergewand, krieg fast is mein Rock, so drum was in mein Land, dazu ein Almerstock und in meiner rechten Hand ein Stoßerl dazu, so sind wir's gewohnt, dazu ein Almerstock in meiner rechten Hand.
Kurzversion jetzt, ich gebe zu, aber Na, für Wiener Liedpartie sind wir nicht schlecht. Ja, was das betrifft. ich habe meine Jugendzeit sehr viel in der Steiermark verbracht, in Kindheit, ja. Der Straße also die Kernburen, 3 Brüder, doch eine Affinität für meine Heimat, jawohl. Ja, absolut, ja. Die waren, Ich habe der Edelmoser. Professor Sepp Kern. Na, der wie heißt der? Nicht Edelmoser. Der Himbeer, was ist. Ein Steirer Blut ist kein Himbeersaft. Alois Edel. Wie heißt er denn? Nein, nicht Edelmoser. Nein. Wie heißt der? Der Straßenarzt weiß das. Straßenarzt sagt, hat die Wienerlied. Das Ja, Wienerlied und- doch eine Affinität für meine Und Heimat. mehr als was man glaubt, nämlich, ja. Jawohl, Almoschkogel. Absolut, ja. Isabella, bevor ich schlafe, spielst du bitte, ich darf an Wien nicht denken. Jesus, na. Naja, für die Isabella müssen wir das machen. In die Schweiz aussehen müssen wir das machen, da wollen wir nicht drüber reden, oder? Aber, was spielen wir das? In S, na, das haben wir da. Schöne Dumme. Mir ist wurscht, die spielen alle. Ja, aber es ist immer so, du musst so viel denken Karl dabei. hat viel Nes geschrieben. Ja. Hödelmoser, Straßenanstalt. Hödelmoser, ja. Hödelmoser. Ein Steirer Blut ist kein Himbeers. Hödelmoser, genau. Der Schluckerl nimm ich aber vorher noch. Der Christoph Acker geht schlafen. Er verabschiedet sich bei dem Pavlacisti und geht schlafen. Na klar, muss auch klingen. Christoph, gute Nacht. Christoph, bitte, wir werden eher bald aufhören, so ist es ja nicht. Wir machen das nicht auf ewig. Der steigt dann wieder ein. Der steigt wieder ein. Nein, Plätze. Wir ziehen durch. Wenn du aufwachst, gehst du, machen wir Frühstücksfernsehen für den Christoph Acker. Idee von Wien nicht denken, sonst fang ich an zum Reden. Tausend Bilder sich hin, die vergiss ich ja nicht. Es war meine Jugend, mein Leben daheim. Idee von Wien nicht denken, sonst fang ich an zum Reden. Und wenn ich einmal wiederkomm, dann bleib ich da und geh nie mehr vor. Dann bleib ich da und geh nie mehr vor. Ein Freund, der schon 20 Jahre im Ausland lebt, ja, den hab ich neulich besucht. Er hat wirklich was geleistet, hat ein Haus und viel Geld, ist zufrieden mit sich und der Welt. Doch Tage später, beim Abschied, noch ein paar Gläser Wein. Ja, da frage ich ihn, sagt, denkst du manchmal zurück? Ja, da druckst du verlegen, fährt sich über die an und so mit leiser Stimme. Idee von Wien nicht denken, sonst fang ich an zum Reden. Tausend Bilder sich in die vergiss ich ja nie. Es
war meine Jugend, mein Leben daheim. Idee von Wien nicht denken, sonst fang ich an zum Reden. Und wann ich einmal wieder komm, dann bleib ich da und geh nie mehr fort. Dann bleib ich da und geh nie mehr fort. Die dann. Werner Werner Gmiert. Gmiert von Johann Schrammel. Das war Blödsinn. Werner Gmiert von Verlatter Spülen. das war noch richtig. Blödsinn auch noch. Das war Ein Auszug aus dem Werner Gmiert, ja. gute Überleitung mal von Patrick gefordert. Markus, bist du völlig richtig. Auch wenn ich mich wiederhole, Georg Scheurer, großes Kino zur späten Stunde. Georg Scheurer, ich danke dir recht narrisch. Danke. Der Flur sagt, wie viele Lieder habt ihr eigentlich auswendig im Repertoire? Ich kann jetzt 4 eigene und Hunderte. bin mordstolz drauf. Hunderte. Ja, du kannst ja gar nicht sagen. Hunderte. Ein paar hundert. Ja, ein paar hundert, wir haben es nicht erzählt. Wir haben es nicht erzählt, aber es sind schon ein paar, ja. Ein paar hundert sind es. Aber es sind natürlich auch, muss ich ehrlich sagen, Aber es alle sind sind jetzt nicht 26 wirklich Jahre, ganz nicht? dumm, Also das da ist- kommt schon was zusammen. Weltklasse, wie immer sagt der Alfie X und er. Entschuldigt mich kurz, ich muss jetzt kurz einmal am Ofen schauen gehen. Kannst du durch oder soll ich rucken? Gut, schwierig. Nein, ich muss rucken mal Ein da. Stück vor, bitte. Oben packst du nicht im Ofen schauen, du kannst aufs Häusl gehen. glaub, ich muss am Dann Ofen reden wir ehrlich, weil ich habe oben schon nachgelegt. Ist ja aber schau sicher jetzt selber nach. Isabella Wipfle sagt danke. Ja, aber pass auf, dass er nicht hinhaut. Jawohl, na super, na das ist taugt mir. Euch gefällt's.
Oder ein Hödel muss sein, ja, das ist natürlich ein Wahnsinn. Uli Slonek sagt auch super, danke. Ein Wahnsinn, sagt der Rudi Korbes. Rudi, danke schön. Windgeist sagt herrlich, danke. Wir danken. Das macht Spaß. Das macht natürlich Spaß, wenn wir zusammensitzen, der Patrick und ich, und da spielen können. Und wir haben das gehabt jetzt, wie wir gespielt haben bei der Osterweinkost am Samstag war das. Vom Ausblick Wien, vom Weingut Ausblick Wien, vom Höfler und vom Strauch-Ernstl, Weingut Strauch in Schrebersdorf. Da sind wir zusammengesessen, da waren wir also original 4 Leute. Und wir haben gespielt und wie wir fertig waren, haben die 2 applaudiert. Ne? Der Patrick hat immer so angeschaut, das haben wir gar nicht mehr gewöhnt. Das haben wir applaudiert. War aber sehr leibend. Hat uns echt taugt. Ja. So, was haben wir noch? Straßenans. Euch aufnehmen wäre ein Genuss. Jetzt versteht ihr euer Geschäft. Straßenans dankt der Narisch. Ich danke der Narisch. Na, vielleicht kommen wir ja mal zusammen. Was weiß man? Das hat mir gefreut. Der Florian sagt, Klaus, hast eigentlich wieder mal Frühstückspodcast geplant? Ja, geplant, ich überlege, ob ich auch mit der Woche anmache. Überlege, ob ich auch mit der Woche in der Früh einen Podcast mache. Also einen Livestream. Schauen wir mal. Ja, Manfred Graf, genau. Angeblich 70.000, ja, das Wiener Volksliedwerk, ne, das hat immer so einen aktuellen Stand von den sozusagen katalogisierten Wiener Liedern und da sind jetzt sicher weit über 70.000 und die haben aber noch sehr viel Blanko liegen, die noch nicht im Archiv, die noch nicht, wie sagt man dann, bearbeitet wurden. Und natürlich sind von denen, wie es du richtig sagst, 67.000 auf kenne ich auch nicht, die sind viel Eintagsfliegen ja auch dabei und so weiter. Nicht? Also, aber ja, es sind schon ein Haufen Lieder, aber ich sage einmal, wahrscheinlich wirst du alles andecken können mit, du wirst ungefähr 2000 Lieder brauchen im Repertoire, dann wirst du ziemlich an jeden andecken können, an jeden Liederwunsch, der an dich herangetragen wird. Der Straßenans meint, dass er uns einmal aufnimmt. Also, war ja der Wahnsinn. Er wartet, dass uns auf, das habe ich jetzt da rausgegießen, beinhart. Aber Straßenans, wir werden schon zusammenkommen. Das wird mir taugen. C&E ist dahin. Eine gute Nacht, wieder ein Wahnsinn. Danke schön. Schlaf gut, für dich gut. Das haben wir nicht vor. Jetzt gibt es einen Kaffee, sagt der Alfie. Das war eher nicht schlecht, gell? Der Florian Klaus, ich fand jetzt leibend. Na, gern. Also wie gesagt, so ein Frühstückspodcast werden wir wieder an. Aber vielleicht auch mit die Woche. Ich habe schon gedacht, so am Montag, am Donnerstag, habe ich gesagt, gell, so am Donnerstag um 9 wieder ein Frühstücks-Livestream. Und die Megapamperten sagt ja, himmlisch schmelzend die Tanz. Das ist leibend. Ja. Aber ich glaube, wir werden trotzdem Schon langsam, ja? schon langsam zum Schluss Der Wein ist aus. Ja, ich meine, wir haben schon ein paar Flaschen, so ist es nicht, aber wir sind ja Menschen. Ja. Und wir wollen uns nicht wieder die Blöße geben, dass dann quasi Live-Mitschnitte von uns existieren. Es sind eh schon so viel, wo wir betrunken erscheinen könnten. Und deswegen werden wir schon langsam aufhören. Aber 46 Zuschauer immer noch, muss ich sagen, ist eine würdige Geschichte. Schön, das gefreut mich, ja. Absolut. 46 geht's nur nach der langen Zeit. Schön, das freut mich. Gerade den Mund etwas Ja, voll. aber wir haben auch noch wieder so ein Stückchen an Schinken rein. Ich glaube, wir machen eine Flasche Wein auf, oder? Ja, auf jeden Fall, ne? Wir haben ja nichts mehr zum Trinken. Eben. Ich werde mit den Leichen entsorgen gehen. Die Frühstücks-Livestreams waren super. Wieder durchlassen. Das ist ja ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, wir sind zwei. Naja, was wir Wir sind sind zwei Männer. Das ist Aber du haust da immer herum. Was haben wir da? Sehr traumhafter Abend. Harald Hunter, Dankeschön. Mache ich leider nicht mehr, Straßenans. Aber es seid ein Wahnsinn, sogar in der Klause professionell. Vielleicht einmal am Marwehof. Na, das hätte mir taugen, Straßenans, wir müssen einmal zusammenkommen. Das hätte mir echt taugen. Alfie sagt 46, die richtige Zahl. Ich meine, er bezieht sich natürlich auf den Valentino Rossi, aber wir beziehen es runtergingen natürlich auf den 46er. Totalier Straßen. Die Straßenbahn, mit der ich
Das heißt, der Rossi ist ein Otterkringer eigentlich. Rossi ist ein ähnlicher 46 immer. Die, Rossi die immer, Italiener glauben, er ist ein Italiener in Wahrheit. Klar. Aber Straßenhans überhaupt, den mir überhaupt gefreut, die einmal kennenzulernen und ein bisschen zu plaudern aus dem Nähkästchen unter 4 Augen oder 6 Augen oder so. Also, wartet mir echt an, ja. Ein Urwaschler-Mensch musst du sein, sondergleichen. Also, es ist, wie der Gierkudl immer gesagt hat, also ein Urwaschler-Mensch. Also, das ist, Urwaschler. wie er zu mir gesagt hat, nicht der Bub, ganz jung war ich damals noch, nicht einmal so 19 Jahre oder was, der ist klasse. Das ist ein Urwaschler-Mensch, weißt du, der Härte, der weiß. Ja. Das ist das Wesentlichste. Also wenn es als Musiker... Ja. Und das Ohr zu trainieren ist ganz, ganz wichtig. Und das kann man lernen, wenn man will. Jeder kann das. Ja, Learning by Doing war es bei uns. Und viele gute Tipps auch von alten Hosen auch gekriegt. War viel Blödsinn auch dabei, nicht? Aber viel gute Sachen. Ja. Absolut, ja. Ich bin beim Essen und beim Kommentarlesen. Ach so, Das ist wahnsinnig kompliziert für mich schon. ich habe ihn Wein geholt gerade. Also, ich schenke mir ein jetzt. Schenke. Ich schenke ein. Ich habe nämlich nichts mehr. Ein Schluckerl nehme ich mir heute schon noch. Ich brauche nicht. Das ist, ich schenke mir mir ein bisschen. Ja. Tu mal auf. Ja. Ist schon warm, gell? Ja. So. Hätte man doch in den Kühlschrank stellen sollen. Also, soll ich auch mitlesen? Dann lesen wir beide. Markus nicht mehr, Christonik ist dahin. Bitte gut. Schlaf gut. Dankeschön. Nein, wir kriegen nur Lob. Und da muss ich sagen, danke euch vielmals. Wer noch nicht hat, hat seine am Daumen nach oben, das ist nicht freuen. Danke. Und natürlich, wer auch noch nicht gespendet hat, was ja keine Spende ist, ist ein Musikbeitrag. Ein Schmattes. Ein Wer Schmattes will ein muss ich- Schmattes jederzeit immer gerne. Der virtuelle Hut, den findest du da. Muss ich das so. Nein. Wir leben davon. So muss ich es sagen. So, da steht das alles. Geht es einen virtuellen Hut reinhauen. Ja, der Fritz Startguss. Das ist nicht kein Wahnsinn. Das Bett ruft, aber nö, jede Minute mit euch ist kostbar. Fritzl, Fritz, du bist ein Wahnsinn. Fritzl auf die. Fritzl, der Schluck geht jetzt wirklich auf dich. Zum Wohle. Dankeschön. Ja, da fahren wir im Winter fahre ich wieder Rossi mit dem 46er. Valentino Ottacariccio. Georg Schauer. Ja. Mit 46er war die Straßenbahn. Mit der bin ich in die Schule gefahren. Ich auch. Ins Gymnasium. Ich auch, ja. Ich bin viel länger Und? gefahren als du. Also weiter. Weiter, ja. Ich bin bei der Endstation Joachimsthaler Platz bin ich eingestiegen. Da musste ich 5 Minuten zu Fuß gehen, bis ich dort war. Nein, ich habe länger gebraucht. Ich habe 10 Minuten gemessen, bis ich bei der Station war. Ich bin in der Baltaufgasse eingestiegen und da habe ich schon mal einen Platz aus. Ich bin ins Gymnasium gegangen und Die Station Das kann ich mich 46er? erinnern, wo du eingestiegen bist. Da war noch ein Schaffner drinnen, der hat mir gesagt, weißt du noch, die Damen waren, bald auf Gasse Schnellbahn. War die Ansage. ja, Da war noch kein Bandel, sondern da ist der Schaffner da drin, ist noch die Ansage gemacht. und es Wenn er ein war, bisschen mehr Zeit sich genommen hat, hat er gesagt, bald auf Gasse Schnellbahn umsteigen zur Linie je 45b, 46b und 146b. und dann später und vor Ort der Linie S45. War dann später. Aber das war die letzte Straßenbahn in Wien, die einen Schaffner gehabt hat. Ja, auf der 46er, ja. War der 46er. Und Den letzten Schaffner habe ich gut gekannt, ja. Weil Ja. das war ein Mann. ja, und Der ist auch dann, in Pension gegangen dann, also mit dem Ende der Schaffner-Ehre. Der ist pensioniert worden. ja, und ich bin auch mitgefahren bei der letzten Fahrt. Da war ich nicht dabei, ja. Ich habe mir das gegeben. Also, da muss ich dabei sein. Die letzte Fahrt Ich mit weiß dem aber- letzten Schaffner. Weißt du den Namen noch? Ich weiß ihn Da noch weiß ich nicht mehr. Fritzl, Franzl. Kann man ins Gesicht erinnern? Carlo, ich weiß Brillenträger, nicht, ganz kleiner, klassisch. relativ schmächtiger Mensch gewesen. Ganz klassisch. Aber das war echt, ja, war aber leider, weil ich bin, als Kind,
Man kannte sicher das Kind. Ja, na, da haben wir uns ja immer benommen, so ist es nicht. Nein, Und der hat nie halt ein auch, Ding. das war halt normal Schaffner, aber das war die letzte Fahrt und das war, da hat der Tauchen Prokopetz Ambros haben gemacht, das Hörspiel Schaffnerlos. Zu einer Zeit, da waren noch einige Straßenbahngarnituren mit Schaffner versehen. Aber da ist es aufgekommen, dass man eben nur mal einen Automaten gehabt hat zum Zwicken. Und in die allerletzte Straßenbahnlinie, die ein Schaffner gehabt hat, Der war 46er. eben der 46er. Und ich weiß nicht, wann das war, aber da war ich schon, da war ich noch in der Schule. Aber da bin ich mitgefahren, das war der letzte Tag, der allerletzte Tag bin ich Schaffner. Ja, genau, ja. Ende 90er Jahre. Also nicht Ende, sondern Anfang 90er Auf dem Jahre. 90er Jahr war das, ja. 91, 90, Da war ich im Gymnasium 92er. noch. Ja. Ja. Und da, Unterstufe. ja, und da Wohlgemerkt, war der ja. letzte Schaffner überhaupt. Und da bin ich mitgefahren, weil das war mein Bedürfnis. Damals schon als 16-, 17-Jähriger. Ein Wahnsinn. Harald Hunter. Pass auf, aber jetzt probiere ich was, Patrick. Ja, bitte. Schaffner los. Ich mal, ne, oder? Ja. Glaube ich. Also, Das muss ich überlegen. So, ja. Ja, erst die, Na, warte mal. überleg das einmal. Warte. Puh, ob ich das zusammenbringe, ich weiß nicht. Aber das ist jetzt wirklich. Ein Das, klasse muss ich jetzt Solo. sagen, das muss man jetzt sagen. Mach ein das ist aber Solo. das ist also jetzt außerhalb jeder Konkurrenz. Ich freue mich. Ich freue mich aber drauf. Ich rauche meine auch. Schaffner und Schaffner ist zweierlei. Man kann nur ein Schaffner oder ein Herrschaffner sein. Man kann Stationen ausrufen, Vorscheine verkaufen, sonst nur parieren. Man kann der Knecht sein von die Vorgist oder im Waggon regieren. Schaffner sein, das war einmal was. Die Zeit ist vorbei, heute ist es Schaffnerlos. Früher hat man vor einer Schaffneruniform fast salutiert. Heute wird man nur verächtlich angeschaut. Waggon Ein Text leider nicht mehr ganz in der Ding, aber der Respekt bleibt ja trotzdem. Schaffner sein, das war einmal was. Die Zeit, die ist vorbei. Heute ist es Schaffnerlos. Ja, das ist aber Ja, sie danke. wahrscheinlich das letzte Mal vor 20 Jahren gespielt. Ja, war nicht länger. War nicht länger. Schaffner sein, Ja, das war einmal Ja, ja. was. weil du gerade Großartige Nummer. Tauchen erwähnt hast. Ich habe unlängst eine Schallplatte bekommen von einem lieben Freund, von Ja. Norbert, vom Christ Norbert. Gruppe Döf. Ja, Das Cover gestaltet von Manfred Deix. ja. Wunderbare Sachen drauf, wie Arafat und Kodo, der Dritte aus der Sternenmitte. Herrliche Sachen. Legende. Und die Konferenzen dazwischen, ja, unglaublich. Trude, die Teufelstaube. Das müssen wir uns einmal anholen. Ja, absolut. Ah, Absolut Legende. Und auf der Gitarre, wer steht drauf? Ich habe gedacht, großartig. Peter Fidschi Viehweger. Der Fidschi. ja. Großartig. War der Gitarrist am Falco? Auch, ja, einer der Gitarristen, ja. Ja.
Und jetzt der Präsident von der AKM. KM, ja. Ja, der Straßensee, wo ist Peter denn nur der Fidschi Vorstand? Viehweger steht da. Haben wir da Ja. oder, wer dann sonst da alle dabei war, damals einfach also unglaublich. Herrliche Schein. Wann Großartig. kommt er denn zum Vorschein, der Vorschein? Straßenans, ja. Josef Ein legendäres. Josef Prokopetz Texte, der Tauchen. Aber es hat sich angekommen. Und von- die Annette Humpe aus Deutschland. Ja. Mit ihrer Schwester. Die Schwester von ihr hat auch im Chor gesungen. So, aber Einmal am Schluss. schöne Sache. Sagt er, ja, Schön. das ist schon so lange gespielt. Aber da. Einmal am Schluss, nein. Schaffner sein, das war einmal alles. Aber das wird nie wieder sein, weil dieses Schaffnerlos. Ja, einmal weiß ich es nicht, aber Harald Hunter sagt, ich liebe euch. Ja, Dankeschön. Nein, das ist mir jetzt so eingefallen, aber das war wirklich. Der Wolfgang Kratzker sagt, junge Buben, ja, ich weiß. Aber das war eine Legende. Also das war eins der 3 Hörspiele vom Tauchen Prokopetz Ambros. Das berühmteste war ja dann der Watzmann. Watzmann, ja, großartig. Und muss ich sagen, und das Augustin und der Schaffnerlos. Schaffnerlos war sehr, wie soll ich sagen, das war zu hoch, glaube ich. Das war zu hoch, einigen. Und der Augustin ist irgendwie untergegangen. Ich finde den Watzmann ich finde alle 3 Hörspiele großartig. Aber ich finde qualitativ am höchsten. Der August. Qualitativ hätte ich gesagt, das Schaffnerlos. Schon, ja. In der Kombination Qualität und wie soll ich sagen, Jetzt ist es philosophisch. aber- und Mainstream, also Qualität und Brauchbarkeit im Ding, war der Augustin. Und der Watzmann war halt wirklich der einfachste, wobei das eben nicht schmälern so ist. Der Watzmann eine Welt, absolut Welt, aber Schaffnerlos verkannt und Augustin, da war glaube ich zu viel Informationen. Das war zu hoch. Das Oh war ja, viel das zu ist hoch, war, ja, ja. Der Augustin ja war zu hoch. Aber Legende. Ja, absolut. Legende. Absolut. Wo ist denn nur für ein Vorschein? Wann kommt er denn zum Vorschein? Ja. Tauchenburg hat es einmal, da kenne ich nur noch in Watzmann, sagt der Steine 07, ja. Bitte schau, ob es das Steine 07, ich weiß nicht, Spotify irgendwo, keine Ahnung, macht es ausfindig. Augustin und Schaffnerlos. Dann hast du alle 3 Hörspiele von den 3 beieinander und ich bin wirklich der Meinung, Watzmann absolut leibend, aber die anderen 2 haben meiner Meinung nach fast, also die sind untergegangen und das finde ich schade, weil waren auch sehr gut. Die Maggie Paper, die sagen, wir sind alle Zeitzeugen. Erster Wien-Besuch 1976. Ja, Ja, da war ich nicht einmal auf der Welt noch. Du warst auch ein Jahr. ja. Straßen sagt, perfekt aus, da warst du noch im Kindergarten. Naja, Tiger, aber ich bin ja ein Spezium da. Aber gerade Döf war für mich daheim, weil meine Eltern das so viel gehört haben. Und da haben wir mithören dürfen, als Kleine schon. Also mein Bruder und ich, wir sind gelegen, wir haben uns die Platten einmal angehört jetzt vor ein paar Wochen. Ja. Also, das ist unglaublich. Aber Guten Tag! Ja, Der Tierhandler. Einfach herrlich. aber weil der Straßen sagt, war falsch. Ist die Kinetten, was er gemeint hat. Aber ich weiß es gar nicht, einmal der Kinetten. Aber das muss jetzt auch kurz, weil jetzt haben wir da. Ja, tu nur. Jetzt sind wir elegisch. Ja, tu nur. Jetzt habt ihr was angefangen. Der Tag ging eine Nacht, die Kerzen zieht. Und die ersten Sonnenstrahlen, die letzte Dämmerung, da wirkt. So wach ich auf, in der Kinette, wo ich schlaf. So wach ich auf. Die Tschuschen kommen und ich muss mich schleichen, sonst zeigen sie mich an. Steh halt auf und
Drum putzt mir den Träger so gut ich kann. So wach ich auf in der Kinetten, wo ich schlaf. So steh ich auf. Ich hab mich schon seit 10 Tagen immer rasiert und immer gewaschen. Und ich hab nix als wie ein Flaschel rum hinterm Manteltaschen. Den trag ich mir zum Frühstück und dann schnur ich einmal Zigaretten an. Und um ein Schöne. Und die Leute kommen mir entgegen, wie eine Mauer kommen sie auf mich zu. Und ich bin der Einzige, der mir entgegengeht, kommt mir vor. Aber ich reiß mich zusammen und ich lass den ersten Schritt die Augen zu. Fast hinbracht, fast hinbracht. Die Kinetten. Ein Wahnsinn, die Kinetten. Ja, das sind Nummern, die habe ich seit 30 Jahren nicht mehr Ja, gespielt. was? Keine Ahnung. Aber Schulbandzeiten, weißt du. Ja, Wahnsinn. Andreas Bord ist der Hieb für die Kotenpaar. Ja, wie gesagt, wir sind eh schon am Nacht, Schluss, ja. aber. Der Fluder sagt, Warzmann ist gewaltig, die anderen kennen nicht, leider. Fluder unbedingt. Augustin und Schaffner. Unbedingt, ja. Da liegst du flach. Das ist wirklich absolut wild. Ja. War zu intellektuell, sagt der Straßenhans, ja, der Schaffner los. Ja. Gleich wie die Kineten, ja. Herrlich, aber beim Augustin, wie der Augustin in die Bestgrün fliegt und dann das Lied, die Finsternis heißt Finsternis, weißt du, weil allweil finster ist. Und weil man ohne Licht auch schon gar nicht sieht. Darum glauben wir halt, mein Bub, sei gescheit, man sieht nicht weit in der Dunkelheit. Ja, klassischer Prokopetz. Das ist ja ganz klassisch. Absolut leibend. Ja, Straßen sind schon wieder falsch. Aber ja, das ist ja wurscht, wir kommen schon hin. Kinetten spielen wir mit D, G, E, Moll, A, ja. Ja. Ja, habe ich eh gespielt, nicht? In D-Dur habe ich es eh gespielt. Ah, Wahnsinn. Aber soweit ich es halt zusammenbringe. Straßenland sagt, Was Klaus, du liegt bist der das, ja. Wahnsinn. Und da muss ich dir recht geben. Ja, auf dich. Da muss ich dir recht geben. Aber auch nur im Promille. Wenn der nicht wahnsinnig war, hätten wir zwei das nicht ausholen. Weil das ist- Unglaublich, ich habe schon ewig nicht gespielt. Aber ist eh schade. Müssen wir das mal anschauen wieder. Aber gibt so viel. Singst wieder Ambros, sagt die Irmi Inkofer. Dankeschön. Schmattes kriegst du wieder die nächsten Tage bei Überweisung. Für heute sage ich danke, war wirklich toll mit euch. Manfred Kraft, Manfred, danke. ich danke dir. Danke Vierte dir. gut, servus. Vierte. Schlaf gut. Damals um dieselbe Zeit zu sagen. Aber das war wirklich, aber das war diese Austro-Pop-Schiene, das hat mir schon taugt, muss ich ehrlich sagen. Ich war ja seit kleiner Puppe vor allem ein Ludwig Hirsch-Fan, der nicht so ganz immer Nicht dabei ganz war. in dem Ding, aber mir ich meine, hat so der überhaupt so immer diese gefallen. Aussage, das hat was Eigenes gehabt, das war was Eigenständiges, das hast du Absolut, heute ja. nicht. Ich meine, wir spielen quasi alte Wiener Lieder oder schreiben halt auch neue Wiener Lieder, oder so, aber so diese Entwicklung, wie es war im Austropop, in der Hochblüte, Danzer, Ambros, Fendrich, Wilfried, Hirsch, ja, wurscht, ja, Braukopetz in jeder Hinsicht dabei, Falco. Bis hin zu Falk. Ja. Das hat eine ganz eigene Dynamik gehabt und eine eigene Welt hat das geschaffen. Man muss sich denken, damals, das war dieses kleine Land Österreich, hat auf einmal einen irrsinnigen, Ein Output gehabt. ja, So, da ist was weitergegangen. Das war schon gewaltig. Aber das war halt, ich glaube, da hat das auch die Musikindustrie noch zulassen, das war halt anders als aufgestellt. Da hat das so funktioniert. Aber da war schon genial. ERV, was da rausgekommen ist. Großartig. Unglaublich, unglaublich. Auch der Morak, ne? Ja, genau. Steht davor. Peter Cornelius. Ja.
der oft verkannt ist. So. Nein, ich glaube, ja, das ist Viel so. verkannt ist, aber ein großartiger Gitarrist und Textschreiber. Also das eine Rose aus Papier fällt mir gerade eine großartige Nummer ein. Ja. Nicht so der ganz große Hit gewesen, aber der war gut. Oder wieder Calafati. Stehe da am oder Ringel spielt großartige Nummer. Der Kaffee ist fertig. Das Ja. haben nur, das, Ja, super Sachen. Alles so ein paar. Und schreibe ich mir voll den Mund. macht nichts, wir sind Après. Also, wir können da, Ja, der Straße sagt, ey, hier stehen so die echten Wiener Musikpoeten. Den Hirsch mag ich sagen, sagt er früher dann. Aber auch Arik Brauer auf jeden Fall. ja, genau. André Heller. Und ein paar Platten gehört, die du mir vererbt hast Vom Heller? vom Heller. Großartig. Super. Großartig. Der Meister, was spricht, ja. Rodolfo Valentino. Valentino, der Nostalgie, der Nostalgie. Stiefel gedrechselt aus Elfenbein. Im Herzen, Im Herzen ein ein Bankrotteur. Großartige Sachen, ja, absolut. Ah, hier ist der Fritz hat gesagt, Flo de Cologne. Die Rockoper Koslowski bei uns in den 70ern auch Kult. Ja, das sagt mir was, aber da bin ich dann, bin ich dann spät gekommen. Also Ja, ich bin ja, ja ja. 75er Ja, ja. Jahrgang. Mir sagt, dass es gegeben hat. Aber das hat mich natürlich nicht mehr erreicht. Nicht? Also kulturell. Kulturell, vor allem vom Austropop, hat mich natürlich voll erreicht. Das Ja, war- das war- aber so diese Sachen ist dann bei uns in Österreich da nie mehr so aktiv gewesen. Also der deutsche Export, das war sowas wie Nena oder sowas, das bei Nena, uns dann auch Bab gekommen ist. habe ich kennt, na klar. Die Black Föß habe ich auch kennt, ja. Die Kölner Partie überhaupt, ja. Ja, sag ich. Sag ich, ist es verdammt lang her! Ja, ist irgendwie Heller und Gewaltinger Straßen, ja. Der Mokesch, ja. Alfix sagt ja. Günther, der Mo, nicht? Günther Mokesch, ja. Bilgeri nicht zu vergessen. Uli Bär, sagt Uli er Bär nicht. nicht. War mit der deutschen Welle konform. Du entschuldige, ich kenne dich, bist du nicht Die der Kleine, ja. Der Helmut Manntag sagt, grüß euch, spiel selber jetzt als Oberösterreicher seit meinem 11. Lebensjahr Wienerlieder. Helmut, Leimand. Frage an Patrick, geht in Wehren sind Erbsen grären? Boah, Geht? nein, Glaub ich jetzt nicht. Wer hat das gefragt? Der Manfred oder was? Helmut Manntag, Ich meinte, nein, jetzt nicht. in Wehren sind Erbsen Ein grären. wunderschöner Marsch, ja. Eigentlich ein schöner im Schrammelquartett zum Spielen. Ja, im Quartett zum Spielen ist ein schöner. Habt ihr das gespielt? Aber mit die. Der Klar haben wir gespielt. Ich Ich habe geschaut, geschaut. klar. Aber das bringen wir nicht zusammen. Die werden seit Weiter. Erbsen gern, ja, ja. Straßens Papp. Oder letztens bei der Die Blackfoes überhaupt, ne? Das war ja, da, weil der Zonko geredet hat von den einstürzenden Grönemeyer. Also, Entschuldige, Naja, gut, das ist schon spät. der war Das ist später, schon ja, spät. da war ich auch schon groß, ja. Scorpions dann. Ganz eine andere Liga, hat nichts mehr mit dem zu tun, aber der war schon großartig. Also, Aber jetzt hören wir dann wirklich auf. Jetzt ist schon nein, wieder Danzer und so weiter. Ambros kannten wir auch alle. Ja, das war wirklich, das hat Ja. das hat im deutschsprachigen Markt also wirklich was bewegt. Ludwig dieser- Hirsch, mein persönlicher, das ist einfach, weil ich so schätze, also die Texte und die Arrangements dann, der hat immer gute Musik um sich geschart auch dann, das war so anders als die anderen waren irgendwie. Der war mehr der Lyriker eigentlich. Ja, Der, was hat mehr hat er? Geschichte, der Ludwig Hirsch war mehr so Richtung Konstantin Wecker, fast. Mehr so diese Nein, ich will es gar nicht so sagen. Der Ludwig Hirsch war wirklich der Ludwig Hirsch. Das war eine eigene Geschichte. Das war eine eigene Geschichte. Das war aber zart bitter, die Platten. ja, Also, na, alles. unglaublich. Und nichts angehört einmal wieder. aber den die Boden, ganzen alten der Platten Boden habe ich auch wurde wieder. geebnet, wirklich, muss ich sagen, vom
Ambros, Fendrich, Danzer. Prokopetz, Danzer, ja. Ja gut, Prokopetz ist Schreiber und so, aber der war Schreiber da nicht so. vor allem, ja, absolut, Aber so die und Falco natürlich. Falco war Die haben im Boden geebnet für diesen Falco war Ausdruck. der Größte, das war der Rockstar damals in der Zeit. Ja, das war international Erfolg, aber International gesehen, Ja. absolut. Ja. Tradiwabel natürlich. Ja klar, Falco als Bassist hat begonnen. Also begonnen nicht, der hat schon vorher auch gespielt, ne, das Bassist, aber Ja, der Fluten sagt, der Papp ist Ja. extrem stark, finde ich. Die Texte sind schwer verständlich, klar, weil Klar. was ist Das es wert, dass du ist- dich damit ja. beschäftigst. Der Papp ist absolut Legenden. Heidelbeeren von Wilfried, kennst du nicht? Heidelbeeren! Ja, den 80er. Und wie gesagt, das war halt, da war ich also ich bin ja ein Nachzünder, was den Austropop betrifft. ja, ich bin noch mehr, 2 Jahre noch jünger. Ja. Ich meine, ich bin aufgewachsen, weil ich habe ältere Ich bin mit Brüder ihm gehabt. aufgewachsen, Ne? nicht? Ich habe ältere Brüder gehabt und die haben natürlich, und dadurch bin ich mir in Austropop, aber da, ich bin nicht direkt in dieser Zeit, weil wie gesagt, da war ich da zu jung noch, ne? Die Oma mal vom Hirsch, ja. Der Wilfried war Oberösterreicher, ja. Das waren viele nicht Wiener, weil der Tanzer war ja, ist ja auch Wiener Neustädter gewesen. Ja, Ja. der Ambros war. Der Ambros war Wiener, also Ja, ja, also Wien Umfeld, Fendrich auch. Und die ERV, das waren alles, glaube ich, keine Wiener. Steirer. Direkt. Zum Teil. SDS waren auch Steirer. SDS sowieso. Steirer, sowieso klar. Und- SDS nicht zu vergessen. Ja. Ja. Groß von der. Ach, das war eine Nummer für mich, großartig. Denke ich heute, weil ich die Nummer her immer. Ja, Also, es war Steinbecker. Weltzeiten. Großartig. Aber- Schief jetzt genauso. Bring mir die Schiff Oma kommt. zusammen. Du musst jetzt schauen, was spielt. Am Boss schon. Ne? Ich spiele nicht. Die Wolke dazwischen. Stehen wir jetzt am Stammersdorfer Friedhof. Ringen tut's die Fiesta mal schon weh. Der Pfarrer sagt, sie war ja so ein herzensguter Mensch. Und trotzdem sollte man's Wahner halt so schwer. Die Oma ist nicht mehr. Ihre Glaube hat's meine gestopfte Knädel. Hat's glaubert mit dem Bracker in der Hand. Hat's mir umdreht schon den Morgen, das war ja wurscht, sie hat mich geschlagen. Solang dass ich schon angefangen hab zum Bett. Lieb Jesu Kind, lass Oma doch verrecken. Die 7 Roten, das waren nur 6. Die gute Fee, das war eine Hex. Der gute, ein kleiner Dake, der Märchenprinz, ein Schierchalake. Das kann mich gehen, das Ganze. In Stammersdorf hat's gehabt, die kleine Wohnung. Die Oma? Mit Spitzendeckerl und der Mittlerbütz. Ein Glasl Grammischmalz am Fensterbrett, in Nachtschild und am Doppelbett, so weiß, so dick, so rund und immer voll. Vielleicht hätte man jetzt grob dazu legen sollen. In letzter Zeit da war es schon ein bisschen komisch. Oma? Das Grammischmalz ist gestanden unterm Bett. Die Spitzendeckerl hat's verbrannt, den Hitler hat's am Bücher genannt, den Nachtschirm hat's platziert am Fensterbrett. Ganz Stammersdorf hat's über sie schon geredet. Aber hab ich gefragt, wo ist der Opa? Im Hedenmeer auf ein Wolkerl spielt er Geig. Für Führer, Volk und Vaterland erschossen, aufgehängt und verbrannt, doch das hat sie dem Adolf stets verziehen. Er hatte ja das Mutterkreuz verliehen. Die 7 Roten, das
waren nur 6. Die gute Fee, das war eine Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dackel, der Märchenprinz, ein Schiercherlackel. Am Muttertag, da haben wir's gefühlt im Bruder. Die Alte war auf einmal wieder jung. Beim Sturm hat vorne das gejodelt, aber lang hat's verdruckt. Nur beim Gockertfang geschah ein Missgeschick. Da ist an ihre falschen Zent erstickt. Die Simmeron. Die Simmeron. Nein, die Simmeron. Es waren nur 6. Die gute Fee, das war eine Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dackel, der Märchenprinz, ein Schiercherlackel. Aber für die Gott macht's drüben besser. Mach keine Knädel für die Engel, sei so gut. Du nicht die Heiligen segieren, du nicht den Opa denunzieren und gehst zum Herrgott auf Besuch, ein guter Tipp. Oh Mama, nimm's Mutterkreuz nicht mit. Alter Fuchs! Die Oma, na bitte, Wahnsinn. Aber ewig nicht gespielt. Aber ich war... Flüder sagt, das hat's ein Wahnsinn. Na gut, rote Achteln von rein. Bei 37 Zusehern, es freut mich, dass es euch noch gefällt, das ist schön. Ein Wahnsinn. Das ist Ich muss einen Schluck nehmen. Nimm einen Schluck. Ich muss einen Schluck nehmen. Heidelbeeren. Das ist ein Wahnsinn. Aber das ist, ja, ewig. Das war jetzt hin und wieder irgendwas. Aber Mann, Straßenmann schreibt, das ist mal ja, genau. Und das bringe ich nicht. Bringe ich nicht sagen. Ich liege am Rücken und stier mit zugemachte Augen. Augen in die Finsternis. Nein, das bringen wir nicht zusammen. Das lassen wir aus. Harald Hunter sagt Sensation. Das ist unglaublich. Und alleine dafür hat es sich gelohnt. Schade für alle, die schon weg sind. Alfie, ja, dachte ich, meine, es ist halt wirklich nicht, das ist wirklich nicht unsere Ding, aber die Erinnerung halt. Ne? Das ist nicht unsere Passion, aber ist mit dem wir aufgewachsen sind. Das war nicht ein Teil, das ist ein Teil von uns, nicht klar. Aber zu später Stunde kann man auch aus den Nähkästchen spielen. Ja. Aber wenn man nicht mehr weiß, wie es geht, aber... Jetzt machen wir was ganz was anderes, wenn wir jetzt aus der Pop sind erst. Das ist ein Wahnsinn. Aber ich sicher jetzt auch schon 10 Jahre gespielt. Schau, da liegt der Leich im Ring, das Blut in den Kanal. Erstes ist makaber, da liegt ja ein Kadaver. Wer ist denn das? Kennst du den? Mit dem zerstehenden Gesicht kann ich das nicht sehen. Der Hofer war so 20er Haus, der schaut mir so verdächtig aus. Der Hofer hat ihn aufgekriegt und hat die Leute dann massakriert. Da geht er ran durch die Leute und jeder hat sein Freund. Der Hofer war der Sündenbock, der Hofer, den was keiner mag. Und der Haufen bewegt sich vier hin zum Hofer seiner Tiere. Da schreien die Leute, komm raus, Mörder, oh, was ist geh mach auf die Tür, hätt ich's aus mit dir, weil für dein Verbrechen musst jetzt zahlen. Geh, komm raus, da. Wir tragen der Tugel ohne, du hast keine Freunde, dann schlagen
geschwinder. Alles was glaubst, Als der Hofer kommen sie raus. und sie pumpen an die Tier und sie machen ein Graveur als wir und sie treten das Klot ein, dass die Hausmeisterin nicht sei und sagt, was ist denn meine Herren, dass wir doch den Hausfrieden nicht stören, denn eines weiß ich ganz gewiss, dass die Leich der Hofer ist. Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Ende ist für Lebende heute ausnahmslos verboten. Weil der Tod eine Festheit gibt, die ganze lange Nacht. Und von dir ist kein einziger Eintrittskarten braucht. Was noch für die Simmering kommt Leben in den Toten. Und drüben gehen wir Tore und tanzt Knochenmark verbraten. Und hinten bei der Mama Gruft und stehen so Skelette. Die stehst mit Augen und zusammensaufen die Wette. Am Zentralfriedhof ist Stimmung, wie es am Lebtag noch nicht war. Wer alle Toten feiern, hätte seine ersten. Aber sicher nicht seine letzten. Das war ein Live-Zitat von der Live-Schallplatten vom Ambros. 100 Jahre. Jawohl. Unglaublich. Gut, ratter. Bist du deppert. Bist du deppert. Weil der Wolf gefragt hat, der Wolf vom Hirsch, den kann ich leider nicht. Ja, aber das ist natürlich eine Weltnummer. Großartige Nummer. So wie der Zwerg auch zum Beispiel. Ja, großartig. Der Zwerg, ja, mein Freund, der Zwerg. Ja, warte. Ja, Nachtel von einer, danke ich vielmals. Fritz Stadler sagt auch, jawohl, Zentralfriedhof. Eine Legende. Diese Nummer natürlich. Ja. Aber das ist jetzt wie, ja, müsste man sich direkt einmal anschauen. Aber da ein paar so Sachen. So 16er Broncos, Austropop oder was? Ja. Das ist echt ein Wahnsinn. Waren aber echt gute Nummern. Also da waren viele gute Nummern. War ein bisschen Blödsinn auch dabei, aber es waren viele gute Nummern, wo man echt sagen muss, Qualität. Qualität, textlich und musikalisch. Absolut, ja. Beides. Absolut, ja. Und ich Na, weiß gar nicht, großartige Sachen dabei. Strada del Sole, ne, war genauso. Strada del Sole war genauso. Ne? Es steht da Hits. Und der Strada del Sole, die Fiesta Mavende, welchen Sandale, das war einfach. Das ist ein Skandale. Ja, ist Großartige Das ist ein super Song. Ja, Der Zwerg, ja. Mein Freund, der Zwerg. der Zwerg, großartig. Unglaublich. Ja, aber jetzt kommen wir, glaube ich, schon langsam jetzt nehmen wir uns, oder? Soll ich noch, nein, jetzt schenken wir uns noch ein Achtel ein. Ein Achtel nehmen. Plaudern wir noch eine Runde. Plaudern wir noch ein bisschen noch. Das ist meine Jugend, sagt der Wolfsberg und Tour TV. Erst, das ist ja, die Jugend ist aktuell. Du bist ja ein junger Bursch, die gleiche Frisur wie wir. Also, Weißt du von Oli Brot oder sind das sogar? nein, die sind so zerstiegelt. Achso, Die sind so stiegelt. Ich weiß nicht von alle Brauder. der lauter Bresel liegt am Bredel. So in den Ofen nachschauen, noch mal um, glaube ich. Nein, unten. Oben nicht, aber unten. Unten? Ja, schau ja unten noch. Von oben hat es 50 Grad, da herunter ist eher kühler als oben. Wirklich wahr? Da muss es so heiß. Wirklich? Ich sag's nur so, glaube ich. Nein, weil ich oben war vorher. Aber Qualität gibt es heute auch noch. So bekannt wird es halt nicht mehr. Das stimmt absolut, Florian. Das stimmt wirklich. Es gibt heute sogar, muss man echt sagen, wahrscheinlich sogar mehr Qualität. Wir haben heute kurz über das Thema geredet. Meine Meinung ist immer,
also von der Qualität der jungen Musiker, ist wahrscheinlich heute mehr da, also mehr, einfach von der Masse her mehr da, die gut ausgebildet sind und die wissen, wie spielen. Was aber, der Klaus hat mir das heute gesagt, was abnimmt, sind so die Persönlichkeiten werden weniger. Aber nicht nur in Österreich, sondern generell in der Musik. Früher, diese wirklich herausragenden. Vielleicht haben es die auch leichter gehabt, dass man die leichter entdeckt, weil es weniger gegeben hat. Heutzutage sind Musiker generell bereits in jungen Jahren einfach gut ausgebildet. Also und wissen das Handwerk besser. Vielleicht hemmt das manche dann auch, um kreativ zu sein. Aber ich gesagt, Freddie Mercury war so eine Ausnahmeerscheinung. Das geben uns diese Typenföhn heute ein bisschen. David Bowie, ja. Zum Beispiel. Ein Kuchen vom Marvehof. Das war schon Ausnahmefeier. Nur mehr, Entschuldigung. Brennt's wieder, oder? Nein, weiß ich nicht. Ich muss es beobachten. Ich will es Oben unten ist noch, aufmachen. ja, werden wir sehen. Weil du hast recht, das ist da richtig frisch. Ja, also oben glüht's. Aber generell sind die Musikanten und Musiker heutzutage so gut ausgebildet und aber so diese Typ, ein Sting, gut, das ist sowieso für mich, das ist eine Ausnahmeerscheinung. Ja, es gibt schon Mick heute auch viel. Jagger. Aber du hast, es war früher noch möglich, außerhalb des Radiomusters zu arbeiten. Heute gibt es auch nicht mehr. Ja, weil du schon im Online-Bereich tätig bist, als Musiker. Aber, weil ich habe jetzt mitgekriegt haben, diejenigen, die Ö3 konsumieren oder immer wieder mal hören, die haben jetzt sicher mitgekriegt, dass Ö3 so ein Schwerpunkt liegt auf die 80er Jahre. Ne? Und das liegt nicht daran, dass jetzt Ö3 die 80er Jahre entdeckt hat, sondern dass einfach keiner mehr Ö3 hört, von der Jugend. Jetzt sind die draufgekommen, naja, unser Publikum ist 50 plus. Und die sind mit der Jugend, mit den 80er Jahren aufgewachsen. Und deswegen versuchen sie da quasi noch ihr Publikum zu halten. Und weil die Jungen halt alle Spotify und Co. huchen. Ne? Das ist ja so. Eine komplett andere Geschichte. Aber du hast früher mehr eben Tradiwaberl. Über die Ehre gehabt, mit Stefan Weber auf der Bühne zu stehen. Spontan. Aber schon mal sagen, im Alter schon. Also Naja, Stefan Im ist schwer gezeichnet bereits, nicht? Stefan ist ja gezeichnet. Und dann habe ich gesagt, also wir spielen jetzt was. Und ich habe zum Glück also eine Gitarre in der Hand gehabt, die nicht mir gehört hat. Und der Weber hat mir gesagt, der Stefan sagt, Klaus, du musst spielen. Okay. Und ich habe irgendwas gespielt. Ich sage, nein, du musst spielen. Auf der Bühne. Also alles auf der Bühne gespielt. Okay. Irgendwann habe ich irgendwas gespielt, wo ich scheinbar zufrieden war. Und wir spielen so, wir fangen den Groove aus, sozusagen passiv. 2 Gitarristen, ich, ne, zack. Der Schlagzeuger. Und der Weber geht zum Mikrofon und macht. Und die Leute jubeln. Und ich habe mir da dem Zeitpunkt gedacht, ich mache irgendwas falsch. Auf jeden Fall haben wir irgendwie also dieses Lied, ich keine Ahnung, was wir da gespielt haben, irgendwie umgebracht, es kam zum Solo. Und dann sagt, das ist solieren. Ja, ich soliere. Und während ich so soliere, fängt der Stefan Weber mit dem Mikrofonständer, mit dem Mikrofon auf die Gitarre irgendwie einzudreschen. Da habe ich mir gedacht, Gott sei Dank nicht meine Gitarre. Und irgendwie umgebracht, aber es war unglaublich leibend. Also es war musikalisch sicherlich unter jeder Sau, was wir da von uns gegeben haben. Aber es war eine irre leibende Geschichte. Muss ich ehrlich sagen. Gut, war bei Tradiwaberl sowieso oft musikalisch unter jeder Sau. Muss ich ehrlich sagen, das ist ja nichts Besseres, wenn man das sagt. Aber das Gesamtkonzept war leibend. Das ist und der Stefan Weber war eine Persönlichkeit, weißt du? Ja, Typen halt.
So, was haben wir da? Ein Typ. Baba und fahr ich nicht. Und komm gut zu Haus. Was soll ich schon grüßen? Und macht auch nichts draus. Ja, ja. Ja. Jetzt habe ich mir glatt noch einen weißen und ein Radlwurst geholt. Das gefreut mich, dass es so spät schläfrig seid. Matti hat der Mecki. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank bist du auch dabei. Die Wahrheit ist so weiß wie Schnee. Weitlein Pfeifer auf Österreichisch. Ja, Franz, der hat schon geile Sachen gegeben. Ja, ja. Und der Fluder sagt, na Patrick, für unsere Kinder wird die in Regen sowas sein wie der Armbrust für uns. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, vielleicht, ja. Super, Straßenland sagt auch, super Musiker, aber leider keine Persönlichkeiten, nur Performer. Und das stimmt natürlich. Das ist, ja. Sind technisch und musikalisch über allem, was bis jetzt war. Ja, die ja, heute Jungen. ja. Aber es gibt, genau. Es kann keiner mehr auf die Bühne gehen und einfach Leute unterhalten. Ja? Das ist, wurscht in welchem Genre das ist, weißt du? Die Leute wollen unterhalten werden. Ne? Ja, aber zum Beispiel jetzt, der Fritz Statko sagt auch, die neuen Medien Ja. In welcher haben Art halt die auch Welt immer. verändert. Früher war es halt auf vielen kleinen Konzerten und Künstlern. Aber Fritz Statkus, das stimmt schon auch. Und heute ist es natürlich viel Ärger mit diesen neuen Medien. Aber im Endeffekt hat sich früher auch alles angespielt innerhalb einer wie soll ich sagen, eines Glaubensmusters. Also das waren halt dann nicht die neuen Medien, sondern es waren halt dann Bravo, Rennbahn Express oder bei uns in Österreich waren es die großen 10 ohne Maulkorb. Wie diese ja, also wie diese Jugendsendungen oder die Hitparaden Ja, Kassen. ja, das stimmt schon. Und die Zeitschriften, also es war diese Deutungshoheit war genauso gegeben, aber ich weiß schon, was du meinst und ich gebe da nicht, ich will da nicht ganz widersprechen, aber ein bisschen konnten schon, weil so ganz frei war das auch nicht, das war auch vorgegeben halt von einer gewissen Deutungselite, die halt immer da ist und da war und das waren halt damals, ja, gewisse Sachen und heute ist es mit den neuen Medien konfuser geworden, weil es viel mehr sind, glaube ich. Was sagt der Flur dann zum Strand? Warte mal, aber, also das sind jetzt untereinander, aber da komme ich jetzt, genau da will ich dir widersprechen. Mehr suchen musst du Sigrid Horn. Okay. Wo es Bike und Tour TV sagt, das mit Ö3 stimmt. Jedes Mal, wenn ich meinen Buben beim Auto park, ist nachher nimmer Ö3 eingestellt beim Radio. Du, die jungen Herren Spotify und Co. Die rufen sich ja kein Radio mehr an. Der Alfie XJR sagt auch Karl Horn, der Kurt Hornstein, ja, nicht zu vergessen, ja, der Klar. Die Straßenland, Stefan hat nur Performance gedacht. Musik war damals Beiwerk, das glaube ich bei dem Radio war aber aber es war schon ernstzunehmende Musik, also weil ich meine, Falco damals als Bassist bei den Radio Waberl, die haben schon Musik gemacht, nicht? Aber jetzt sage ich mal, aber es war die Show im Vordergrund, das Ja, stimmt. absolut, ja. Der Mullerchuck war im Vordergrund, ja. Im Prinzip war es ein Mullerchuck. Das ist... Ja. Ja, aber super, aber schau, aber jetzt gibt es natürlich eine interessante Diskussion, aber es ist tatsächlich so, man muss das wahrscheinlich wirklich über sich ergehen lassen, dass man sagt, ja, ich muss das jetzt objektiv abbrechen. War jetzt wirklich diese Austropop in unserem Fall oder die Helden unserer Jugend, waren das jetzt wirklich einfach so gute Musiker, war das wirklich so leibend oder ist es bei uns einfach deswegen auf den Protest, weil es halt unsere Jugend geprägt hat. Das müsste man jetzt fragen, ne? Inwiefern das ist. Aber es war sicher so, dass das Plattenindustrie und Co. noch viel strenger war als heute. Ja. Sie haben da nur mehr zulassen. Also sie waren strenger als heute, aber sie haben im Gegensatz zu heute, haben sie da auch mehr Platz gelassen. Ja? Das heißt, wir haben das heute geredet. Ja. Es gibt früher, du hast gehabt Bands oder Künstler, die mit dem ersten Album nicht in Durchbruch gemacht haben. Mit zweiten oder mit dritten Album. Aber die Plattenfirmen haben gesagt, das ist wurscht, wir
stehen hinter dir die nächsten 2-3 Alben, weil das dauert, bis ein Künstler groß ist. Das wäre heute undenkbar. Heute ist ein Künstler... Nicht einmal ein Album, da geht es um einen Hit. Ja, da muss also gerade irgendwie Uploaden schaffen und fertig. Und das passt, vielleicht eine zweite Chance noch, okay? Das ist offen oder? Vielleicht eine zweite Chance noch, passt schon, und das sind im Prinzip das lauter Singles, nicht? Was da heute produziert werden. Nicht? Und das ist ein bisschen schade oft, nicht? Weil da verpufft viel, wo was werden könnte. Nicht? Die Großen damals in die 70er, 80er Jahre, 90er Jahre, nein, 90er Jahre ist ein bisschen anders geworden, aber mit dem ersten Album, der große Durchbruch, kam ganz selten eigentlich. Ne? Und heutzutage, da brauchst du dann einen Nummer 1 Hit und dann muss die zweite auch sein, und wenn die zweite nicht mehr ist, ist schon uninteressant. Ne? Da geht es nicht um ein Album, sondern da geht es wirklich nur um die Single-Auskopplung eigentlich meistens. Und das der Wegelader am der Georg Scheurer, ja, mit Hallucination Company. Die großen 10 Jahre heute, wo es nur mehr die Horn hat. Der Fritz hat gesagt, ja klar, du hast recht, Klaus, aber war auch schon durch die eingängigen Zeitschriften und Sender beeinflusst, aber natürlich, nicht so direkt zugänglich wie das Internet, das stimmt. Ja. Das waren halt da, ja, das stimmt, aber da reden wir vom Gleichen. Ja. Und wir haben heute natürlich wahnsinnig viele Musiker und die bringen auch viel, es ändert sich, aber ich glaube, es ist deswegen so ein bisschen ruckig, das Ganze. Ruckig ist gut. Ja, weil du hast auf der einen Seite die Musikindustrie, die sich einfach etabliert hat und die mit diesen neuen Umständen überhaupt nicht zurechtkommt und eigentlich jetzt viel im Weg steht. Gleichzeitig natürlich ist es eine Musik, die ist ja gewachsen. Das ist ja nicht alles schlecht, was sie da gebildet hat, aber ja, überhaupt nicht. Aber es ist eine spannende Zeit und ich glaube, es ist da wirklich so ein bisschen so diese Spannung zwischen dem Bestehenden und dem Bewährten bis dato. Und das widerspricht sich ein bisschen. Ich glaube, es wird also noch spannend sein. Der Steine 07, es wurden früher viel mehr Gitarrenriffs Freestyle gespielt. Tagelang im Studio rumprobiert und zum Schluss war ein Klassiker fertig wie bei Falke. Ja, war auch nicht immer so ganz. Also. Aber immer schon klar, es ist tagelang im Studio gespielt worden, herumprobiert, das stimmt, weil das noch gegangen ist. Das wäre heute unbezahlbar. Das ist, du weißt, heute kostet ein Studio. Erstens einmal, heute brauchst du kein Studio mehr, weil du alles daheim machen kannst. Und wenn du ein Studio hast, das ist unbezahlbar. Das war eben früher möglich. Das stimmt schon. Das war früher möglich, man hat sich im Studio dann zusammengefunden. Ich meine, es war jetzt glaube ich nicht so, dass man eben da so Freestyle mehr oder weniger war, das waren schon alles sehr durchdachte Geschichten, aber man hat halt viel probiert. Aber das war möglich. Und heute oder auch schon zu meiner Jugend, sage ich mal, musikalisch gesehen, hat man schon gesagt, wenn du das Studio mietest, dann schaust, dass du eigentlich alles im Kosten hast, weil dann gehst du wirklich nur mal hin und nimmst auf. Punkt. Wobei da wird nicht mehr probiert. Da eins dazu ein bisschen entmystifizieren, das Ganze schon muss auch, weil wenn man Beach Boys zum Beispiel hernimmt, die haben im Studio auch nicht selber gespielt. Da haben Studiomusiker gespielt. Ne? Das war immer schon so. Also das ist ja nichts Neues. Ne? Die haben dann eingesungen zum Teil, aber der Bass, die Gitarre, das Keyboard wurde von Studiomusikern eingespielt. Ne? Das, nur ein Beispiel, wenn mir das gerade so einfällt, Beach Boys zum Beispiel. Das, viele andere auch, nicht? Das ist einfach so. Ne? Ja klar, ne? Aber diese Idee des Wachsens, nicht? Oder des Herumprobierens, das hast du damals tatsächlich in Studios gemacht. Und der Straßenhahn schreibt gerade, Gott sei Dank braucht man die Großen heute nicht mehr. So gibt es heute ganz andere Medien, darum scheißen sich auch die Produzenten an. Das stimmt. Nicht nur die Produzenten, die ganze Musikindustrie wohl. Straßenhahn schreibt, danke Straßenhahn,
eure Technik im Home hat schon die super Qualität und da ist noch ausbaufähig. Also Oder das also ist Handwerk. Das ist Handwerk, nicht? Aber das ist ausbaufähig. Aber der Alfie sagt, kann das sein, dass wir da reden mit lauter alte Leute? Jawohl! 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 Ja, das gehört auch dazu schon. Ja. Na und nur so. Bist zu einem Kassettendeck gesessen und hast auf Rekord gedrückt beim Udo Huber. Ja, wenn das Richtige gekommen ist, gerade sind wir gesessen oder da. Rekord. Haben wir es richtig und fest druckt und noch nachgehalten, dass ja richtig der Tonkopf aufdruckt. Nicht? Und so. Und damals war noch wirklich der Horror. Eine Verkehrsmeldung wegen einem scheiß Geisterfahrer. Ja, furchtbar. Und vor allem bei gewisse Nummern von Led Zeppelin oder so, Ja, die der sind nicht, Status. die Dann sind nicht kam mit dem ausgespielt Lied. worden. Das Gitarrensolo, um was mir gegangen ist, mein Bruder gegangen ist und dir auch, das ist dann angeschnitten worden oft. Na, furchtbar war das, furchtbar. Da hat eine Nummer 5, 6 Minuten, da hat 7 Minuten. Die haben das angekürzt. Schrecklich war das. Der Fritz Status sagt, und dann kam mitten im Lied der Verkehrsfunk. Ja, Ja. das habe ich hab das nur gehabt. Für mich das Hitpanorama hat nur das Verkehrsfunk bestanden in Wahrheit. Ja. Na, aber es ist wirklich. Es hat sich geändert die ganze Zeit, das ist natürlich ganz klar. Und in vielen Dingen, ich bin eher immer im eher. Ich glaube immer an die Jugend, muss ich ehrlich sagen. Gell? Ja, nein, ich versuche, oder ich fühle mich immer im neuen, im modernen ein bisschen näher. Aber es ist halt schon so, das eine ist halt Melancholie, die einen ein bisschen ins Alte hält. Gleichzeitig gibt es halt schon Sachen, wo du sagst, naja, das hat sich schon bewährt, das war schon nicht schlecht, dass das so war. Aber die Musikindustrie, wie sie agiert hat, natürlich ja, die hat einfach den Übergang komplett verpasst und steht jetzt tatsächlich dem künstlerischen Wert der Musik einfach im Weg. Im Weg. Muss ich echt so sagen. Und mit Musikindustrie meine ich halt die Musikindustrie. Also angefangen vom Verlag, Labels, die großen Big Player, die es da gibt, bis hin zu den auch Verwertungsgesellschaften, die ihr Möglichstes tun und Bestes tun. Absolut. Sie sind aber alle es hinten ist nach. Sie sind alle hinten nach, sie reagieren nur mehr im besten Fall. Und von agieren ist keine Rede mehr. So. Am Schluss eine Gerät, obwohl es noch nicht aus war. Klassiker. Aber jetzt glaube ich, werden wir wirklich zum Schluss kommen, oder? Kommen wir zum Patrick, Schluss, bist du dabei? ja, sowieso. Wir haben Zuschauer, wie viele? Bitte schön. 36. Das sind wir gemütlich unter uns. Wir plaudern ganz gemütlich aus dem Nähkästchen. Ist schön. Absolut, ja. Und der Georg Scheurer hat schon gesagt, das letzte Viertel. Und ich habe mir ausgelegt, ich wollte das heute spielen ohne Spickzettel. Und wie wir das probiert haben, haben wir gedacht, nein, ich mache es mit Spickzettel. Mit Text. Und Das hat markiert jetzt. naja, Den hat markiert. also Straßen sein letztes Posting kann ich wirklich, ich kann es nicht mehr entziffern. Liegt es an mir oder an dir? Das weiß ich noch nicht, aber der hat euch ausbluten lassen, wenn man ehrlich ist, wie es ihnen gut gegen ist. Der Uli ist noch nicht gelacht. Nein, aber eine Weltgeschichte, Leilon. Ich glaube, es ist wirklich Zeit. Was haben wir denn? Wir haben 4,5 Stunden. Doch, das ist eine würdige. Ist, glaube ich, ein würdiger Bablatschen. Ich hoffe, es hat euch taugt, es hat euch gefallen. Wer noch keinen Schmattes Uns da hat lässt Spaß hat im gemacht. virtuellen Hut, bitte lasst es noch da, haut was rein. Das uns wahnsinnig freuen.
Und vor allem freuen wir uns natürlich wieder, wenn wir uns nächste Woche sehen. Ohne Solo. Ohne Solo, was? Nein, nichts. Das war eine interne. Passt schon. Ach so. Und Wir freuen uns, wenn wir uns wiedersehen nächste Woche. Spätestens in am einer 19. Woche. Am 19. Da ist In laut- Wien? bis vorgestern hat es noch geheißen, war der 19. noch der Tag nach dem Lockdown gewesen. Tatsächlich wissen wir jetzt, dass wir einen Lockdown haben bis zum 2. Mai. Zumindest in Wien und Niederösterreich. Oh Wunder, Wunder, es hat sich keiner gedacht. Aber das heißt, wir sehen uns da. Und wir freuen uns drauf, wenn wir uns wiedersehen. Sind wahnsinnig glücklich darüber, dass wir heute so eine leibende Partie gehabt haben mit über 100 Zuschauern in der Spitze. Aber natürlich mit 109. 109 ist ein Wahnsinn. Aber der harte Kern ist jetzt noch da. Es sind immer noch 34. Den harten Kern haben wir dabei, Schön. das ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist so leibend. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Seht uns an der Abend wieder einmal Uli Slonek, dass es zusammenbringt. Danke dafür mal. Danke euch allen. Und jetzt verabschieden wir uns wieder mit dem mittlerweile schon eingeführten Schlusslied, was ich noch immer nicht Noch auswendig immer nicht kann. arrangiert ist. Ich kenne es bis heute nicht. Also nur so vom Spielen her. Aber macht Ja, nichts. was willst du Es mehr ist auch- kennen? es ist ja eine schöne Nummer. Ne? Das bis heute keine Noten gesehen. Aber du spielst noch, du hast noch nie Noten gesehen von mir, scheiß dich nicht an. Was ist da? Vorspiel. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute sing ich das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben viel gesungen, wir haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken, haben was gegessen, den Abend miteinander vergessen. Doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam müde. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute sing ich das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wie ich beim letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz. Die schönen Wiener Lieder und an die Gemütlichkeit. Zuerst haben wir gepasst und gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du warst. Viert euch gut, bis zum nächsten Mal. Baba. Menschen, Menschen zusammenrollen, für hat man jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur.